Ja, moin. Heute mal wieder ein Ticken später, war? Oh Gott, jetzt gleich 10. Also moin schon mal an alle, die im Lurk sind. Hab gerade noch Müll rausgebracht und mit verschiedensten Leuten, mit denen ich kreativ zu tun habe, habe ich noch Dinge geklärt. Vom Stream bin ich noch ein bisschen auf dem Stuhl eingepennt hier. Da fällt mir ja fast was ein auf, Naja, wird schon alles. Ist auch der letzte Ström, bevor ich erstmal ein bisschen Messeleben wieder habe. Deswegen am Sonntag komme ich auf jeden Fall nicht zum Strömen. Und bis dahin wahrscheinlich auch sonst nicht mehr. Deswegen habe ich mich jetzt nochmal für Komorebi entschieden, weil kleines Spiel, mit dem wir eh fast durch sind, wo man nicht viel machen muss. Da wollte ich jetzt nichts Großes nochmal anfangen. Beziehungsweise mich wieder eingewöhnen in Baldur's Gate. Das machen wir lieber in Ruhe, wenn Messegedöns vorbei ist. Bei One Piece habe ich jetzt tatsächlich fast aufgeholt. Da fehlen mir echt noch ein paar Folgen. Na, sonst ist jetzt schon wieder Mittwoch, ne? Oh. Mittwoch. Ja, ich habe Demon Hour wieder abgedatet. Wieder eine neue Version rausgehauen. Ansonsten habe ich die Tage nicht großartig was Sinnvolles getan. Ich war in VR. Ich habe geupdatet. Und ja. Ich habe mich, glaube ich, langsam daran gewöhnt, dass alle Dinge im Endeffekt langsamer vorangehen, als ich denke. Weil ich mir immer falsche Vorstellungen mache, wie schnell die Dinge vorangehen sollten. Ich glaube, daran habe ich mich langsam gewöhnt. So, wo bin ich? Ich mach mal Kopfhörer.
So, jetzt bin ich aber auch wieder vollständig da hier. Ich habe mir noch ein paar Schokorasinen, genau. Ich habe Rasinen geholt. Nein, Rosinen. Und no you, Ventis, no you. Na, du Gestück. Mm. Njam, njam. Ich habe gehört, dass Windows 11 oder irgendwann auch Windows 12 und so, es ist ja nicht mehr so, dass es irgendwie das letzte Modell bleiben wird. Das ist ja mal so geplant gewesen, dass Windows 10 die letzte Version ist. Das ist ja dann nicht mehr so. Was ich so mitbekommen habe, soll das sogar auf lange Sicht so sein, dass das so ein bisschen mehr in Richtung Apple gehen soll. Ne, Windows 11 macht ja irgendwie schon so Vorgaben wie, auf die Art und Weise muss die Festplatte irgendwie formatiert sein. Das Motherboard muss dazu in der Lage sein und muss dann in diesem Modus und so. Und damit wollen die schon mal anfangen, die Leute daran zu gewöhnen, dass auch Microsofts Windows wohl so langsam auf lange Sicht ein etwas geschlosseneres System wird, weil es halt auch einfach sicherer und einfacher zu bedienen ist für die Leute. Was es aber schwieriger macht auf lange Sicht natürlich für die Leute, sich selbst so ein Windows auch aufzusetzen zu Hause. Ne? Der Witz hier ist toll, oder? Mit Himmel und Hörmel. Oder Heaven und Hörven. Das, fühle ich mich richtig hier wie der Witzemeister. Naja. Ja, bin ich mal gespannt. Ich bin kein Freund davon, wenn Systeme sich zu sehr abkapseln. Das macht's anstrengend. Das ist halt wieder unzugänglich, sowas. Naja, egal. Ich werde mal langsam starten. Jetzt habe ich nämlich mein E-Mail-Fach hier soweit leer. Keiner will mehr was von mir. Das ist gut. Keine Sau ruft mich an. Nee, kein Schwein, ne, war das, ruft mich an. Genau. Keine Sau interessiert sich für mich. So war das, genau. Ah. Ja, ist auf jeden Fall letzte Strömen vor Messe und so. Da habe ich noch 2 Abende Zeit, hier rumzumuckeln, ne, bevor wir dann irgendwie so in Aufbruchsstimmung sind hier. Das Demon Hour geupdatet, das kann erstmal ruhen. Da bin ich erstmal zufrieden. Steuererklärung mache ich auch vorher nicht mehr. Mache ich aber, sobald ich wieder da bin, ist das mein oberster Punkt auf der Liste, meine Steuererklärung fertig zu machen. Ich will hier nicht Ende September noch sitzen. Nix da. Das ist meine Hauptprio, wenn ich wieder von der Messe da bin. Mhm. So, dann ich hol mir nochmal ein Vitamalz, aber dann lege ich auch los und starten wir auch relativ zügig. Das Spiel ist dann schon 10. Die Leute haben eh nicht mehr damit gerechnet, dass ich heute noch das Streamen anfange, sehe ich schon. Leute sind alle am Schlafen quasi. Das ist okay. Aber ich spiele trotzdem gleich erstmal weiter. Oh, mein Nacken. Seit einer Woche oder so habe ich so ein bisschen Nacken. Liegt bestimmt nicht daran, dass ich mich zu wenig bewege. Übliche Bürogeschichte. Vor allem, da ich auch immer gerne hier am Ventilator sitze. Also nicht im Ventilator, sondern im Wind des Ventilators. Naja, ich bin sofort wieder da. So, Vitamalz ist teuer. Ja, ich habe ja tatsächlich so ein Ventilenti. Ne, der ist auf mich gerichtet hier, vom Schreibtisch aus. Gerade auch wenn ich irgendwie scharf oder heiß esse oder so, bin ich immer ruckzuck irgendwie, ich bin ja immer temperaturbewuselig. Aber ja, Ventilator ist natürlich witzig in Bezug auf deinen Namen, das ist schon richtig. Stück. Mhm. Mhm. Boah. Natürlich ist es wieder alles hier viel zu hell, ne?
Ah. So. Ach, ich hätte. Ich habe heute wieder nicht genug geschlafen, dann vorm Stream wieder ein bisschen genappt. Hm. Warte mal. Sieht man da was Neues in diesem Raum? Sieht man hier irgendwas Neues in diesem Raum? Ich habe die Tage auch noch ein bisschen aufgeräumt tatsächlich. Ich habe jetzt endlich mal meine ganzen 1000 Duftöle in so einen Koffer gepackt, einsortiert und habe hier so ein paar Sachen hin und her geräumt. Damit man ein bisschen mehr Platz also ich weiß nicht, ob das wirklich mehr. Ist ja Samstag. Ich habe jedenfalls rumgeräumt, weil ich immer optimieren muss. Immer optimieren. Und yes, der Kirby kam heute auch an. Außerdem hat man mir ein Päckchen geschickt mit ein bisschen Naschkram und sowas hier. Wake up like this steht da oben. So ein Wuselfuchs. Ich rauche nicht, aber Kerzen und Duftstäbchen und so habe ich ja trotzdem. Ein Wuselfuchs. Finde ich gut. Oh, hier ist noch die Fernbedienung von der Klimaanlage. Ja, gut. Und die schmeiße ich jetzt einfach weg. Ich bin einfach nicht so der Freund von Koffeinkapseln. Die sind jetzt 2 Jahre abgelaufen. Tu ja mal weg. Ich trinke halt lieber einen Kaffee, wenn ich müde bin. Diese Tage sind ein bisschen muppelig. Ein bisschen muppelig. Mal so ein bisschen aus dem Alltag rausgerissen werden, so eine Woche. Ich glaube, das ist auch mal ganz gesund. Insgesamt. Da kann man sich mal wieder ein bisschen neu ausrichten. Im Alltag ist man halt in seinen Mustern drin. Und außerhalb vom Alltag kann man sich hier und da auch mal wieder so ein bisschen hinterfragen und neu ausrichten und so Dinge, ne? Gelle? Und ich sehe schon, ich glaube, die Erfolge, die wir letztes Mal hatten, die waren so bei 43%, jetzt sind sie bei 48%. Mit anderen Worten, die Leute holen uns wieder ein. Wir sind jetzt so relativ genau mit der Hälfte der Leute auf, ne? 48%. Finde ich erstaunlich, muss ich sagen. Also ich weiß ja nicht, wie viele Leute das Spiel gekauft haben. Auf Twitch spielen das immer so eine Handvoll Leute. Auf der Shop-Seite sehe ich, wie viele Bewertungen? 100. Bewertungen sind außerdem, wow. Okay, das ist natürlich, das ist 100% positive Bewertung. Naja, das ist halt Core Community First, ne? Hart. Das habe ich auch noch nicht gesehen auf. Das kriegen auch wieder nur Fussels hin. Weil ein Fusselspiel. Das Spiel hat so seine Schwächen hier und da und es ist auch nicht so gut wie Winds of Change, aber es ist ein Fusselspiel und das ist dann Fussels egal. Es hat Fussels. Der Rest ist wurscht. Aber gut, das Bewertungssystem ist ja auch nur Ja oder Nein. Deswegen denke ich mir so, okay. Es ist jetzt, also die Sachen, die mich stören, sind jetzt auch nicht so gravierend, dass ich es nicht empfehlen würde. Deswegen, das ist halt auch wieder so ein bisschen, hast halt 100% oder 0%. Ja, schwierig. Aber ansonsten ist es schon so, gibt Fussels ein Spiel, dann ist es denen relativ wurscht, was passiert. Hauptsache Fussels. Dann kommt sowas zustande wie positive Bewertung bei 100%. Das erlebst du sonst auch nicht, dass sich die Leute so einig sind. Was wird mir denn vorgeschlagen? Dieses Spiel ist so ähnlich wie.
150.000 Worte Dialoge. Kein Wunder, dass das Spiel so lange dauert. Meine Güte, das ist ein Buch. Das ist im Endeffekt ein Roman, den wir da, ne? Über 10 Stunden Voice-Over-Audio. Mhm. In your own unique order. Ja, die ist manchmal schwierig. Ja, aber wie gesagt, ich kann mich unterm Strich nicht großartig beschweren, aber was ist das denn? Hooked on You. Dead by Daylight Dating Sim. What the hell? Es gibt eine Dating Sim von Dead by Daylight Charakteren. Ja, der Doki Doki Literature Club, ist klar. Muss ich irgendwann mal mit euch spielen. Ich habe gehört, das soll sehr gruselig sein, verrückterweise, weil das eigentlich aussieht wie ein normaler Dating-Sim. Hooked on You, ernsthaft. 90% von 5000 Bewertungen positiv. 94% der letzten 30 Tage. Wow. Da haben sie einfach die Charaktere von Dead by Daylight genommen und haben da eine Dating-Sim draus gemacht. Ernsthaft? Nun. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist witzig, worauf die Leute so kommen. Und wenn das, was treibst du noch so alles? Abend ist ja noch jung, wa? Ich werde jetzt mal das Spiel starten. So, ein bisschen Naschabendbrot. Was bereitest du denn noch alles für die EF vor? Oder ist das irgendwie noch ein Geheimnis? Oh, Chili Cheese Nuggets. Happy. Chili Cheese ist Nom. So, den Quantum Leap hatten wir schon hinter uns, jetzt kommt noch die Anime Convention. Und dann geht's auch langsam auf diesen Hermes Day zu. Und da soll ja das Spiel quasi enden. Okay. Mhm. Komm. Die gehören mit zu meinen Lieblings. Schokoriegeln. Cadbury's, wunderbar. Das ist ein Kakao-Karamell-Riegel mit Kakaocreme gefüllt. Das ist so richtig Fett in Fett in Zucker in Fett in Zucker in Fett. Finde ich super. Nein, ich nasche nicht viel. Ich habe schon wieder ziemlich viel Naschkram im Haus. Mhm. Dazu noch ein paar Schokorosinen und ein Malzbier. Meine Ernährung ist gut. Vorhin gab es wieder eine Pizza.
Ich hatte Pizza, dann Pizza, dann Pizza, dann Döner, dann frittierte Käseräder und wieder Pizza. Das sind so die Mittagessen der letzten Tage für mich gewesen. Ich bin gesund. Also bin ich ja tatsächlich. Ich ernähre mich noch nicht gesund, aber das stört ja meinen Körper nicht, sonst würde er ja was sagen. Vielleicht gibt es ja mal wieder Pizza, mal gucken. Hatte ich schon so lange nicht mehr. Man kann doch keine 12 Stunden ohne Pizza. Isaac lets us all to the hotel room. And the view astounds me. Ich muss sagen, ich komme mit Dystopie nicht so gut klar, ne? Also so, das sieht halt alles aus wie moderne Häuser, die einfach überminimalistisch und übersteril eingerichtet sind. Das ist alles hochmodern. Diese Lampen, die von der Decke irgendwie bis irgendwo, ne? Also, alles ist so kubistisch. Das haben sie extra, ja sogar der Pinselstrich ist ja kubistisch. Hier, ein viereckiger Pinselstriche überall. Sieht man hier in den Details. Ich bin einfach kein Fan von diesem Zukunftsminimalismus. Also entweder so richtig Science-Fiction, ne, dass es aussieht wie auf einer Raumstation, oder Mittelalter. Sonst finde ich, Ich bin halt einfach auch leider zu faul zum Kochen, ne? Ich bin halt nicht irgendwie, ich wohne halt auch alleine. Das ist jetzt nicht so wie in so einer Familie mit Mutter, Vater, Kinder, Oma, Opa, alle im selben Haus, wo dann irgendwie so irgendjemand dann für 5, 6, 7 Leute einmal so richtig kocht und weiß ich nicht. Das ist ja auch irgendwie immer normaler, dass Leute keinen Bock mehr haben zu kochen, ne? Weil die Familien und die Wohngemeinschaften, das wird immer alles immer kleiner, bis hin zu nur noch eine Person wohnt allein. Und dann ist das Kochen irgendwann nur noch anstrengend und dann, also für die meisten, die ich so kenne, manche kochen noch gerne. Aber in der Regel höre ich, nö, ja. Bin auch ein, Vertreter. Ich habe eh schon immer keine Zeit. Wenn ich da noch eine Stunde in der Küche stehen würde, wäre es ja noch schlimmer. I can see almost all of Toronto and it's truly breathtaking. Ich war ja auch noch nie in Toronto. Ob es da wirklich so in die Richtung aussieht, so... Naja gut, aber es spielt ja auch 20 Jahre in der Zukunft, ne? This is my first time seeking it like this. Seeking vor allen Dingen. Seeing. Ich habe nichts getrunken heute. Too bad the circumstances weren't a little better. You all scatter around the room, checking out the amenities. Only one bed? Couldn't you get a bigger room? Why? You don't want to share? With 5 other people? Selbst an die Nase fast, hab die Woche auch nur Tiefkühlkram gefuttert. Ja, hier, High Paw. Aber das ist halt auch der Zeitgeist irgendwie, ne? Ich versuche ja auch hin und wieder einfach mal Brot zu essen mit was drauf, zum Beispiel. Weißt du? Something tells me it wouldn't be the first time. Mhm. Ugh, that's not fair. So, what exactly did you want to explain, Isaac? I have some insider info. There's a lot of talk within Argus right now. I'm not surprised, given what's happened. They kind of dropped the ball on this one. A lot of people are quitting in order to help the Zeros. Apparently, they're starting to breach other cities as well. Isn't breach a harsh term? Well, it's just what Argus said in their communication. So they still see us as a threat then? It's all professional lingo. I wouldn't take it to heart. There's something way more important. And that is? The leader of Argus is coming out to play. Seriously? Seriously. In the town square on Hermes Day. I guess they want to be present for the revolution. And Hermes can still pull this off, right in front of the enemy? Yeah, that's a fair point. Security will be over the top. Oh, it definitely will be. In the town square, at least. But I don't think that's where Cypher is planning to act. You mean it's just a distraction? I can't say. Am Ende ist er einfach Hermes, weißt du? Der kennt sich so gut mit den Systemen aus und mauschelt da rum.
Am Ende ist Isaac einfach Hermes. Das wäre witzig. How long have you known this exactly? Just a few days. Everyone in Argus was notified. That must have been what my counselor was so shocked about. He definitely received an important phone call that day. So, I guess everything is lined up then. Survive for just a few more days and it's all over. If you stick by my side, it'll be easy. You keep saying that, but it certainly doesn't help my paranoia. As he rubs the back of his head. Clearly nervous. Well, this is where I have to come clean. There's, something I've been hiding from all of you. Okay, ich fühle mich ja fast schon schlecht mit meiner Ernährung. Ich werde diesen Schokoriegel morgen essen und nicht mehr heute. Wenn ich nochmal Appetit bekomme, esse ich eine kleine Scheibe Vollkornbrot mit Käse. Beste, was ich mal für meine Ernährung heute tun kann. Really? Yeah, and I'm not really proud of it. But we're at the finish line, so I have to come clean. Das Witzige ist, eine Scheibe Brot mit Käse hat wahrscheinlich weniger Kalorien als der Schokoriegel. I work for Cypher. Ach was. Wenn ich das nicht irgendwie Momente zuvor noch gesagt habe, am Ende ist er Hermes, weißt du? Und ja. Ach was. Das ist ja, wäre witzig. Ach, Mensch. Das ist ein Zufall. Ich wundere, das ist jetzt nicht so groß. Er kennt sich zu gut aus mit dem ganzen Scheiß. Ja, was jetzt? We know. Oh. Wait, what? I figured it was obvious from the start. I just thought it was one of those things we weren't talking about. Who else would have helped me like you did? Seriously? Even you, Delta? I'd be lying if I said I was surprised. He scoffs. I had a big reveal planned and everything. You're really gonna take this away from me? Well, we're not taking it away from you. You suck at keeping secrets, so it's your fault. How did you know? Well, nobody in the world knows who Hermes is, but you keep talking about them like you know them. Using words like his and stuff like that, you definitely know more than you've let on. Then there's all those nights you worked late and those sales you kept quote-unquote losing to illegal modders. All right, I believe you. Please stop rubbing in my mistakes. Aber wenn wir das rausfinden, ist halt die Frage, okay, er kann nicht gut Geheimnisse für sich behalten. Wie funktioniert das denn bitte schon in seiner Firma? Er arbeitet ja für den Feind. Wie kriegen die das nicht raus? It's kind of fun to hear, though. I can delete your identity. And I'm shutting up. Naja, aber wir haben ja, glaube ich, hier diesen Chip im Kopf, der uns vielleicht sogar angewiesen hat, Dinge zu... Man hat das Gefühl, wir sind ein bisschen ferngesteuert irgendwie von Argus. Und okay, noch ein Wild Guess. Argus ist eine KI. Argus existiert einfach gar nicht. Als Person. Argus ist eine KI, würde ich am Ende sagen. Und zwar die KI, die vor 100 Jahren irgendwie mal an den Start gegangen ist und dann geschattet wurde, als sie gesagt hat, nee, Leben ist nicht lebenswert, hat sich KI selbst abgeschossen. Und die wurde dann nochmal leicht verändert, nochmal hochgefahren. Und ich glaube, genau diese KI ist einfach Argus. Das ist der Chef von Argus. Das ist gar kein Mensch mehr. Das erklärt auch, warum da halt so kalt vorgegangen wird. Ne? Bei Menschen, wenn es um Geld geht, sind Menschen genauso wie eine KI. Aber ich glaube, das wird sich ganz gut erklären, wenn das einfach die KI ist und gut. Nicht wahr? Und Ventis, du musst mich patten, ja? Ich habe mich gerade gegen den Schokoriegel entschieden. He laughs and the atmosphere in the room immediately relaxes. So, now you know why I've kept saying it. You're safe by my side, because my safety is essential. Essential how? It's not just coincidence that my interview is on the 5th.
when everyone's eyes will be on the town square. You mean the distraction? I can't say any more than that. Just trust me. Please. Stick by my side and you'll be safe. If you stray away right now, things could go south. But that's also why I can't tell you all the details. You're free to walk away as long as you know nothing more. I can't risk having them interrogate you. You make it sound so horrifying. Dante, Cypher is not going to fail. Just stick with me for a few more days. And sneak into their HQ with you. It's not really sneaking. I'm invited. Yeah, but we aren't. Don't worry. I have it covered. Dante sighs. Is this part of the promise? The culmination of it. Yeah. All right then. I trust you. The secrecy isn't helping your case, Isaac. Have you been in danger yet? Well, there's an agent after us. That's the thing, though. There isn't. What do you mean? Sorry, Delta. I looked through footage of the Wayfarer. I saw you pick up Dante's wallet, but nothing else happened. Ist halt nur in unserem Kopf. That's impossible. They must have altered the footage somehow. But I think this is a tough time for all of us. My mind has definitely played a few tricks on me, too. So, it's not like you did anything wrong. All right? I nod, but still don't believe it. So nothing bad has come of our actions at all? It would sure seem that way. Taylor stares at me and I shrug. I'll go along with this, for now. I don't plan on going anywhere. Kinda reckon I'm here to the end. See? Then there's nothing to worry about. Look at you, Dante, saying things were horrifying. Trust me, one day, you'll wish you could come back and relive this. Come back and relive this? Oh yeah, the few weeks where I'm terrified for my safety. The nostalgia is really laid on thick here. Nostalgia. Can we just have fun for the next few days then? I've got a panel to run, and I've got a lot to prepare. Yeah, as long as we stick close to one another. That means we'll be at your panel, so don't disappoint us. Always with the pressure. I guess I expected his true nature to be a revelation. But you can't really keep anything from your best friends, can ya? Sometimes they know you even better than you know yourself. Metaposition. I definitely had a lingering suspicion, but it's nice to see it confirmed. A major piece of the puzzle was just locked into place. And like a puzzle, seeing more of the picture made everything easier. I'm baffled about the footage Isaac mentioned, though. I was locked in fright, staring right at that agent and the Wayfarer. If that was missing, then the footage must have been doctored. So no matter what he says, I still can't guarantee our safety. In fact, now that we know he works for Cypher, our danger makes sense. We weren't an outside case like we thought. Isaac worked for the enemy. Is it okay if I have some alone time with Delta? I just want to talk to them for a few minutes. Witzig ist ja auch, das ist im Endeffekt eine Geschichte. Es gibt so viele gesprochene Zeilen hier in diesem Spiel. Insgesamt kommt man ungefähr auf die Dicke eines Buches. Und fast das komplette Spiel besteht aus gesprochenen Zeilen. Ich würde sagen, so 2% von allem, wenn es hochkommt, liest man selber. Und 98% sabbeln Leute untereinander. Das kommt auch nicht oft vor. Dass man es schafft, sage ich mal, mit eine Geschichte zu erzählen, fast nur über Dialoge. Ohne sämtliche Umschreibungen. Das ist witzig. Das ist auch irgendwie, muss man erstmal, ne? Das ist jetzt auch, ja. Das ist witzig. I don't mind. Everyone nods and looks at one another. Sure picked a good time to move, hey Delta? He smirks as they all start to leave the room. Isaac wanted to talk to me alone. I start to feel a bit worried. Just don't take all day, all right? I need to prepare for that panel. You got it, boss.
One by one, they exit the room, leaving us alone. I look at Isaac and gulp. What was going on? Don't worry, Delta. It's nothing bad. You're just the one I trust the most. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so gut, weil wir haben ja diesen Chip im Kopf. Also ich gehe jetzt von dem Chip im Kopf aus, weil wir kriegen diese Glitches und so. Ich meine, wie sonst soll das funktionieren? Und dann heißen wir auch Delta, als wären wir irgendwie ein Roboter. Der Android aus Star Trek hieß ja auch Delta. Also ich glaube schon, dass wir kein Roboter sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir einfach eine Augmented Gedöns im Kopf haben. Irgendwie so ein Chip oder so. Und das Ding wird halt angesteuert von Argus. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Es ist immer noch, die Geschichte ist eine Dystopie. Die könnten auch alles vor die Wand fahren im Endeffekt und das funktioniert am Ende halt einfach alles nicht. I'm a bit relieved that there's a reassurance. I still feel bad for tricking everyone else. Tricking? Look, I've been playing a careful game for a while now. What to say, when to say it, fun stuff like that. Huh. It was clear that I had to stop holding everything back. He smirks at me. Still got a few cards close to my chest, though. What else could there be? Working for Cypher wasn't enough? Ja, am Ende, wie gesagt, ist er Hermes. I'm pretty sure I talked to you about this at the party. You know, how you might learn some more stuff. I know. I guess that time has come. As much as I wish it hadn't. Everything in the town square really changed up my plans. What are those plans exactly? Actually, I can't talk about that right now. You'll have to stay on the same page as everybody else. Ja, am Ende war die ganze Welt fake. Solche Geschichten hasse ich ja, ne? So, ja, Scherz, war alles nur ein Traum. Wie bei, hier, war das der zweite Teil oder von Legend of Zelda? An diesem Kokolind Island. Das war auch... Ich mag Geschichten nicht, die... Genauso Super Mario Bros. 2 endete ja auch so. Und Mario ist wieder aufgewacht. Ganze Wartsreich war alles nur Traum. Ich denke mir so, na, danke fürs Gespräch. Ich will nicht, dass die Geschichte, die ich gespielt habe, bedeutungslos ist, weil war ja nur ein Traum. What did you want to tell me then? I'm trying to figure out how to word it. Right now, everything I say is extra important. I wish there was a way to tell you without telling you. I guess this is my time for some questions then. Did you really look at footage of the Wayfarer? Yeah. And I saw what I saw. I'm sorry, Delta. I don't know what to tell you. I shrug. Are you sure the footage couldn't have been edited? Quite positive. Even Argus has to stay within the lines. It's their tech, but we still have our rights. I can't imagine they'd edit a minute of footage from some random tavern. The owner doesn't deserve to have their own security tampered with. I guess that makes sense. I bumped into someone there. Right after I saw the agent. Didn't see that. Again, I'm not sure what to say. I just saw you pick up the wallet and leave. This doesn't really make sense. Tell me about it. I saw them at the party too. Okay, now that's impossible. I would never let somebody like that into my house. What if they snuck in? How? Didn't you take the security off the back door? Yeah? They could have snuck in that way then. It still doesn't make any sense. Why crash our party? Well, you work for Cypher. I guess? But their eyes should have been elsewhere. From what I can tell, my misdirection worked fine. Misdirection. That report on the TV at work, I was certain they fell for it. What are you talking about? It was spoofed so it'd appear like it was live. I even used a voice changer and slipped up on purpose. Like a few hints about where it was being broadcast from. It was a trick so Argus thought they knew where our HQ was. Then I could take everybody to the safety of my own home. After the party, we planned to stay safe in the con crowd. Delta, I'm sorry, but what you're saying, it doesn't make sense. So everyone at the party was Cypher? Yeah. Well, except for you and the main group.
I Witzig. needed a safe place to hide while Argus took the bait. Na du Keks, was geht? Danke für die Bits in den Ausschnitt, Jaffa. Was treibt es an diesem entspannten Abend? But that's the weird part. They didn't. And you say there was an agent in my house? It wouldn't be just one agent, it'd be a swarm. Schlafen. A takedown. Aber doch nicht jetzt. Es ist 10, halb 11. Du Stück. Ich geb dir schlafen. He stops to think, clearly a little annoyed at the situation. I'm just baffled at what he's telling me. Ja, was? Ich Stück. Kannst doch nicht um 10:30 schlafen gehen. Ich komm dir da rum. Is Hermes? That was him on the TV? He gave Argus the ultimatum that led to the midnight deaths? The more I think about it, the more everything starts to make sense. Isaac seemed to know everyone at the party, but never mentioned them before. Ja, wie gesagt, das war ja nun... Ich finde schon eine ganze Weile klar. Ja. Was da rumkommt? Na, du auf jeden Fall nix, deswegen schlafe ich ja. Ich hau dir auf den Poppes. Ach ja, so früh ins Bett gehen würde ich wahrscheinlich höchstens, wenn ich um 6 Uhr aufstehen müsste oder um 5. Aber um solche Zeiten würde ich ja nicht aufstehen, in der Regel. Ausnahmefälle, klar, wie Urlaub oder so. Aber regelmäßig um so eine Zeit aufstehen, würde ich mich fühlen wie... Weiß ich nicht. Das ist so weit außerhalb meines Rhythmus. Aber ja, ein bisschen früher ins Bett gehen könnte ich tatsächlich selber auch. Weil sonst bin ich manchmal so ein bisschen matschelig und schlafe dann am Tag nochmal irgendwann und dann das fühle ich mich auch so zeitberaubt. Mal gucken, wie es nach der EF aussieht. Ich glaube, die EF könnte so ein bisschen Dinge neu einnorden. Weiß ich nicht. Mal raus aus dem Alltag, mal sich so ein bisschen neu ausrichten. Ich glaube, sowas braucht man hin und wieder. Nicht immer das tun, was man halt jeden Tag tut. Ne? Sowas rettet mir in der Regel Rhythmen oft eher. Die Frage ist, ob man sie dann auch hält. Jaffa ist natürlich auch auf der EF, ist ja klar, ne? Nicht wahr? Ja, Isaac seemed to know everyone at the party, but never mentioned them before. They only mingle with Isaac, and he was handing off briefcases to them. He didn't just stumble upon Cypher's blueprint then. He made it. And that means Chiron has been a test run all along. We're even more involved than I thought we were. It's all been Isaac. He places his hands on my shoulders, looks right into my eyes. You know what I'm trying to tell you, right? I can trust that this isn't going over your head? I nod. His need for discretion is understandable. Was? Wie bitte? Wo lädst du mich ein und sorgst für All-Inclusive? Hahaha, I wish. Na, die EF kennst du ja wohl, oder? Also, die EF, die kennst du? Gehe ich von aus? Eurofurenze. Soweit ich informiert bin, die größte Fusselmesse hier auf dem Kontinent. Ist aber auch das erste Mal dieses Jahr, dass ich mir die angucke. Habe ich bisher auch nie gemacht. Ja gut, kennst du, siehst du? Ja, ich komme da aber auch... Also ich komme da bei einer Freundin auf der Couch unter. Also ich habe auch kein Hotel, ne? Also falls du das denkst. Aber ich habe schon gehört, Leute haben sich teilweise ein Hotel gebucht für... Einer hat die Tage erst wieder gesagt, 600 Euro. Das ist wohl normal. Jetzt überlegt er, ob er da hin will. Er kann es nämlich noch irgendwie canceln. Das Hotel. Und wird es dann in eine Kasse tun für den nächsten Fursuit, für den 3. Ah, ich wünschte, ich hätte gerne ich hätte schon mal gerne einen ersten. Und Leute überlegen über Sparen auf den 3. Die kaufen sich öfter ein Suit als ein Auto. Ja. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich kann mir noch nichts so da vorstellen, weil ich da noch nie war, ne? A vocal admission that he's Hermes could go very wrong very fast, especially if Argus was listening in, like I feared they might be. Und sie tun es doch bestimmt. Good. Remember that pact we made.
Moves his hand from my shoulders and smiles. Until the end. Right? Ja, until the end. Ich frage mich jetzt, warum das Blau... Ich bin manchmal verwirrt, was die Farben angeht, wie Text hervorgehoben wird. Perfect. Als ob wir das jetzt sagen sollten. Blau hat immer so das Gefühl, wir sollten das jetzt You're sagen. safe by my side. And there's only a few more days to go. You've made it this far, Delta. Ne, das ist eine It's time Betonung to hier, bring things dieses to an end. Gelbe. I guess I don't really have to say a say in the matter. If I left, he couldn't guarantee my safety. And just like he says, I have been safe at his side. Ob ich mir schon das Spiel gespielt habe. Diese Tage kommen sehr viele Spiele raus. Hallöchen erstmal. Zum Beispiel Starfield kommt jetzt die Tage auch raus. Aber da werde ich zugucken. Das spiele ich in der Regel nicht selber tatsächlich. Da bleibe ich bei Baldur's Gate. My trust and faith in him continues to be rewarded. This is still a lot to take in, both his hidden identity and the Argus agent. It feels like there's something missing here. One vital piece of the puzzle. Or maybe I'm just telling that to myself to make the coping easier. Was ist los mit mir heute? Ich habe nichts getrunken, aber vielleicht ist das ja das Problem. Either way, I request some private time. Need a few minutes to think. Sure thing, Delta. I'll just chill with the others in the hallway. I should probably see how they're doing anyway. He smiles and leaves the room almost immediately. I can hear the chatter comments, but I can't make out any words. It's for the best, though. This was the time for me to focus on my own thoughts. Jetzt kommen wieder diese Begriffe hier, die in den Raum, ne? Nochmal so eine Summierung. I still gave him more to think about than he's ever given me before. God, I gave him some credit for acting in front of the group, though. Coming clean as Cypher Agent, but without withholding the fact that he's Hermes. Wie gesagt, das habe ich schon gesagt, bevor er gesagt hat, er arbeitet bei Sales. Also, es war jetzt nicht das größte... Oh nein, welche eine Überraschung. I start to wonder where I'm the one that he trusted with this secret. Is it because we're dating? Perhaps his feelings are stronger than I thought. Either way, I might be the only person alive who knows his secret. Is that why I'm being watched? Because I'm a person of note to Hermes? It can't be. He only told me moments ago, and I've been watching for a while. It would be also mean. They knew who Hermes was. If they did, they would probably arrest him. The agent holding that apple is only part about all of this that makes sense. Okay, was auch noch witzig wäre, was, wenn wir Argus sind? Okay, das führt vielleicht ein bisschen um zu viele Ecken. Lassen wir den Gedanken erstmal. I understand why they would have that knowledge, but only that knowledge. There's no way for them to know about how I read Clay's diary. Not only that, but why would it even matter to them? Ja, nicht als Androide, aber dass Argus in uns steckt. In einer Augmentation. Dachte ich. Wir haben ja irgendwie offensichtlich irgendwie so eine Verbindung, dass wir diese Glitches haben und so. Wir könnten halt einen Chip irgendwo drin haben. Ja, genau, einen Chip. Und am Ende sind wir quasi Argus. Und beobachten Cypher mit Argus-Augen. Hahaha. Stehst du mit Argus-Augen? Not only that, but why would it even matter to them? Is it possible that there is more to the story than I know? It couldn't be that. It's almost like his agent possesses foresight. They knew the exact moment that I would be at the Wayfarer and the exact second I would cross paths with them at the party. They seem to appear and disappear without a trace, too. It couldn't be a figment of my imagination. It had to be something more. This feeling that I feel is almost impossible to put into words. I know what it's like to be watched. Subject myself to Argus surveillance whenever I leave the house. All used to our privacy being sadly invaded in the name of the peace.
But this is different. It's deeper. Like my very core is being violated. Like someone is aware of my thoughts and every aspect of my life. There's been a few moments where I feel like I've lost control as well. Like I'm just watching a movie or going through the motions. Almost like a dream. Fragmented memories of semi-related events. That reminds me of what my counselor told me. Dreams, memories. Then there's the nostalgia technology that he mentioned. I definitely saw something about it on the TV during the anniversary report. The ability to revisit past memories. Could that be the key to this? As a society, we are always been obsessed with recording memories, first in the diaries, notes, then pictures, and eventually videos. This new technology, at least in theory, is the natural progression of that. Could I be using that to revisit my past right now? That couldn't be it. I'm well aware that this is my reality and my present. But if we could revisit memories in the future, could we enter someone else's? It may sound outrageous, but it also makes perfect sense. At least it's a thought that I deem too useful to throw away. Technology may not even exist yet, but I could still make use on it. Every sight and sound around me could become invaluable evidence. Words of my friends and allies, too, could become essential testimony. Like I wrote in my diary, are you reading this right now? I suppose it would be more like, can you hear my thoughts? And furthermore, I wish I knew why you were doing this to me. Thoughts of old science fiction stories cross my mind. People's lives could be bought and sold as an entertainment experience. Ich habe da noch so, each and every second, every choice, determining the value of that experience. If that was the case in my life, simply being used as entertainment, well, I can only hope that the asking price was worth it. Being lovers with the man who changed the world, that strikes me as pretty notable life. Of course, there is a bunch of other more scary options. Maybe I'm caught and Argus is using my memories to find the others. That thought sends shivers down my spine. I'd rather not consider it. Either way, I know that I'm being watched. I need to live my life accordingly. Whether I'm being watched now or from the future, it doesn't matter. I continue to put myself in situations that show the true colors of this group. My life could end up being a time capsule that absolves all of us, or condemns us. One thing is clear, this is a crucial period for all of us. Can't just relax and enjoy a fun little convention with my friends. Every second that passes is a second that I could use in our favor. Das ist auch wieder so eine Game Design-technische Frage, die ich mir so stelle. Warum führen Sie dieses System ein, dass so Wörter im Raum standen, die ich dann anklicke, um dann durch die Themen durchzugehen? Wenn Sie das jetzt schon wieder über einen Haufen werfen und jetzt alles so runtergebetet wird in einem Stück. Also so manche Designentscheidungen, habe ich einfach das Gefühl, wurden hier nicht bis zum Ende durchverfolgt. So nach dem Motto, warum führt ihr das ein, wenn ihr es dann nicht so, ne? Warum gibt es diese Overview-Map, wenn dazwischen eigentlich zwischen den Maps nochmal genauso viel passiert? Dann könnt ihr, also entweder macht ihr daraus auch eine Map, nur ist die halt einfach geradlinig nochmal, ne? Oder ihr lasst es mit der Karte. Aber vielleicht möchten die mit dieser Karte ja auch eine Aussage treffen. Beispielsweise eine Aussage, die man mit dieser Karte treffen könnte. Er sieht ja dauernd diese Karos. Wie ich gesagt habe, das sieht ja aus wie ein doppeltes Delta oder Argus, ne? Hier wie die Maus. Dieses Karo, in dem die Fragments alle angeordnet sind, das sieht so ein bisschen aus wie unsere Karte. Und das sieht er dauernd. Naja, vielleicht ist das Menü ja auch wirklich Bestandteil des Denkens von uns als Delta. Vielleicht sehen wir die Welt ja so. Vielleicht gehen wir ja zeitlich ungebunden durch diese Ereignisse. Ne? Kann ja sein. Ich weiß nicht. Könnte sein. Was ist das schon wieder für ein Geräusch hier?
Ne? Also wenn wir halt dauernd diese Symbole sehen, dann könnte diese Übersichtskarte durchaus. Und es gibt ja auch unten in der Ecke diesen Nostalgia-Filter, wo ich sage, wozu schwarz-weiß? Macht doch gar keinen Sinn. Das ist vielleicht schon ein Hinweis darauf, dass das Nostalgia-Programm tatsächlich schon lange aktiv ist und das sind einfach Erinnerungen, die halt nochmal aufrollen, warum das alles so passiert ist, wie es passiert ist. Ne? Dass es alles schon lange passiert ist. Wir haben gar keine Chance, irgendwas groß zu verändern, weil das ist schon passiert. Wir gucken uns jetzt immer die Vergangenheit an. Das würde auch Sinn machen, dass Clays das so ein bisschen dargestellt hat, im Sinne von, dass bestimmte Dinge einfach, dass es egal ist. Bestimmte Dinge egal sind. Ja. Also, dass man bestimmte Dinge nicht verbauen kann und bla, weil am Ende gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten, sich für irgendwas anders zu entscheiden. Da gibt es irgendwie 1, 2 Fluff-Sätze von einem Avatar, Charakter, Gedöns und dann geht's einfach weiter. Ne? Das ist halt. Ich finde das aber auch ein bisschen schade. Ich verstehe das, kann man machen, ne? Hat dann ja auch eine Begründung. Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man dieses Medium nimmt, dieses Medium, was ja eigentlich dafür gemacht ist, interaktiv zu sein und nicht linear. Und dann machst du es halt trotzdem linear, ne? Dass man damit nichts macht. Mit dem Medium an sich, mit den Möglichkeiten. Ninja. Because whoever is watching us right now, wherever or whenever you are, I want you to know that we're good people. Just a group of friends willing to fight for what they believe in. And when the sun sets, no matter what happens, I want everybody to know that we can't go down in history as a group of villains that opposed Argus. Their pursuit of this technology could eventually end up destroying them. There is not a single secret that could be kept once our minds are opened up. And that goes for them just as well as me. I lay back in the bed and stare straight up. What an abstract way of thinking. Does Argus actually know what they are creating? Are they using therapy as an excuse to invade our lives even more? It's actually kind of ironic. I remember zoning out during that report in an attempt to ignore it. I thought if there's one thing nobody can monitor, it's what I'm thinking. Pretty convenient for you that I chose that moment to gather my thoughts. Instead of grounding myself in this new life, I was actually grounding you. Whoever you are. If you work for Argus, this might not go the way you think. So I only have one thing to say. I hope you're ready to see this through to the end. Tja, oder wir sind gemeint. Wir sind die Argus, die wachenden Augen. Keine Ahnung. Ja, der letzte Part des Spiels, ne? Nun. Welcome to the final fragment map. This marks the beginning of the end. Enjoy the conclusion of your experience. And thank you for choosing Argus. Alleine schon, dass die Dame da oben die ganze Zeit redet. Das alles ist doch schon Nostalgia-Technologie. Technologie. Ja. Ich meine, dass wir die ganze Zeit hier so eine Stimme, so eine Computerstimme haben, die uns das Spiel erklärt, die uns das Menü erklärt. Thank you for choosing Argus. Das ist schon längst, das sind schon nur noch Erinnerungen. Das ist alles passiert. Experience Supplemental Fragment. Endgame? Wenn man mal so drüber nachdenkt, ne, möchtest du jetzt hier dieses Fragment nochmal, ja, das macht Sinn. Das ist die Nostalgia-Technologie. Wir sind bereits einfach nur noch in Erinnerung unterwegs. Ja. Damit haben wir das eigentlich schon gelöst, ne? Das große Geheimnis hier. Das Witzige ist, während wir jetzt hier die ganz großen Geheimnisse gerade lösen, scheint heute irgendwie fast jeder im Bett zu sein, beziehungsweise keine Zeit zu haben. Jetzt werden die größten Sachen revealed und im nächsten Stream, wenn alle wieder da sind, heißt es, na, ja, wie ist denn die Geschichte auf, Warum habe ich das nicht mitgekriegt? Ja, bis auf Ventus waren alle am Schlafen. Das ist, ja, nun. Yeah. What's gonna happen next? What do you mean? Like, after Argus is taken down, I imagine things will be pretty chaotic.
Ja, selber schuld, das ist wohl richtig. Das sage ich mir auch immer, wenn Leute früh ins Bett gehen, sage ich immer, tja, selber schuld, du Systemsklave. Ich muss die Leute mal ärgern dann. Weil ich mich selber ja auch ein bisschen über die Tatsache ärgere, dass ich oft zu anderen Zeiten gut funktioniere, als viele andere sich da selber zu drängen. Nee, aber Detektiv Fuchs heißt das, wenn ich, da darf ich dann das Alpha-Toxin 4869 oder wie das Ding hieß, trinken und dann bin ich auf einmal nur noch so groß. Das hat Conan doch irgendwie verabreicht bekommen und dann wurde er wieder ein Kind. Ein kleines. Also zumindest vom Körper her. Eingeschrumpft, eingelaufen. Good question. It's not about taking Argus down, actually. It's more about ending their monopoly. I listened to a podcast about this the other day. A few social theorists were talking about the future. Wait, you listen to podcasts? I'm cultured. Sounds like you were just bored. Oh, extremely. But their theories were all solid. What theories? Well, right now, Argus's monopoly is pretty unethical. They shouldn't have sole ownership of the system, especially when it's tied to their financial gain. They could easily manipulate things to their own end. I guess that's true. Imagine if you were in full control of the site you streamed on. You'd probably use it to give yourself an edge over the competition. Not gonna confirm or deny that. Well, imagine it worked and you took out the competition. Soon enough, you'd be at the top. Alone, but still at the top. You mean I'd be the only option? Yeah. That'd suck. Competition is a big part of the game. It rewards creativity, risks, and even cooperation. My peers push me to work harder as a creator. In a way, we bring out the full potential of each other. Exactly. Why should the system be any different? Who says Argus should be our only option? You mean... Yeah, I've shown that we don't need Argus. I was able to get Chiron into the system just fine. If more people start to do this, and I don't see the government crushing competitors to satisfy Argus, they'd probably step in to regulate the system and make it work for everybody. Instead of just for Argus. Yeah. Then there'd be new companies, price wars, and even innovation. Argus would need a really good reason to keep you with them. Right now, they don't, since you can't go anywhere else. I see what you're getting at. Companies would surface and start to rival Argus. Everyone would have to stay on their feet and adapt. In theory, of course. This was just a roundtable debate. Is a social theorist even a real thing? I've never heard of that before. I think so. As long as we're talking about social theories, what do you think life would be like without Komorebi? Probably not much different, to be honest. If you wanted a monopoly, I imagine you'd stop at nothing to achieve it. So, even if the path is a little shaken up, the end result would still be the same. Makes sense to me. Regardless of the circumstances, people always seek power. We just need to make sure that we give it to the right people. Hopefully, this plays out the way you expect, Isaac. That's the part that worries me, actually. We won't know if the alternative is better until it's already too late. All we can really do is hope for the best and act with good intentions. To good intentions, then? Yeah, to good intentions. Nothing bad ever came from those. Ah, mein Nacken. Experience supplemental fragment. Favorite. Work. Hey, Clace, What's up? do you have a favorite song? Like, in general, or one that I wrote? One that you wrote? I've been thinking about it more, actually. It's probably Priority. The one that you sang at the party?
Yeah, Any reason why? because I meant everything I said in it. Do you normally not? Well, I try not to write about my real-life experiences, or at the very least, I try not to write about other people. But sometimes, an exception has to be made. Wait, you don't write about other people? I do that with like every single character. Ja, das ist witzig. Wenn ich Geschichten schreibe, dann nehme ich auch oft Dinge aus dem echten Leben als Grundlage und schraube das in die Geschichte. Yeah, but your books are fiction, and my songs, people know I'm talking about myself. So you have to watch what you say? Not really, I just try to. It's almost like getting a tattoo, you know? I don't follow. Well, my songs are gonna be a part of me, forever. That means I can't release anything I might regret later. Oh. I see what you mean. Yeah, especially when it's about an ex-lover. Wouldn't want to have their name etched into my body. Or in this case, a permanent part of my legacy. So sometimes it's just better to keep your mouth shut. But not when it came to priority. Yeah, sometimes I value self-empowerment more, especially when listeners could be in a bad situation. My songs speak to a lot of people, you know? Sometimes I think they deserve a good message. Makes me sound kinda evil. Why is that? If you're on his bad side, he puts you in a book and kills you off. Harsh. It's cathartic, actually. Writing is a valid way to work through your emotions. Ja, das verstehe ich sehr That's gut. definitely true. But hold on. Ich wette, Ventus, du kennst das auch vom Zeichnen her, oder? Zeichnen als Katharsis. Da kann man einfach in seinem kreativen Werk machen, was man will. I'm not gonna be in your next book, am I? Oh, absolutely not. You're on my good side. The next one's all about Taylor, actually. Hey! Witzig. Experience supplemental fragment. Cipher. Isaac, how long has this been going on, exactly? What do you mean? Working for Cypher? Oh, I forgot. How did you forget? Well, it's just one of those things. I see. He's stalling. I'm not, I swear. You've never had one of those things before? Something that's gone on for so long you forget when it started? Moin Andrea, du Stück. Was geht bei dir? Hm? I do, actually. When I started tolerating you. Soll ich dir was erzählen, Andrea? Ich arbeite gerade für meine Gruselgeschichte an einem Viechsel, das quasi deinen Namen teilweise mit im Namen hat. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ja. Ouch! To be fair, I know what he's talking about. Ja, genau, eine Dryade. Aber eine Dryade eines Waldes, der von Klimaproblemen und menschlichem Unrat geplagt ist. Also eine verfallende Dryade. Und ich überlege, diese Dryade soll eine Amazon-Schachtel mit sich rumschleppen. Ne, so ein Pappkarton. Und da drin ist dann einfach so ein Monster-Ding wie in so einem Mimik. Die Leute, die haben heute einfach keine Truhen mehr, wo Monsterchen drin sind, sondern Amazon-Schachteln. Da würden die Leute drauf reinfallen, weißt du? Das ist irgendwie so die Grundidee gewesen, wo ich dachte, ha, das ist witzig. Me or Dante? You. It's hard to pinpoint the origin of a habit, especially when it's something you do every day. Idee klingt gut. Ja, ach, ich habe nur gute Ideen, Wenn, das weißt du doch hier so als Fuchsgott. Pluster. Ist immer witzig, ne? Also entweder bei Komplimenten schwanke ich immer zwischen, kann ich manchmal nicht annehmen, weil ich nicht sicher bin, meint man das so? Oder aber ich plustere nur noch. Ich glaube, ich bin ein Fuchs der Extreme.
He must have been doing this for a long time, Dante. I know, that's why I'm asking. Well, almost as long as I've been working for Argus. Wasn't that your first and only job? Yeah. How'd you remain undercover for so long? Remember, I'm a prodigy. Your humility is showing again. I'm good at keeping secrets. Is that better? Not really. Oh, so you want me to spill all of yours? Dropping it. Hey, I have a question. Have you ever met Hermes? Actually, I haven't had the pleasure. Uh-huh. Wait, you work for someone you've never met. Well, it's the same with Argus. Not like I've met their leader either. Ja, wenn er will, dann kann er schon lügen, ne? Fair? What if the leader works for Argus too? I wouldn't be surprised. It's not like Cypher is a minimal threat. They have inside info on a grand scale. Na, wo er die wohl hat? Is Toronto their home base? Maybe, maybe not. We make sure that we're always untraceable. Whenever we talk, we mask our face and voice too. Ein Plüstiertier, ja, ja. How do you know Hermes is a guy then? That's just what he told everybody. Fair enough. Do you think he'll reveal himself when this is all over? Probably. Cypher would be Argus's first real competitor. We don't need another leader who operates from the shadows. I think we're heading toward a world of progress and transparency. It's just unfortunate that those people had to die. Did that affect Cypher's morale at all? Not really. Well, at least not in a negative way. It seems like grief has become hope for a lot of people. Or maybe something stronger than hope. It's like we know this is gonna end in our favor. I can't believe this will all be resolved on the 5th. Hopefully. Es sind ja hier nur noch 2 Tage. Findet ihr die Geschichte eigentlich okay von der Länge? Oder meint ihr, die müsste noch länger dauern? Oder meint ihr, das hätte man aber auch ein bisschen kompakter erzählen können? Was ist da eure Meinung in Bezug auf die Länge, ha? Experience Supplemental Fragment. In the clear. Es kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Gewohnheit an und wie man so Bock hat auf Geschichten, ne? Auch hier, da ist wieder ein Fragment vom 1.1. und eben beim 3.1. Das ist alles so ein Durcheinander. Du weißt ja nie genau. Da müssten sie mal an die Fragmente dran schreiben, wann was an welchem Datum ist, damit du das in der richtigen Reihenfolge irgendwie anspielst. Ansonsten gehst du da chronologisch durch und hast du 3.1., 1.1., dann wieder 4.1., 1.1. Wozu? Wenn das da nicht dran steht. Ich krieg die... We have to throw a party now, right? Another one? Really? Hopefully with less booze. Yeah, definitely. I just want to celebrate Delta's accomplishment. Celebrate me, really? Yeah? Getting cleared is a big deal, especially at your age. Ugh, I hate when people bring up age like that. It's so patronizing, it gets on my nerves. Patronizing? How so? Taylor, you're such a good streamer, especially for someone your age. Oh, now I hate it. Oh, come on. It can't be that bad. Also so rein von der Art und Weise her finde ich den Dante ja tatsächlich schon, er trifft meinen Humor sehr oft, ja. I'm with Dante and Taylor, actually. Auch, I used to get that all the time. auch wenn man durch den Zynismus erstmal schlechter in den Charakter reinkommt, aber er ist ja schon sehr witzig, muss ich ja sagen. Für mich zu lang, falsche Zielgruppe. Einzige Visual Novel, das ich durchzocke, war meistens mit schönen Bildchens. Ja, verstehe. Mir gefällt die Umgebung hier meistens gar nicht. Ist mir viel zu steril. Meist auch alle Enden. Ja, verstehe. Ja, dieses Spiel baut halt lieber auf Masse und ich glaube, am Ende gibt es gar nicht so viele unterschiedliche Wege. Ich glaube, das ist denen gar nicht so wichtig. Die wollen eine schöne Geschichte erzählen, ohne dir viele Wege links und rechts zu bieten. Ich glaube, dass es relativ stringent sein wird. Gehe ich mal von aus. Really? Yeah, especially since I got an early start. Those compliments made it feel like my talent was fleeting. I didn't want to be seen as good for my age. I just wanted to be seen as good.
You are good, though. Then why not just say that? You got me there. It definitely made me scared of getting older. Or at least kept me pressured enough to try as hard as I could. Das ist auch so ein ewiges Furry-Problem. Älter werden. Ne, weil man ist halt im Endeffekt schon gar nicht mehr. Hat man eine 3 vorne, ist man ja schon gar nicht mehr erlaubt, ne? Weil es gibt ja nur Leute mit einer 2 vorne oder einer 1. Also mit einer 1 vorne bist du ein Pub quasi. Mit einer 2 vorne bist du einfach ein Fussel und mit einer 3 vorne bist du ein Pedo. Also gerade in Amerika wird sowas ja gerne so gehandelt, das so zu formulieren. Auch so irgendwie, ja, also man muss ja mit 16 in der Ausbildung, du musst ja mit 20 deinen Job anfangen. Also mit Mitte 20 hast du doch eigentlich schon deine erste Lead-Position. Und mit 30 sollte man ja eigentlich schon langsam irgendwo Chef sein und ein Haus gebaut haben. Und alles andere ist ja, da muss ja schon ganz schön was schiefgelaufen sein bei dir, ne? Ich denke mir so, lasst euch Leute alle mal so leben, wie sie wollen. Immer so dieses, genauso, wenn mein Vater sagt, tja, also als ich in deinem Alter war, bei uns gab es damals auf dem Dorf den Brauch, wenn jemand auf 30 zugeht und noch nicht verheiratet war, dann musste er auf dem Esel durchs Dorf reiten. Hahaha. Aha, okay. Was möchte man mir damit sagen? Ich lebe ein unnormales Leben. Danke fürs Gespräch. Aber was sich unnötig in die Länge zieht, das Story-Menü ist etwas meh. Ja, das Story-Menü ist fürchterlich. Das war bei Winds of Change alles so viel schöner gelöst. Ich habe das Spiel so gemocht. Komorebi ist einfach nur okay. Komorebi als Visual Novel ist okay. Mich hält's am Ball, weil es halt ein Fuzzle-Game ist und nicht viele Fuzzle-Games rauskommen. Wäre das irgendein normales Game in die Richtung, hätte ich das schon... Ne, da ist dann der Selling Point, ja, kommen nicht viele Fuzzle-Spiele raus. Also, und jetzt sind wir eh bald durch. Deswegen, jetzt ist okay. Aber in der Regel... Ja, wie gesagt, Winds of Change fand ich echt gut. Hat mir das aus verschiedenen... Ne, also, das war mal ein neuer Ansatz. Und das hier ist wieder so wie jede Visual Novel. Nur in einem Setting, das noch nicht mal unbedingt meins ist. Nämlich leichte Zukunftsdystopie. Ne? Also von daher muss ich sagen, kann ich dieses Spiel als Visual Novel empfehlen. An sich ja, weil es für eine Visual Novel hochwertig gemacht ist, aber es hält im Vergleich mit Winds of Change nicht stand. Tut mir leid. Was mich an solchen Spielen auch immer wundert, wie selten man am Ende wirklich mal eine Antwort anklicken kann. Gebt den Leuten doch ein bisschen mehr Fluff. Gebt den Leuten doch selber mal öfter mal eine Auswahl zu treffen, in welcher Reihenfolge Dinge. Das ist auch wieder eine Sache, die Winds of Change gut gemacht hat. Ich habe aktiv entschieden, in welcher Reihenfolge wir die Dinge besprechen. Es gab Dialogue Trees. Vielleicht ist das ja wieder zu viel Arbeit gewesen, ne? Da gab es wirkliche Dialogbäume in Winds of Change. Und du konntest in einer beliebigen Reihenfolge, die Sinn machte, auf einer Karte so eine neue Landschaft erkunden und konntest dir dann auch die Sachen da angucken. Hier ist es alles ein bisschen generischer, die Umgebung. Und hier gibt es die Dialog-Trees nicht mehr so richtig. Also ja, für eine Visual Novel ist es ein okayes Spiel. Aber es ist halt leider, es macht nichts mit dem nicht-linearen Medium-Spiel. Und dann ist das ein gelesenes Buch. Also ein gespieltes Buch ist das. Da könntest du so viel, du musst halt nichts animieren, du musst hier keine Assets bauen, du musst hier keine teuren Level, was weiß ich. Du könntest hier so viel freidrehen mit die Geschichte freier erleben, wie bei diesem Spiel mit diesem, diese Fuzzle Visual Novel, wo man an dieser Schule da irgendwie von Dämonen besessen, wo man wirklich ganz viele ineinander verflochtene Dinge hat, die passieren konnten. Ein sehr kurzes Spiel, ein einziges Setting, aber das absolut nicht linear. Und genau dafür sind solche Spiele hier gut und keiner macht's. Keiner macht's. Die meisten Leute, die Geschichten in Computerspielform erzählen, sind einfach faule Säcke. Haben so ein schönes, nicht-lineares Medium. Und weil es anstrengend ist, macht man am Ende doch wieder eine lineare Geschichte draus. Unglaublich. Müssten bei mir alle antreten, sich übers Knie legen und kriegen alle einmal auf den Arsch.
bin ich eins. Sorry, wenn ich mich nicht so game verfolge. Was ist so dieses Score von den Leuten, wo jemand Nuller, wer, was? Das ist relativ schwierig. Oder aber auch nicht. Also der Score ist halt Social Score. Ein Social Score. Weil hier alles von einer KI bestimmt wird in der Zukunft. Und musst halt dem System hörig sein. Dann kriegst du deine Punkte. Und dann gibt es jetzt halt eine Gegenorganisation, die das Ganze stürzen will. The recipe for burnout. You shouldn't pressure a child like that. Are these the kind of problems city people deal with? I mean, you were gifted children and you're complaining? Well, a gifted child usually ends up as an average adult. Of course, there's a bit of depression sprinkled in there too. I think I see what you're getting at. Tja. Vorteile? Naja. Kriegst mehr Freiheiten, wenn du einen höheren Punktestand hast und finanzielle Sachen hast du da. Kriegst so Bonus-Dinge. Kriegst hier unter mal einen Kaffee umsonst. Keine Ahnung. Das wurde nicht zu sehr ins Detail ausgebubbelt hier. Aber ja, einfach so an die Regeln halten, vernünftig irgendwie, keine Ahnung, arbeiten gehen, alles vom Staat vorgeschriebene mal zeitgemäß gleich zu erfüllen und so, das gibt dir halt Punkte. Und wenn du aber abends schon nur auslässt, die News-Sendung des Abends zu gucken, die Bekanntgebung, ne, wenn du das schon nicht anguckst oder du eine Einschaltquote willst, kriegst du da schon Punktabzug für. Sprichst du mit Leuten, die nicht im System sind, mit diesen Nullern, kriegst du Punktabzug. Hilfst du Leuten wie diesen Nullern und lässt sie nicht einfach verhungern, kriegst du Punktabzug. Also im Endeffekt alles, was das System stärkt, kriegt Punkte dazu. Und alles, was dem System nicht zugute handelt, kriegt Punktabzug. Ja. But we were talking about throwing a party? Sorry. Guess I projected a little bit. A little bit. It's my job as a writer. But, Taylor, feel free to continue. I just wanted to throw a little party on Friday night. Delta hit a pretty big milestone after all. You know, I've never actually known anybody who saw a counselor. Is it true that you're just free for the rest of your life? Ja, unless my mental health goes under, I guess. Well, I doubt that'll happen. Especially with the company you keep. A little full of ourselves today, aren't we? It's not like that, Dante. Remember, Delta moved here for a reason. They had a counselor back at home, too. Yeah, I saw them for 2 years. Exactly. But look at how things went since you moved. Just a couple of weeks and you're already cleared. It's like I said from the start. Things are better here. And I think that's worthy of a party. Don't you? Should we throw one in our room? Yeah, that's what I was thinking. I'll invite a few of my friends over. Über die Vergangenheit wurde hier auch nicht so wirklich geredet. Da gab es ja auch einen Glitch, ne? Also ich dachte halt so in Richtung, ja, wir sollen uns aussuchen, warum wir unsere Vergangenheit verlassen haben und hierher gezogen sind. Aber vielleicht haben wir ja gar keine Vergangenheit. Vielleicht war Ventes Idee, wir sind einfach nur ein Programm oder ein Androide ja sogar gar nicht so weit hergeholt. Keine Ahnung. Just don't tell them the real reason we are partying. Right, of course. They'll just be there to add to the atmosphere. Maybe Isaac can invite a few of his friends too. Sounds good to me. Well, that's why we're here, right? To blend into a crowd? Might as well do it with style. And we're still on for the finale of our campaign, right? Yeah, we'll make sure to do it before the party. Can't wait to see how it all ends. Trust me, you're gonna love it. Ein Androide. Okay, Andrea. Wenn ein griechischer Gott müde war, wo hat er sich dann da niedergelegt? Erzähl mir das bitte mal. Experience supplemental fragment. What if? Im Bett kuschelig weich, flauschig. Nun. You know, I keep thinking. Halt dich fest. Mit genug Blutopfern. Wenn ein griechischer Gott müde war, dann legte er sich da nieder, und zwar
Im Pantheon. Ah, im Pantheon. Oh. Ah, der war gut. Da bin ich richtig stolz auf mich. Ah, yes, a dangerous habit. What are you thinking about? How things could have been. Na, wenn du jetzt bist schon am Lachen, hältst du schon den Bauch. Oder gibt's so Gurkenglasbewegung mit den Händen? That's even worse. Nothing hurts more than a what if. What if Dante stopped talking for once? Ich mag What-Ifs auch nicht. Lass die Geschichte doch einfach stehen. Hurt. Don't keep us hanging, Taylor. Right. I was just thinking about stuff. You know, Shuttle den Bauch. what if things were Oh. different? Danke dafür, jetzt fällt es mir doch leichter einzuschlafen. Aber den Witz hast du noch gebraucht, oder? Du kleiner Keks. Damit bist du auch richtig zufrieden. Mit so einer... ne? Ja. Jetzt so eine kompatible englische Version, schon hat man den Namen der Schlafgemächer. Eine kompatible englische Version? Ja, Jafferlein. Pat. Bist gepattet. I imagine we'd still be at this convention. Ist ein braves I Tierchen. wasn't gonna turn down a weekend of fun. Isaac, he's talking about Cypher and Argus. Like not getting involved with them, or do you mean if they never existed at all? Oh, that second one is way more interesting. If Argus didn't exist, I think I'd have been born in the city. Imagine that. We could have met ages ago. You think we'd still be friends? I don't see why not. It's a big world out there, Chiron. Without Argus, I don't think I'd be here. You mean alive or in Toronto? Toronto, obviously. I'm only here because of the system. When I had to move, it chose where to take me. And you just trusted it to make the right choice? I guess so. So the system got you where you needed to go. That's great. All it did was force the Zeros into colony life. Tja, also ich muss sagen, ich verstehe auch den Reiz von so einem System, das dir erzählt, wo du wohnen sollst, wo du arbeiten sollst und so weiter. Weil gerade in einer Welt, in der so viel möglich ist wie in unserer, haben die Leute immer mehr Probleme mit dieser Freiheit. Und, ich glaube, viele Leute werden unfrei durch zu viel Freiheit. Und wenn man da mal so ein bisschen Restriktionen kriegt, ich meine, Restriktion macht Leute frei. Also wenn du Leute, also das klingt komisch, aber zum Beispiel macht es Leute kreativ, wenn du ihnen Bedingungen stellst. Nicht umsonst waren die ersten Jahrzehnte der Computerspiele wahnsinnig kreativ und heute hast du mal vieles von demselben, ne? Weil damals waren die Sachen viel begrenzter als heute an Möglichkeiten. Und dann, wenn du begrenzt bist, wirst du kreativ. Kannst du alles, weißt du nicht, wo du anfangen sollst. Also auf einem weißen Blatt Papier kannst du schlechter irgendwie anfangen mit irgendwas, als wenn du schon mal ein paar Striche vorgegeben bekommen hast. Deswegen für viele Leute ist so viel Freiheit gar nicht so gemütlich. Und ich glaube, sehr viele Leute wünschen sich lieber ein bisschen mehr Sicherheit als zu viel Freiheit. Also so ein System, das dir so ein bisschen die Vorgaben gibt, macht dies und das. Ich sehe schon den Appeal von sowas. Dass das so aus dir raus ist, dass du dich damit nicht rumschlagen musst, damit auch die Verantwortung nicht hast, wenn es schief läuft. Sondern sagen kannst, liegt ja an hier XY, meinem Orakel, das ist ja nicht meine Schuld, ne? Also ich glaube, dass das ist auch so ein Muster in den Menschen allgemein, als Herdentier, dass wir immer gerne schon anderen gefolgt sind, in der Hoffnung, die nehmen uns diese ganzen schwierigen Dinge ab. Ein paar Leute sind geil drauf, auf der Macht, sag ich mal, für andere zu entscheiden. Die nutzen das dann, dass die meisten Menschen eigentlich sich gerne fallen lassen. Mach du mal für mich. Denen ist, glaube ich, wichtiger, sich zurücklehnen zu können und keine Verantwortung zu haben, als wirklich frei zu sein. Und in Computerspielen genauso. Wenn das Computerspiel dir zu viele Freiheiten gibt, Open World, dann immer mehr Leute brechen gerade solche Spiele ab, weil es denen einfach, die sind überfordert, die wissen nicht mal, was sie machen sollen. Weil es zu viel ist. Ne? Ja, feste Muster geben Halt, eben. Zu viel Freiheit bedeutet für mich, dass man die restriktiven Wände nicht gesehen werden.
Ja. I'm sensing that we're at odds here. Not really. It's just an observation. What's good for you can be bad for someone else. Wie wir hier immer die großen Themen aufmachen, ne? Fair. So, without Argus, we might never have met each other. That's kind of a grim thought. Oh, can't live without me? I'm quickly changing my mind. I'm not sure what my life would be like without Argus, but I really hope that I'd still get to meet all of you. I'm sure we'd be at a concert of yours someday. Really? Definitely. Speak for yourself, fanboy. I think we'd all still be best friends. Even if I never moved to Toronto? How would we meet in the first place then? I don't know, The odds are stacked against us here. but we can't just give up because the odds are bad. I know in my heart that we'd all be friends no matter what. And sometimes belief is all you need to make things happen. Ist schon Remember, niedlich gemacht, das I'm no Writing. stranger when it comes to fighting the impossible. Ich finde auch, dass Clays an sich kein schlechter Geschichtenerzähler ist. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, bisschen viel Information Dump an der einen oder anderen Stelle. Das hättest du auch einfach langsamer über die Zeit einweben können und nicht so bam, 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 bam. Das ist schon okay. Leute hauen nicht gleich ab, weil sie nicht am Anfang gleich die gesamte Geschichte verstehen. Das ist ja gerade der Witz an einer Geschichte. Du lernst sie langsam kennen. Also aber bis auf so kleine, ich sag mal jetzt ganz abgehobene Anfängerfehler, macht er ganz solide Geschichten. Also es sorgt dafür, dass man sich Gedanken drüber macht. Und dann ist es eine gute Geschichte. Sie ist dir nicht egal. Machst dir Gedanken darüber. Ne? Warum erzähle ich das? Worauf wollte ich hinaus? Es fiel mir einfach auf. Also es gibt ein paar Ecken, wo ich mich wirklich dran stoße bei ihm. Aber an sich sind die Geschichten alle gut erzählt, so, ne? Finding a couple friends is nothing compared to opposing Argus. If I ever lost all of you, I can guarantee that I'd find you. Für meinen Geschmack wiederholen die sich ein bisschen zu viel. Ne, also, dass sie immer sehr oft andere Sätze nutzen, um schon wieder dasselbe zu sagen. Immer wieder dasselbe zu sagen, als ob ich als Spieler, Leser doof bin. Ne, dass sie sehr viel... So redet auch keiner. Das ist so Anime-Style teilweise auch. Du musst 1000 Folgen vollkriegen. Dass du dich immer wiederholst. Aber naja. Was willst du Still on that machen? screw fate mentality, huh? It keeps me going, yeah. At the end of the day, I shape my own life. Maybe you were right from the start then. Huh? If we'd all still meet and become best friends, then even if things were different, we'd still be at this convention. Wiederholungen von wichtigen Informationen finde ich gut, auch in Spielen, solange sie keine Disharmonie beim Spieler auslösen. Ja, wenn du so ein Spiel relativ zeitnah durchspielst, kommt es dir halt so vor, als wärst du ein kleines Kind, wenn alles nur wiederholt wird. Aber ja, klar, wichtige Informationen sollten auch präsent sein, ne? Yeah, totally. Maybe with a little less treason, though. Oh, but then where's the fun? Experience supplemental fragment. Leadership theories. Andrea stimmt mir zu, das ist schön. Fühl dich mal in beide Seiten gepiekt. So, I've been thinking. About what? The leader of Argus. Oh, same. Yeah, it's really intriguing. Who do you think it is? It's hard to say. I heard they weren't even a real person. Some people are saying that Argus is run by an AI. Ja, das dachte ich mir auch schon. Ah, that's a stupid theory. No. How's it stupid? How's it not? You can't just flip around my question and ask it back to me. Why can't I? It's cheating. I've heard Das ist about ein that Sack. theory, actually. But I'm pretty sure that's impossible. What makes you think that? Well, Cypher has been up against Argus for years. The way that Argus responds to things is definitely real.
an AI would be a lot more cold and calculated. Eh, You mean more cold than letting people starve to death? Unfortunately, yeah. I'm not really sure how to explain it, though. Feel free to give it a shot. I mean, you're the leading expert here. Well, let's see. We're people. We make mistakes, right? Everything we do is just what we think is the best. An AI can think through every possible permutation of every possible situation. And not only that, but it'd follow through with swift, definitive action. The things that have been happening don't come across that way. We can sense a hesitation that wouldn't be there otherwise. Like a person being faced with difficult decisions. Auch interessant, bis auf unseren Psychologen hatten wir bisher nur diese 5 Leute hier. Also die 5, mit denen wir hier die ganze Zeit unterwegs sind, sind bis auf den Psychologen die einzigen Charaktere. Wenn wir jetzt nochmal die AI-Stimme mit dazu zählen, aber das taucht dann jetzt Charakter auf. Das ist auch wieder sowas. Winds of Change hatte so viele unterschiedliche Charaktere, mit denen du auch nicht direkt, was machen konntest. Ich finde, Winds of Change ist in allen Punkten das viel bessere Spiel. Aber gut, du musst ja auch nicht immer jedes Spiel besser als das letzte, ne? Das ist ja nicht unbedingt so, wie es läuft in der Entwicklung. Und das ist auch mein Geschmack vielleicht. Positiver Adjutant, genau. Nuklearrakete einsatzbereit. Vespingasvorkommen erschöpft. I guess that makes sense. Ich muss mal wieder StarCraft spielen. Wer ist dafür, dass wir irgendwann mal in StarCraft 2 noch mal reingucken? Hand hoch. Unless the AI just So im wants to Stream. trick us, right? If it knew we suspected it, it could act accordingly. Now you're just being paranoid. Trust me, it's not just now. Well, if it's not an AI, then what is it? I think you mean who. Right. Most people believe that Argus is a family business, so it's probably in the hands of the founder's child or grandchild. And that's what you believe too? Yeah. Wow. Imagine if your grandparents created Argus and the system. All that responsibility passed down through the generations. More like forced down, but it's a pretty fitting punishment if you ask me. Boom Baby, gerne. Ich habe fast das Gefühl, Ventus mag StarCraft. Fitting how? Suffering for the choices of those that came before you, that's basically the fate of every single Zero. It's pretty poetic that the Argus family would suffer the same way. Whoever's in charge right now, it was a choice made for them. Das heißt, wenn man Leute besser kennenlernen möchte, soll man sie einsperren, Andrea. Sagst du das? Ja, eventuell. Makes sense to me. A lot of us are just around for the ride these days. Hey, is that a shot at me? Maybe? Wait a minute. You said it could be their grandkid, right? Yeah. That means they could be around our age. It's a very real possibility. Can you imagine being under that kind of pressure? That would be the worst job ever. Running the world yet barely knowing anything about it? Just like any other politician, if you ask me. All they want is a few extra zeros in their bank account. I think you're all missing the main point here. Gonna enlighten us? Well, whoever it is, they're just a normal person. They won't live up to the mystery that precedes them. Because how could they? Their identity is one of the biggest secrets in the world. No matter who shows up, those shoes will never be filled. That's fair. So we should just lower our expectations. I find that helps with most things in life. Besides, it's a big deal to appear right now. Public opinion is at an all-time low, and there's those deaths. There's always a chance that they might apologize. Maybe they'll even take accountability for everything.
That sounds extremely doubtful. I guess we just have to wait and see. That's all we really can do. Yeah. Only 4 more days. Then this all comes to an end. Ja, ich erinnere mich. Es war alles schon wieder 7 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Aber die Eckpfeiler... Ja, ihr kleinen Bubsgeflubbels. Experience Pivotal Fragment. Final Session. The people we end up hating are usually the ones we love the most. Das ist ja auch eine sehr beruhigende Aussage. Aber ja gut, wir könnten jemanden nicht hassen, wenn wir ihn nicht mögen würden, weil die Person kann uns nicht egal sein, ne? Das wäre ja kein, ja. Everything feels so weird right now. The fact that someone could watch my counselor sessions is so invasive. I'm just glad that we haven't gotten into anything super personal with each other. I have to assume that you don't really care about my life before Toronto. So let's just leave that a secret, alright? A new start should be a new start. I'm not hiding anything bad, it's just stuff that I would rather stay in my memories. That's kind of an ironic expression now, though, isn't it? Knowing that our memories would be reviewed by the future changes everything. Even more so than... even more so. Leerzeichen dazwischen, Quetsch. Than the system, in my opinion. Surface level by comparison. We monitor and control our behavior in public so we don't lose any points. But with this new technology, we could be held accountable for anything. It would make us self-monitor our actions on a whole new level, far deeper than before. I can think of some positive applications of this, but I doubt that's what Argus wants. Crimes could be a thing of the past, criminals found guilty through their own memories. And there's even the therapy angle, but part of me knows this is most likely a lie. It's a new generation of invasive Argus tech, plain and simple. Our lives weren't enough anymore. They're coming for our minds. Unless, of course, everything ended in a way that harmed their grasp. I'm probably going to Argus HQ with Isaac for his interview. Anything I see or witness here could be used against Argus in the future. It's weird how I'm using knowledge of the future to change how I live in the present. Is that what it's like to live with Komorebi? Shake my head and snap back to the situation at hand. This would be my last session, wouldn't it? And I would be free. The counselor stares down at my file, flipping the pages. The sight of that folder is ingrained in my memory. Whenever I saw it, it used to fill me with anxiety about what he was writing. But now I know our time together is at an end and my mind is at peace. It's odd how much stress was gone after I changed the way I was thinking. This new perspective on life almost gave me a new reason to keep pushing forward. Of course, it could all be denial and a justification for my increasing paranoia, but I would rather not think about that right now. I guess this is it, huh? It's been a nice few weeks, Delta. I'm proud of you. I nod and smile. Most people struggle when they try adapting to a new life. As romantic as a fresh start can be, the reality is pretty harsh. You've stayed level-headed, though, and made the most of it all. He flips through my file, looking over his notes until he reaches the last page. Scribbling a few notes down, he then looks up and stares me in the eyes. Honestly, there's not much else to say. The final step is just your consent and your signature. Another signature? Just a conclusion of the paper trail that we've started together. Nothing invasive. That is, if you're ready to be cleared. Ja, macht Sinn, ne? Right. I guess that's the big question. If I'm ready to be cleared,
I know that I can't open up to him about everything. It would incriminate all of us. But if I was honest about how I felt, he would probably keep me as a patient. I mean, feeling like I'm being spied on from the future, living my life like there's someone else in my head, none of this would land well with him, I know it. It rubs me the wrong way to lessen the importance of my mental health. But I also know that Isaac can change the world. As long as he's not caught. This has to be a for the greater good kind of thing then. I gulp. Delta, Yes? I was asking if you consent to the clearing. Then we can get that form out of the way. I guess by consent he means to declare that my mental health is good. To be honest, I'm not doing great. To be honest, I'm doing great. Okay. Immer diese Glitches, die mich immer noch ein bisschen verwirren und erschrecken. Glad to hear it. Ändern wir hier Erinnerungen? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum will man Erinnerungen ändern? Weil Erinnerungen ändern ändert nichts an dem, was passiert ist. Gruselig. Und interessantes Stilmittel, aber das macht es natürlich auch wieder sehr linear, wenn ich mich einfach nicht entscheiden darf. Mir abgenommen. Leans forward, dann gibt mir ein Buch. Hands me a piece of paper. I give it a brief glance. All it needs my signature. You should be proud of yourself for this, Delta. Getting cleared is a big life event for someone like you. Jemand wie mich? He sighs like he's thinking of the good old days. I remember when I was cleared. It was the best day of my life. In fact, it went on to shape me into the man I've become. Oh yeah, I guess he would have had to see a counselor too. For some reason, that never crossed my mind. Your counselor inspired you to pursue this career? Yeah, I owe it all to them. They taught me how important this field can be. As my patient, we share a very special bond. The honesty, the trust. It's Yeah. a beautiful thing. You know, you've helped me out too. I've helped him out. How exactly? It's the resolve I sense in you, Delta. In a position like this, you rarely see the best side of people. My sessions with you have been a breath of fresh air. It can be a massive burden bearing other people's problems. Sometimes we care so much for them that we forget about ourselves. You've been a gentle reminder, if I had to put it into words. A gentle reminder, huh? You know, ever since I arrived, everyone is talking about how I shake things up. Maybe I'm just an inspiring kind of person, or maybe I'm just full of myself. Isaac said the same, actually. I shook things up for a lot of people. Remember when I told you that your time in the spotlight would come? Maybe it already has, and it's just not what you expected. Schlaf schön, Andrea. Du bist heute früh müde. Was ist da los? Someone needs to hold the spotlight after all. Maybe it's your job to shine it on others and bring out their full potential. I don't know why, but hearing those words just fills me with joy. If Isaac does win, then I suppose I could take a little credit for it. Might not end up in any history books, but nobody needs that. Especially when you fit the handsome sidekick role so well. Oh, I forgot to ask. Did you see the news, like I mentioned? You mean the leader of Argus making an appearance? Yeah, it's quite a big deal, isn't it? But now you know what that phone call was all about. Sorry for cutting another session short, but it had to happen. I don't even know who the leader of Argus is. So I'll be glued to the TV just like everybody else. Interesting that not even he knows anything. For some reason I saw him as a man full of wisdom. But I guess beneath the surface, he really just is like me. I give him a smile as I sign the papers and hand them over. Well, this is always the awkward part. You're no longer a patient of mine, Delta. But I have to say, I hate to see you go. I know it kinda sucks that our partnership has to end. Can you do me just one favor, Delta? Of course, what is it? Keep inspiring others, all right?
If you uplift the right people, you could end up changing the world. Ha! Ja, das ist, ne? Tja. He holds out his hand and I give him a firm shake. Just remember, there's no greater power than moral support. At least that's what I tell myself before every session. He smiles and releases the grip as if that was a perfect thing to say. I thank him for everything and leave the office one last time. It's a bittersweet final, but I'm left with a feeling of hope. Definitely cast a light upon one of my darkest hours. Perhaps I would make a good counselor one day too, especially if I keep inspiring those around me. Ja nun. Ja nun. Experience Pivotal Fragment. Animecon. Das ist die Convention. Be yourself. Your time in the spotlight will come eventually. Ich weiß nicht, ob jeder so ein Spotlight-Time hat. Ich glaube, manche wollen das auch gar nicht. Spotlight-Time. Ja nun, ich piek dir in die Seiten, du Stück. We stand in the line waiting for it to move. It's definitely frozen in place. I wonder what the hold up is. The con is gonna be over by the time we register. You don't get a special pass? Aren't you hosting a big panel? Yeah, but I don't think they care. Besides, that'd be way too easy to take advantage of. How so? No idea. Just a hunch. Only members of the press get special badges, but I think the media has bigger concerns right now. Don't you get in free if you volunteer? No, but if you help out enough, you get a free pass for next year. That way people don't abuse the system for free entry. Yeah, there's no such thing as a freebie. That's the most important life advice I could ever give. You kinda hand out your attitude free of charge. Actually, most people end up paying for it when they see it on stream. I still can't believe that. I've been watching Taylor for a long time. And you know what? It's been worth every penny. I think Dante is just jealous. He probably wishes he could do what you do. I am definitely going to entertain this and turn it into a fight. It's not true. I kind of feel betrayed, you know? I've bought all of your books, sometimes twice. Wait, twice? Yeah, one physical, one digital. I've bought all of Clace's albums, too. I like to support my friends, not insult them. Ja, kann aber auch bissig sein. That is definitely incorrect. Besides, I support all of you too. Gifts of your own novels don't count. It's the thought that counts. He has a point, Dante. Taylor doesn't hand out free subscriptions to his channel. And Clace hasn't given us copies of his albums either. I just enjoy sharing my work with the people I care about. Conveniently during birthdays and milestones, it seems. Hold on. Delta's always the voice of reason. Oh Gott. Ich bin ungern die Voice of Reason. Ich musste schon lange nicht mehr speichern. Das ist völlig in Ordnung. Ach, ganz ehrlich, in den letzten Stunden dieses Spiels ist mir der Dante aus verschiedensten Gründen immer sympathischer geworden. Deswegen springen wir da mal in die Bresche, ja. Ich weiß, als selbst auch Content Creator, ich würde jetzt niemanden irgendwie sowas machen wie, keine Ahnung. Also ich würd selber auch ungerne Dinge verschenken, die ich, sage ich mal, es fällt mir schwer, Dinge zu verschenken, die im Endeffekt mich feiern irgendwie, Werke von mir selber zu verschenken. Aber wenn man das nicht kann, heißt das ja auch, dass man irgendwie schlecht da drin ist, sich selbst zu wertschätzen, oder? Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich selbst hätte da, glaube ich, erstmal Probleme mit, aber ich finde es süß, wenn jemand eine seltene Erstausgabe unterschrieben von seinen Werken, weil das wäre auch durchaus etwas Persönliches, das ich mir auch gerne ins Regal stellen würde. Lieber als
keine Ahnung, irgendein Random-Kram, der dann Staubfänger ist oder so. Gut, ist auch ein Staubfänger, aber das ist ein persönlicher Staubfänger. Damit komme ich immer besser klar, als jetzt irgendein Random-Krempel. Deswegen, an der Stelle bin ich durchaus auf seiner Seite. Von daher, oh, you're being too hard on him, he's just proud of his work. A little too proud, if you ask me. Thanks for trying, Delta. Weil Wolf. Kriegst du auf den Arsch, kriegst du. If it's that troublesome, I'll just stop. I think they're just bugging you. I can't get a read on you, man. You go from calling me a genius to jealous. You can be more than one thing, Dante. Well, right now, I'm just annoyed. Can we make this line go by any faster? Der ist halt ein Sensibelchen, ne, was das angeht. Obwohl er selber so zynisch sein kann. Ist schon witzig, aber ich kenne das. Ich kann auch bissig sein und habe manche Punkte, wenn man die bei mir trifft, ja, dann überdramatisiere ich das total. Das hättet ihr wahrscheinlich nie geglaubt, dass ich überdramatisieren kann. Aber es gibt Punkte, wenn man die bei mir trifft, dann habe ich das Gefühl, die Person hasst mich jetzt. Das stimmt dann gar nicht. Und ich stelle hinterher fest, oh, okay, ist alles wieder normal. Manchmal müsste jemand vielleicht einfach nur Dampf ablassen. War einfach sauer oder so. Und ich deute das dann als, oh scheiße, jetzt vorbei. Jetzt muss ich gehen oder so. Keine Ahnung, scheiße, Kontakt verloren oder was. Habe ich jetzt Kontakt vergrellt, ist vorbei. Gibt keinen Kontakt mehr. Weil ich immer so harmoniesüchtig bzw. konfliktscheu bin in der Hinsicht, dass an den falschen Punkten gestritten ich das Gefühl habe, scheiße. Das war's jetzt. Und ich dann mal ganz verwirrt bin, wenn am nächsten Tag die Person, na, was geht? Und ich so, wie, was geht? Die Person redet noch mit mir? Was ist da los? Hä? Komisch. Weil ich bin immer so, wenn man mit mir Krieg anfängt, dann bin ich in so einem Kriegsstate. Und da bin ich dann drin gefangen. Komme ich nicht so einfach wieder raus. Weil da bin ich verwirrt. So, hä? Doch kein Krieg? Aber dann mach das doch nicht. Mach doch nicht. Und dann doch nicht. Und ich bin dann ganz... Ich bin da manchmal auch sensibel, ja. Aufgrund von Vergangenheitsdingen, ja. Ja, eben, niemals Drama. Das denke ich mir auch, dass man das bei mir halt nicht denkt, dass ich Dinge überdramatisiere. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ich das überhaupt irgendwann mal irgendwie, irgendwo, ne, also ich bin ich bin eine Gottheit der... Na, du weißt schon. Suchst dir aus. Not unless we're a member of the press, apparently. I can see cosplayers walking to the front of the line. How is that fair? Well, it makes sense that they'd get priority. Ja, wegen der Leute sind die Leute hier. Uncomfortable in those things. Ja, und vor allen Dingen wegen sowas wie solchen Cosplayern sind ja auch Leute auf solchen Veranstaltungen oft, machen Fotos, finden, ne, feiern das, keine What's Ahnung. stopping people from taking advantage of that? Just putting on a costume and getting priority? That wouldn't be taking advantage of anything. I'm just being miserable, Isaac. Hey, maybe I can skip the line then. How? Remember that wager we had? I can say I'm cosplaying and see if they believe me. Ja, dann machst du aber deine Haare noch hochstylen. Clay sieht die Haare nie so matschelig und die Brille abnehmen. There's no way they'll believe that. Why'd you side with me then? If they don't, you'll be losing $500. Oh, there it is. Instant regret. We get to save $1,000 and watch Dante lose? This is shaping up to be the best weekend ever. Do you think you can pull it off, Clace? I can try, yeah. At the very least, it'll help pass the time. Fair enough. Gonna die of old age before this line is over, I swear. For you? That's not too far away. Dude, I'm 23. Ja, 23 ist ja auch schon super alt. Für Fuzzles, ne? Ist ja klar. Taylor makes a sound that signals his annoyance and turns away. You're all good if I step away for a minute or two? Go for it. Okay, jetzt stylt er Still sich see you um. from here. Da bin ich ja mal gespannt. Just try your hardest, all right? I don't want to lose $500. Hey, you agreed to the bet. Alter, wer wettete mal eben kurz um 500 Euro? Boah, Alter, so viel habe ich nicht über, dass ich mal um 500 wetten könnte, mal random. Was kann man damit machen? Nun. Ja, Tachchen Hundi, was geht bei dir, du Stück? Wir sind hier wieder Fusselgeschichte weiterspinnen. Sie neigt sich langsam dem Ende zu, tatsächlich. Langsam. He smirks and walks away. As he makes his way to the head of the line, he passes a large crowd. It's so odd. I see no grief or pain or any of their faces.
It seems like a lot of people just want to have fun and forgot about everything. I guess that's fair. The situation outside wasn't exactly the brightest. But it's that do-nothing mentality that caused everything to begin with. Even we were partying and pre-gaming while the Zeros starved. At least we opened our eyes along with a big portion of the world. The town square was now full of allies, too many for Argus to take down. It seemed like their best course of action might just be a full surrender. What else was the leader expected to do anyway? They were appearing for the first time with their approval at an all-time low. Anything other than subservience and an apology would be laughable at best. They need to be held accountable for this. Maybe I'm just saying that because I fear for our safety, though. Despite what Isaac says, Cypher's defeat is still a very real possibility. I gotta stop provoking my angsty like that. Keep watching the crowd and I'm struck by a moment of thunder. Every person here is a life just as complex as mine. Dreams, fears, loved ones, even enemies. Normally, when this happened, I just admire the realization, but this time I feel jealous. For the first time, I wish I was someone else. Someone out there who might not have Argus hot on their trail. Does such a person even exist, though? When I start to think about it, Argus has almost everybody on their grasp. The possibility of taking down such a foe seems almost impossible to me. At the very least, I'm envious of their ignorance. They say it's a bliss, and I'm actually starting to believe that. The more the world opens up to me, the less welcome I feel. We all turned to look at Clays, who has finally returned. Hat sich aber nicht umgestylt. Yeah, me and Dante owe you $1,000. Wow. Oh, das ist schon wieder, das wird ja immer schlimmer mit dir, Hundi. Weil das ist ja auch ein Wort, das man oft benutzt, weil die Bahn ja auch nix hinkriegt. Und man sowas dann dauernd braucht. Weil dauernd alles ausfällt. Also es wird langsam gefährlicher mit den Worten hier. Ja, eben. Aha. Also die Worte kommen langsam immer näher an meine Realität hier. Ne? Das wird gefährlich. What? Ja, du hast dich nicht gestylt, Clays. Mach die Haare hoch, zieh die Brille ab. Zieh das Oberteil aus. Man kann nicht als Popstar auftreten, wenn man sich als sich selbst... Ach, diese Anfänger. Sweet victory! What did you think was gonna happen, Dante? It's so obvious that it's him, though. Ja, nein, eben. Zieh die Brille ab, style die Haare hoch, runter mit den Casual-Klamotten und es hätte funktioniert. Aber doch nicht so. Nicht in Casual. Ach Mann, ey, die sind doch doof. You only say that because you know it is. We're at a convention. Costumes are a dime a dozen. Fine. I accept defeat. But I'm gonna be a sore loser about it. So there. Don't worry, I'm gonna be a sore winner too. It's on then? Oh, it's on. Oh Mann. Ja, es wird immer heißer für mich tatsächlich, ja. Das muss am Klimawandel liegen. Oh, ja, Microsoft, mach doch, was du willst, machst du doch eh. Hundi, ich habe eine schlechte Nachricht, wenn es um Dings geht, um Microsoft, ja? Schlechte Nachricht ist relativ. Besonders dramatisch für uns ist es nicht, aber eine Nachricht, die mir nicht gefällt über Microsoft. Aber bevor ich die erzähle, ich gehe kurz aufs Klo und ich bin sofort wieder da.
Hundi, bist du noch fit? Bist du noch wach? Schmeiß mal eben Kram weg hier. Hier liegt alles voll. Also, da bin ich wieder. Ich habe mir noch meine Käsestulle auch mitgebracht. Die negative Sache, wie ich finde, über Microsoft ist, dass sie in Zukunft planen, ein bisschen mehr in Richtung Apple zu gehen mit ihrer Politik, weißt du? Fand ich nicht so doll, dass das so ist. Experience Supplemental Fragment. Day Drinking. Das fand ich nicht so. Nicht das, was ich mir von Microsoft wünsche. Hey, Isaac. What's up? There's something I've been meaning to ask. Go for it. Well, you always say that day drinking is better, Well, it is. but you've never elaborated on it. Man hat da mehr von, ne? Wenn du nachts trinkst, dann gehst besoffen ins Bett. Alkohol ist dann weg. And give away my secret? I'm just gonna search this up online and get it over with. Moments pass. So, turns out, you're just an alcoholic. What? Not even? Want to tell us the secret then? I don't know. I can't help with this one. We've only been drinking at night. And did you feel it the next day? A hangover? You could say that, yeah? Mine was pretty bad after the nightclub, too. Wait a minute. I think you're starting to get it. That's all it was? Well, I never said it was a life-changing secret. Wait, I'm confused. What is it? If you drink during the day, you don't get a hangover. Yep. You get to enjoy the high without the low. It's just a habit I picked up with work so it doesn't interfere. A hangover is a surefire way to destroy your productivity. So, Argus drove you to alcoholism. To day drinking, actually. It's not as uncommon as you'd think. Are you sure about that? Yeah. What about people who work overnight? If they only have spare time during the day, are they alcoholics?
I guess not. Exactly. Time is relative. Why not prefer the method without a hangover? Is he projecting his denial onto us? Not really. He kinda has a point. If I could get rid of hangovers, I'd do it. Exactly. You've just been conditioned to drink at night. Ich sehe das Problem nicht. Aber ich komme da gleich zu. Wait, I actually read about this. In ancient times, tyrants would reward slave workers with beer. It pacified them and made them less inclined to fight back. Ja gut, und früher war Alkohol halt auch gesünder als Wasser, weil Alkohol war ohne Viren und Zeug und alles. Really? Außerdem war Bier in alten Tagen eher so wie heutiges Radler, wenn überhaupt. Man war maximal minimal betrunken. Und so 1 bis 2% Alkohol, nicht wie heute 5 mindestens. Well, that's what the theories say. Kinda makes you wonder, doesn't it? About what? Argus does make booze cheap and easily available. You mean they're just trying to keep us in line? Ja, Maybe. Who knows? If they are, though, it certainly works. Alkohol ist ja auch überall verfügbar, ganz easy. Na? Nein, also meine Meinung dazu ist, okay, ich verstehe, wenn man am Tag trinkt, dann hat man abends Zeit quasi runterzukommen und ist am nächsten Tag nicht platt. Aber ganz ehrlich, auch wenn ich abends einen saufe, bin ich am nächsten Tag nicht K.O. Warum? Weil ich nicht übertreibe. Und weil ich, bevor ich ins Bett gehe, vielleicht noch einen halben Liter Wasser trinke zum Beispiel, um meinem Körper wieder Flüssigkeit zuzuführen. Ich bin halt nicht doof. Ich sauf nicht, bis ich umkippe und kotze. Und ich trinke noch ein bisschen Wasser, bevor ich ins Bett gehe. Und dann habe ich nie einen Hangover, nie einen Kater. Deswegen, ich sehe das Problem nicht von den Leuten. Das ist doch relativ easy. Nicht übertreiben und kompensieren und gut ist. Experience Komisch. supplemental fragment. One last hurrah. Hurra! Moin Vögelsche, wie geht's, hm? You all ready? Mir geht's sehr flauschig doch. Ich bin happy, kann nicht meckern. Warum ist es so, dass bei Monster manche hier eine schwarze und hin und wieder aber auch einen alufarbenen Strohhalmhalter haben? For what? One last hurrah before tomorrow? Ooh, anything good? Energy, habe ich jetzt Bock drauf. You'll just have to wait and see. Ich habe eh genug gegessen und Naschkram in mir. Das heißt, mein Körper ist nicht verwirrt über den süßen Geschmack. Mein Körper hat ja Dinge zu verdauen. You know, I'm kind of scared. Why's that? Everything comes to an end tomorrow. Not really. I've never been more confident in my life. You'll all be fine. I guarantee it. Infiltrating Argus's HQ. Yeah, the definition of safe. Es gab öfter mal Dosenverschlüsse. Auch die größere Version von Monster. Etwas größere Dose hatte so einen Plastikdrehverschluss. Ich fand die Dinger scheiße. Weil die gingen immer nicht so richtig. Du hast mit einem Plastikverschluss eine Blechdose versucht aufzuknacken. Das ging ganz oft schief. Dann ist dir das Ding einfach abgebrochen. Das hat nie so richtig gehalten, wie es sollte. Also ich war nicht glücklich mit solchen Verschlüssen. I have a plan, Dante. You just have to wait until tomorrow to see it. Fine. What's it look like in there anyway? For some reason, I imagine it's really extra. Außerdem habe ich einfach das Gefühl, dass Plastik schlechter ist als Blech. I only saw it for the first time at my interview. It's pretty majestic. Probably cost hundreds of millions. Well, if anyone could afford it, I guess it'd be them. They have that much money? You must be rich working for them. We're not really supposed to talk about salary. Das ist eine sehr deutsche Angewohnheit. In Amerika redet man da schon offener drüber. Why not? You know, I never understood that rule. Don't talk about how much money you make. Well, it's pretty personal information. Is it, though? Also für mich nicht. I talk about my money on stream all the time. My numbers are public too, so everybody knows.
Es gab zum Beispiel neulich mal einen Twitch-Hack und dabei kam raus, dass Gronkh hier, ne, also der größten deutschen Twitcher, über Twitch pro Jahr ungefähr eine 3/4 Millionen einnimmt. Und ich denke mir so, ja, und? 750.000 Euro auf ein Jahr gerechnet. Rechne da mal die Steuern drunter, Höchststeuersatz bei der Masse. Dann bedenke, der hat ein Team von bestimmt 20 Leuten noch unter sich, die er alle durchfüttern muss. Gut, dann kommt noch YouTube dazu, dann kommen noch Werbegeschichten dazu. Der wird schon im niedrigen Millionenbereich Kohle einnehmen. Aber der hat halt auch, ich meine, wir zum Beispiel. Rechne doch mal, wenn ich das vergleiche, ein Game-Studio in Deutschland, mittlere Größe, so wie wir. 2 bis 4 Millionen jedes Jahr frisst das. Einfach nur als verbrennt. Burn Rate nennt sich das nämlich auch. Jede Person kostet so 6.000 Euro im Monat. Das sind 72.000 Euro pro Person im Jahr. Die 6.000 Euro ist Bruttoverdienst plus Arbeitsplatz, Lizenzen, dies, das. Jede Person kostet so viel. Das heißt, eine 3/4 Million hast du schon bei 10 Leuten in einem Jahr verbraucht. In einem Studio. Warte mal, mein Hirnkäse. Doch, ja. Ja, eben, das meine ich. In einem Jahr hast du mit 10 Leuten eine 3/4 Million weg. In Deutschland. In Deutschland. In Amerika hast du mit 10 Leuten schon die Millionen. Die verdienen nämlich mehr. Die haben auch höhere Lebenshaltungskosten, weil viele aus dem Valley da kommen. Kalifornien ist teuer. Verdienen da mehr, wesentlich mehr. Mindestens 1 Million musst du mit rechnen bei einem 10-köpfigen Team. Und 10 Köpfe, was ist das? So. Viele Studios haben 100 Leute. Dann rechne da nochmal eine Null drauf. 10 Millionen jedes Jahr. Es gibt Studios, die haben 1000 Leute. An verschiedensten Projekten da natürlich auch. Aber die größten Studios haben eher so 1000 Leute. Dann sind das 100 Millionen Euro im Jahr. Die verbraten. Deswegen, wenn ich dann sowas höre wie, oh, hier, großer Stream, ja, der hat halt auch eine Burn Rate. Der muss auch den ganzen Scheiß aktuell halten und viele Leute mit durchfüttern. Das verbrennt er halt auch wieder. Ich finde schon, er ist derjenige, der den Arbeitsplatz schafft, weil er ist 90 bis 95% sind wegen ihm da. Ob da nur noch ein paar andere Streamer links und rechts rumlaufen, die von ihm mit durchgefüttert werden. Aber er ist der Träger. Wenn er weg wäre, hätten die auch keine Kohle mehr. You're all just falling for a corporate lie. Nur um euch mal so ein bisschen Kohle, die verbraten wird in der Industrie, so mal vor Augen zu führen. What now? You're not the one who wants to keep it a secret, Isaac. Argus probably taught you that it's sensitive information. And you want to know why? Enlighten me. If you don't talk about your salary, then there's no drama. I guarantee you make more than someone else with the same job. And if you were all open about it, everyone would be asking for a raise. That can't be true. He might be onto something, Isaac. I was told not to talk about my royalties or advances. And I was told not to talk about how much my music deals are worth. See what I mean? I'm the only one with freedom, and all my numbers are public. It doesn't cause conflict, though. It makes people strive to work harder. I mean, if I can earn that much, so can everybody else. I guess I see what you mean. You still don't have to tell us, Isaac. You know, back on the colony, we were pretty open about what we made. It's kind of like Taylor says, work harder and you end up making more. Wouldn't be fair to pay someone less for the same job, but they ask you to keep quiet about it so they can get away with it? Oof, that's rough, man. I'm still not gonna tell you. It's probably in my contract. Yeah, that's how I know about it. Mine had a clause like that as well. It's weird how much control they have without us even realizing. They can just tell us something is bad and we'll believe it.
But it's only to protect them, just like how they taught you the zeros were bad. I wonder what else there is. I guess we'll find out tomorrow, right? Seems like the fifth will change everything. Ja. Vögelsch ist auch eine kleine Bohne, ne? View which journal entry? In the clear, Wednesday, 1st of January 2041. Nein, stimmt aber nicht. 2041 war das Spiel bisher. Das heißt, es ist 2042. Dieser typische Schulfehler. Neues Schuljahr beginnt, auf deine ganzen Seiten musst du immer oben überall das Datum draufschreiben. Und wenn ein neues Jahr beginnt, schreibst du erstmal das letzte Jahr drauf, weil du es halt ein paar hundert Mal geschrieben hast, das letzte Jahr. Nun. I don't really understand what's happening to me. Part of me wanted to tell my counselor that I wasn't doing too well. But a feeling in my head completely discarded that thought. It was like my instinct told me I couldn't do that. But why? It was the same thing that I felt before I spied on Clay's diary, and when I tried to tell Dante that I draw the Argus agent at our party, something kicks in and completely removes that option from consideration. I wonder if it has something to do with the fact that I could be under watch by someone from the future? Kind of ironic. In a twisted way, no matter where you look, there's some invasion of privacy at play. I just wish I wasn't a part of it because of what I did to Clay's. That will haunt me for the rest of my days, I know it. I'm happy to be cleared, though. Even if it's not under the best circumstances, those deaths in the town square really shocked the world and put everything on the fast track. Hermes or Isaac is going to take action just 4 days. January 5th is now affectionately known as Hermes Day. But you probably already knew that, didn't you? You probably already know, Olaf. This turns out, I wonder if that's why I feel like my choices are limited sometimes. Maybe something bad would happen if I go off script or try to create memories that don't actually exist. Is that why I can't say what I want to say sometimes? Is it because future already exists where my words and actions have been determined? Maybe fate binds me too, even without Komorebi. I'm feeling a bit better now. Things makes a lot more sense. Das ist natürlich eine sehr elegante Art und Weise, das im Spiel zu erklären. Das nennt sich im Game Design die Diegetik. Ist das nicht ein geiles Wort? Die Diegetik. Das bedeutet, wenn zum Beispiel mal Mass Effect du hinten auf der Wirbelsäule Lichter hast, die deine Lebenspunkte anzeigen, ist das diegetisch. Hättest du unten eine Lebensleiste als HUD, das gar keinen Sinn macht im Spiel, wäre das exegetisch. Wenn etwas eingeblendet wird, aus einer Metaposition heraus, wie so ein Menü, dann ist das immer exegetisch. Und diegetisch ist, wenn es quasi sich aus der Welt heraus ergibt. Wenn du zum Beispiel speichern kannst, weil du einen Jungbrunnen gefunden hast, von dem aus du dich wiederbeleben kannst, wie bei Titan Quest, dann ist das diegetisch. Ne? Wenn du einfach in der Stadt wieder stehst und deine Leiche suchen musst, oder beim Neustart liegt deine Leiche in der Stadt, wie bei Diablo 2, ist das sehr exegetisch. Das macht gar keinen Sinn. Ne? Wenn, sage ich mal, ja, der Game Designer einfach zu faul ist, mehrere Wege einzubauen und er einfach Choices weglässt, dann ist das exegetisch. Wenn er aber erklärt, dass das alles schon passiert ist und wir hier einfach nur die Erinnerungen von jemandem durchleben und deswegen können wir uns gar nicht anders entschieden, als er es damals getan hat, da ist das wieder diegetisch. Jetzt habt ihr alle einen kleinen Kurs Game Design gehabt. Das macht dann 50 €. Nein, ihr dürft mich auch einfach drücken. Damit komme ich auch klar. View which journal entry? I'm an idiot. Jetzt ist 2042. Ah, there we go. I wrote
2042 this time. But I guess it's a pretty honest mistake. Have you ever done that before? Oh ja, früher in der Schule immer. Sometimes the head kinda lags behind or something. It's odd how, however you look, there always seems to be a clash between the present and the future. It makes time seem a lot more confusing than just point A to point B, or if you suffer from Komorebi, then point B to point A. I'm even letting a potential future change the way I act in the present. But I think I'm doing everything properly, hopefully. The first couple weeks I was here, I kept seeing strange symbols everywhere in the back of my mind. Were those you're doing? Was I seeing some sort of remnant or leak from the new Nostalgia technology? I could see those diamonds everywhere. Ja, wie im Menü hier, ne? When I closed my eyes, and it was really messing with my head, but those have since dissipated. In fact, a lot of my negative emotions have straight up disappeared since I came up with this new theory. Almost like I was right. And we are more in sync than we were before. I'm curious though. Did you think you were me at first? Did you live life like you were in my shoes? Or were you always aware that this was a fabrication? Okay, das durchbricht die vierte Wand auf eine elegante Art und Weise. I give that to you, Clays, I give that to you. Ne, so nach dem Motto, glaubst du wirklich, du warst ich? Du erlebst quasi nur meine Erinnerungen. Das ist ein nettes vierte Wand durchbrechen. Doch, das give ich to ihm. Ja, exegetisch, nein, was heißt die Immersion durchbrechen? Du kannst es manchmal auch gar nicht anders machen. Ne? Zum Beispiel, stell dir vor, du rennst rum durch Wolfenstein und da dreht sich eine Waffe in der Luft. Macht das Sinn? Du rennst über ein springendes Plus und es macht dieses ist auch schon exegetisch. Wenn du bei mir in Demon Hour eine Seite aufhebst, die dann Dong machst, dann ist das schon exegetisch. Dieser Sound macht keinen Sinn. Papier macht nicht Dong, wenn du es aufhebst zum ersten Mal. Das ist exegetisch. Genauso, daran haben wir uns schon total gewöhnt. Was hören wir denn gerade im Hintergrund? Musik. Musik ist exegetisch. Du gehst doch nicht durch die Welt und hörst Musik im Hintergrund. Das gleiche ist auch bei Filmen. Alle Filme haben die exegetische Musik. Aber da haben wir uns dran gewöhnt, dass wir Musik im Hintergrund hören, obwohl die gar keinen Sinn macht. Manchmal vermischt sich das. Und jemand schaltet ein Radio an und auf einmal hören wir die Musik, ne, die wir die ganze Zeit schon im Hintergrund haben. So, oder andersrum. Irgendwie Kamerafahrt, Musik und dann Close-up auf ein Radio, Radio wird ausgeschaltet, Musik ist weg. Dann geht das, dann ist es so dazwischen. Aber in der Regel, wenn jetzt irgendwie, du siehst einen Geist bei meiner Demon Hour Map, dann spielt die Violine. Exegetisch. Ne? Wenn Oma Dinge kommentiert oder du Tagebuchseiten oder so findest oder Tonbandaufnahmen, diegetisch. Ist in der Welt vorhanden, macht in der Welt Sinn, ne? Also es ist halt gar nicht so, dass es unbedingt die Immersion zerstören muss. Wir sind einfach an bestimmte Dinge gewöhnt. Wir sind gewöhnt, dass es blinkt und ploinkt, wenn wir in Menüs auf Knöpfe drücken, ne? Alles, was nicht realistisch ist, alles, was nicht in der Welt, in der Geschichte verortet ist, ne? Alles, was quasi nicht die vierte Wand durchbricht, ist jetzt diegetisch. Und alles, was eigentlich nur hinzugefügt wird, um irgendwie was zu emphasisieren, ist exegetisch. Oh. Ja. Experience Pivotal Fragment. Milestone. Milestone. Das ist genauso. Die Diskussion, mehr Spiel. Oh, was? There's no greater power than moral support. Okay. Das ist genauso wie Ludologie oder Narration. Also es gibt, bei den Game Designern gibt es zwei riesengroß unterschiedliche Lager, die Ludologen und die Narrativen. Die Ludologen, das hat nichts mit Lüd zu tun, die sind nicht alle verdorben, sondern das sind die Spieletheoretiker, das sind die Game Designer, die erst das Game Design und die Narrativen, das sind im Endeffekt
die Erzähler, die Geschichtenerzähler, Leute wie die so ein Spiel hier machen, wo du eigentlich kein richtiges Gameplay hast, sondern du liest oder kriegst eine Geschichte vorgelesen und liest ein bisschen selber noch mit. Das hier ist ein absolut narratives Spiel. Das hat nicht viel zum Spielen selbst, ne? Und die Frage ist halt, wer hat recht? Man müsste leider den Ludologen recht geben, weil die meisten Spiele halten sich nur deswegen als spannendes Spiel, weil erst das Design für das Game Design steht und dann kommt die Geschichte dazu. Wenn du erst die Geschichte schreibst und klatsch da am Ende dann irgendwie das Gameplay dazu, wird es meistens kein gutes Spiel. Aber du kannst relativ gut jede Geschichte erzählen, wenn das Gameplay, also zu einem Gameplay, das schon steht. Wenn ein Gameplay vernünftig funktioniert, dann kannst du aus den Core-Mechanics heraus so ziemlich jede Geschichte erzählen. Du kannst ja jeden Charakter einsetzen, die in jeder Relation zueinander stehen. Du kannst ja bunt, ne? Aber wenn die Geschichte erst gemacht wird und da musst du dann irgendwie das Game Design drum spielen, ist es meistens schwieriger. Auch wenn die Narrativen das nicht gerne hören. Die Luden, habe ich immer in Death Stranding gehört von. Homo Ludens, der spielende Mensch. Ja, Bildungsstream, genau. Ja, also man sagt ja auch die ludonarrative Dissonanz. Das ist auch ein sehr schönes Wort im Game Design. Wenn halt das, was du spielst und das, was dort erzählt wird, keinen Sinn ergibt. Eine der bekanntesten ludonarrativen Dissonanzen fast aller Spiele, die so ein bisschen Open World haben. Die Welt geht unter, ganz dringend, kümmere dich hier. Und dann kannst du aber auch erst 500 Stunden lange Nebenquests verschwenden. Und du kannst dann immer noch zur Hauptquest gehen. Ja, die Welt geht immer noch unter, ist aber gar keine Zeit vergangen. Wenn das so wichtig gewesen wäre, dass du die Welt rettest, wäre sie jetzt schon untergegangen. Aber es war offenbar nicht so wichtig. Ludonarrative Dissonanz. Ne? Das ist, ja. Aber andererseits hättest du weniger Freiheit im Spiel. Um das aus dem Weg zu räumen, müsste man sowas machen wie nach Ablauf eines gewissen Counters geht die Welt einfach unter. Ne, weil du kleines, doofes Eichhörnchen einfach nicht den Weg läufst, den der Designer für dich vorgegeben hat, sondern erst noch links und rechts und links und rechts. Tja, dann geht halt die Welt unter. Dann kannst du hinterher in einer zerstörten Welt noch ein bisschen Oma Agathes Katze aus dem Baum retten. Und vom Nachbarbauernhof irgendwie die Halskette irgendwie ausgraben, die die Schwester auf dem Feld verloren hat oder so. Kannst du dann in einer kaputten Welt machen. Aber in einem Spiel ohne ludonarrative Dissonanz würde die Hauptstory einfach scheitern, wenn du sie nicht verfolgst, wenn es dringend wäre, wirklich, ne? Traut sich aber keiner. Und warum trauen sich die Designer das nicht? Spiele werden so designt, dass sie immer sich so herausstellen als, oh, wir haben die Freiheit. Aber eigentlich sollen 99% des Contents auch von jedem gesehen werden, weil es viel zu teuer ist, den herzustellen. Ist nicht jedes Spiel ein Detroit Become Human, wo sie sich sowas trauen, ja, oder ein Baldur's Gate 3, wo es okay ist, wenn viele Spieler halt gar nicht alles sehen. Ne, das ist ein anderer Ansatz. Die meisten Spieleentwickler, die wollen, dass 99% meiner Inhalte sollten auch von jedem gesehen werden, auch wenn es so aussieht. Und dann kommen jetzt Leute, ja, aber da habe ich doch Choices. Da habe ich doch voll die Choices. Ja, spiel doch das Spiel mal. Speicher doch mal und probier dann jede Choice aus. Fast jede Choice funktioniert einfach mit einem Flavorsatz, mit einem sogenannten Fluff. Dann sagst du sowas wie, das will ich aber nicht tun. Ja, wir müssen aber. Story geht weiter. Das will ich tun. Ja, das ist aber gut. Story geht weiter. Ne? Ich liebe dich. Oh, ich dich auch. Story geht weiter. Ich hasse dich. Ach, ich weiß, das sagst du nur so. Story geht weiter. Auf alle Choices, die du machen kannst, in den meisten Spielen kriegst du einen Satz an den Kopf gekloppt. Und dann geht die Story weiter. So 99% der Inhalte sollen von jedem gesehen werden, weil Inhalte kosten. Assets, Animationen, Sounds, Voicelines. Es kostet alles. Das kannst du dir nicht leisten, ein Spiel zu machen, wo ein Spieler kauft das volle Spiel und kriegt 10% zu sehen. Und dann, oh, ist ein Scheißspiel. Voll kurz. Nee. Majora's Mask stammt auch noch aus einer Zeit, als Spiele noch nicht, das ist ja schon über 20 Jahre her, da haben sich die Studios noch was getraut. Als Game Designer darf ich selber gar nicht so eine bittere Einstellung haben. Man kann das halt nur selber besser machen, ne? In dem Umfeld, in dem man halt in der Lage dazu ist.
Also sorry, dass ich so ein bisschen gerantet habe über die Branche im Endeffekt mit der Aussage. Aber meine Aussage da ist auch, Leute, traut euch mal wieder was. Die Spieler sind müde. Die Spieler sind überfordert von Fake-Freiheit. Macht mal wieder richtige Spiele. Legt euch selber mal ein paar Grenzen, innerhalb derer ihr frei drehen könnt. Es ist nicht das beste Spiel, was die meisten Quadratkilometer Spielfläche hat. Ne? Nummern machen ein Spiel nie besser. Ich liebe ein kurzes Spiel, das gut ist. Wirklich gut. Von mir aus dauert es dann halt nur ein paar Stunden. Dann ist das so. Da bin ich viel dankbarer, wenn man mit meiner Zeit so wertschätzend umgeht und mir auf wenige Stunden was Geiles hinlegt. Als wenn man im Endeffekt mich beleidigt, indem man irgendwie ein paar hundert Stunden mich einfach nur bei Stange hält, beschäftigt und ich erwarte dauernd was und dann kriege ich trotzdem nichts. Das ist doch viel beleidigender. Deswegen finde ich auch die Einstellung von uns Spielern dumm. Wir sind ja auch dumm, weil wir die Entwickler dahin erziehen, uns so zu verarschen. Weil wir nämlich genau das machen. Wir kaufen ein Spiel nach, oh, geil, 500 Spielstunden, 7000 Quadratmeilen, oh, geil. Danach kaufen wir dann die Spiele. Nö, ich gebe 60 € doch nicht für ein Spiel aus, das 5 Stunden dauert. Okay. Tja. Was machen dann die Entwickler? Was macht ein Ubisoft? Mit Assassin's Creed. Rechtsklick kopieren, Rechtsklick einfügen und jetzt malen wir mal eine andere Setting drüber. Und wie belohnen wir Spieler das? Wir sind halt auch einfach doof, ne? So, wir Spieler. Da haben wir selber Schuld, da müssen wir aber auch. Also, ne, wer doof ist, der muss halt auch ein bisschen gefoltert werden. Das ist dann okay. Das ist dann selber Schuld. So Survival-City-Bilder wie Frostpunk mag ich. Meistens so, entscheide dich, sonst gehen wir drauf. Perfekt. Ja, sowas ist ein gutes Beispiel. Resident Evil 7, man kann sich entscheiden, ob man seinen oder der anderen Frau ein Gegenmittel verabreicht. Soweit ich weiß, ändert sich dadurch nur die Endsequenz. Ist aber okay, ist schon mal überhaupt irgendwas. Ist überhaupt schon mal eine krasse Wendung. Und diese krassen Wendungen sind auch meistens immer gegen Ende eines Spiels. Wenn dann da. Weil, wie auch sonst, wenn du sowas am Anfang des Spiels machst, du kannst doch nicht ein ganzes Spiel mit der Frau oder ein ganzes Spiel ohne dich machen. Ne? Also ein ganzes Spiel mit oder ohne einen Charakter. Deswegen ist meistens irgendwie, sind Leute nicht zu töten. Baldur's Gate und Co. können sich das wieder leisten. Wenn du da einfach einen Charakter tötest, dann ist deine Quest failed. Hast doch aber genug Quest. Dann gibt's halt die Quest von dem Charakter nicht. Aber damit können sie sich leisten, dass du halt auch Leute tötest, die vielleicht sogar mal wichtig wären. Auf alle möglichen Arten. Und wenn du zu viele Leute, ja, wenn du zu scheiße spielst, dann ist das Spiel halt fehlgeschlagen. Dann geht halt für dich die Welt unter. Ja, so muss das. Deswegen danke, Welt, dass Baldur's Gate 3 gerade überschüttet wird. Mit Lob, Preisen, Wertungen. Denn genau das wünsche ich mir. Mehr. Dass Spiele nutzen, was sie sein können. Interaktiv und nicht linear. Gibt mir eine Welt, in der ich mich austoben kann. Und nicht immer nur ein Film zum Durchklicken. Sagte ich, während ich gerade eine Visual Novel spiele. Manchmal will ich ja sowas auch spielen, aber ich will halt nicht nur sowas. Immer noch für Idle-Spiele mit Leib und Leidenschaft gemacht. Für Idle-Spiele. Du meinst für die Spiele, oder? Melde mich mal ab und wünsche noch viel Spaß. Schlaf schön, Hundi. Ich nehme das mal als Zustimmung von dir. We all stand around in the hotel room socializing amongst ourselves. Isaac and Taylor invited a few friends over, so the room was pretty packed. It must be nice for Taylor to find some time for a stream of friends. I imagine a life like that would be pretty busy and full of schedule conflicts. Dante and Isaac stands beside me and we talk about our experience thus far. But Dante is clearly grumpy. Something must be bothering him. Seriously, Dante, what's wrong? Wer bäuert durch Nacht und Wind ist der Kitsu, der eintrinkt. Tachchen Neo, wie geht's dir? Bäuert. Ja, ich komme von einem Bauernhof. Ich glaube, mein Vater hätte gerne gehabt, ich wäre ein Akademiker. Ja, gut, ne?
Schreibfeier gemacht. Machst du immer Schreibfeiern? Wenn das schreibt, yay, ich habe geschrieben, das muss ich feiern. Bin ich aber auch für solche Spielchen, ja. In der Serie Black Mirror gibt es einen Film namens Bandersnatch. In dem wird während des Films Entscheidungen treffen kann, Filmverlauf beeinflussen. Sowas finde ich auch cool. Ja. Bandersnatch ist ja ein Wesen aus Lewis Carrolls Werken, ne? Nothing. You're a terrible liar. I mean, I lost $500. Oh. Can you blame me for not being happy? I definitely can. You're bringing down the vibes, man. Taylor's ears perk up and immediately runs over. Sorry, I couldn't miss this. Go on, Dante. Keep being a sore loser. He sips his drink while he waits for Dante to respond. I'm not taking your bait. Besides, I didn't deserve to lose. Something suspicious is going on here. Oh, so you were cheated. Absolutely. Clays walks over. I definitely didn't cheat. We lost fair and square, Dante. He just doesn't want to accept it. It's karma, if you ask me. Oh, I've been waiting for this. Karma for what? Making my chat buy you those headphones? Come on, we all know that was low. It wasn't low. And besides, that wasn't even my fault. How not? Isaac is the one that brought it up to begin with. That's not how I remember it. Seriously? Yeah, I don't remember that either. I'm out of the loop here. Karen steps over. Story of my life. What's going on? Dante begged my chat for free money. Ooh, that's low. I did not. Where's your proof? Show me. Come on. Hold on, I'll scroll back through the group chat. Wait, I'm starting to remember. Hallo Mia, na, wie geht's dir, Stück? Oh, Boop. how convenient. But let's drop it anyway. We're here to celebrate with Delta, right? Black Mirror ist auch eine gute Serie. No proof I am. I still want to absolve myself, if that's okay with you. Nope, not necessary. Isaac places his hand on my shoulder, clearly changing the subject. It's like he knew Dante was right and he was responsible. I try to think back, but personally, I can't remember. A lot has happened in that group chat since I arrived. Thanks a lot, Isaac. We could have messed with him for a little bit longer. We'll get around to it. Taylor smirks and then goes back to his friends. They laugh and smile. I can tell he gets along great with them. He almost looks more happy with them than he does with us. But I guess it makes a difference to hang out with people in your field. And especially to hang out with a group that isn't fighting Argus like we are. I'm an agent of Cypher now. That definitely wasn't on my to-do list. Well, Delta, how does it feel? How does what feel? Getting cleared, I mean. Must be a big weight off your shoulders. Oh mein Gott, das ist ja... Oh. Wir können sowas sagen, weil ich jetzt kein Patient mehr bin, kann ich jetzt meinen Psychologen nach einem Date fragen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also manche Möglichkeiten in diesem Spiel hätte ich gerne nicht. Also manche Möglichkeiten in diesem Spiel hätte ich gerne nicht. Also wir können sagen, ja, aber klar doch, da also eine Masse an Stress ist einfach so von mir geworfen. Oder wir können sagen, ach, eigentlich habe ich es ziemlich genossen, mit ihm zu quatschen und so, der war echt weise und Oder wir sagen halt, ja, aber jetzt sind wir kein Patient mehr dort. Das heißt, Natürlich speichere ich, ihr kennt mich bei solchen Geschichten. Und ich muss wissen, was passiert, wenn wir das, Das würde ich niemals tun, meine Lieben. Aber einfach, weil es witzig ist. Und um euch auch zu beweisen, wie gleich die Geschichte nämlich immer, ne, also wie egal Entscheidungen am Ende sind. Lasst uns das mal kurz hier erörtern. Lasst uns mal kurz hinter das Game Design schauen. Yeah, but I'm not a patient anymore. I can't ask him out. You can... What now? Never mind, actually. It's none of my business.
He smiles and gives me a soft laugh. Did, anything ever happen, by the way? I mean, with how he was going off curriculum? Und jetzt laden wir nochmal. Yeah, for sure. A ton of stress just washed away. I could tell. You're acting a lot different. Not in a bad way or anything. He smiles and gives me a soft laugh. Oh, Mensch, als ob ich recht hatte, ne? Und als ob jeder Satz immer nur einen Kommentarsatz droppt und dann geht die Geschichte einfach straight weiter. Meine Lieben, jetzt seid ihr in Zukunft in einer Metaposition, wenn ihr Spiele spielt. Weil ich euch als Game Designer sagen kann, so funktionieren Spiele. Wenn du eine Entscheidung hast, wird einmal darauf reagiert, was du gemacht hast und dann geht die Story einfach weiter. Gute Game Designer, ja. Man muss ja immer im Bereich der Möglichkeiten bleiben. Du kannst nicht 300 Millionen hoch 300 Millionen hoch 300 Millionen Möglichkeiten einbauen. Geht halt nicht. Gute Game Designer lassen im Hintergrund Counter mitlaufen und kommen oder setzen Variablen und kommen ganz später in der Geschichte auf einzelne Entscheidungen nochmal zurück. Dann hast du ein gutes Spiel. Wenn später im Spiel einfach ein Charakter nochmal auf etwas eingeht, was schon ganz lange zurückliegt. Oder wenn, sage ich mal, ein Charakter für oder gegen eine gewisse Fraktion ist und du im Hintergrund unsichtbar Ansehen bei der Person sammelst durch Entscheidungen für oder gegen das, was die Person mag. Das ist top-notch, ja. Das macht aber fast kein Game Designer, weil das ist schwer. Das kostet Zeit. Aber wenn ein Charakter im Hintergrund unsichtbare Punkte quasi sammelt, wie du dich entscheidest durch ein Spiel und danach auf dich reagiert, da hole ich mir als Designer einen drauf runter auf sowas. Du hast Beweise? Das glaube ich ja gar nicht. Laden wir nochmal. Denn also ich würde eher sowas sagen wie, I actually enjoyed talking to him. That's really wise. Ne, weil wir konnten halt so vieles nicht sagen, weil wir halt hier rumkriminalisieren. Aber eigentlich hätten wir da noch ein bisschen, ne? I believe it. Ja. Counselors have a lot of responsibility. I'm actually surprised you got cleared so quick. Ich bin eingeschlafen, was das angeht. Aber wie gut ich coden kann. Also eingeschlafen, weil ich kaum noch Codes nutze und bei Game Design Software mittlerweile fast nur, also auf Arbeit nutze ich noch ein bisschen Code, aber privat nutze ich ja nur noch Nodes. Node-basiertes, ne? Aber Sekündchen. So, was haben wir denn hier? Oh, was eine Unordnung. Also, naja, nicht direkt Unordnung, aber einfach eine Masse von Krempel. Hier ist noch meine Urkunde, dass ich ein Pfalzgraf von Burgund bin. Was mir nichts hilft, weil wir keine Monarchie mehr haben in Deutschland. Aber es ist cool. Steuerbescheide. Mietvertrag. Geburtsurkunde. Zeugnisse. Zertifikat, in einem Erasmus-Programm mitgemacht zu haben. West Lothian College Gedöns. Ja. Noch älterer Kremp. Gott, haben die Geld in mich gesteckt. Hast du Open Source Gedöns? Open Source Gedöns, was meint, also Unity nutze ich privat, ne? Und da, wie gesagt, kannst du auch Node-basiert Dinge wuseln mit den richtigen Add-ons. Ich sehe hier nur gerade, ich habe hier vom Arbeitsamt eine Privatschule ausgegeben bekommen mit einer die dauert gar nicht so lange. Also, oder die sollte gar nicht, das ist gar keine ewig, aber hier, gucke mal. Gesamtkosten
der Privatschule 37.625 Euro. Wo man lernen kann. Ich habe alles durch Bücher gelernt, durch Kurse hier und da. Puh, Mann, hier ist halt so viel drin, dass ich nicht finde, was ich suche, ne? Ich habe halt so viele Urkunden über Krempel. Was ich mal irgendwann gemacht habe, Zertifikate, Kurse, die ich mal belegt habe. Eine Zeit lang habe ich mal jedes Zertifikat mitgenommen, was ich irgendwo bekommen habe, weil ich dachte, das macht mich wertvoller. Ne? Wenn ich einfach alles mitnehme, was ich kann. Ist ja auch erstmal kein doofer Gedanke. Google-Zertifikate habe ich auch mal so ziemlich alle gemacht, die es einfach gab. Praktikumszertifikate sind hier auch einige drin. Steuerscheiß. Das ist so die wichtige Mappe. In einem feuerfesten Gedöns. Arbeitsvertrag, Handyvertrag, Sozialversicherungsausweis. Versicherungsurkunde. Okay, ich hab satt zu suchen, meine Lieben. Was ich sagen wollte, ich habe damals in der Schule eine 1+ mit Sternchen fürs objektorientierte Programmieren bekommen. Aber ich bin halt raus. Ich habe es jahrelang nicht mehr doll verfolgt, deswegen bin ich wahrscheinlich nur noch okay. Ich müsste mich wieder einarbeiten. Bin mehr der Praktiker, einfach ausholen und dann Erfahrungen sammeln. Ja, das mache ich auch, aber ich lese vorher ganz viel, bevor ich anfange mit Erfahrungen sammeln. Und während ich dann Erfahrungen sammle, dann weiß ich schon dauernd, ich erinnere mich daran, hier, da und dort. Und auf jeden Fall die Bewerbungsmappe attraktiver. War wahrscheinlich. He smiles and gives me a soft laugh. Did, anything ever happen, by the way? I mean, No, we're just how running he was out of going- things to talk I about. see. So he chose current events. Well, that's good enough for me. I was starting to wonder if he could be part of Cypher. You know, showing you those anti-Argus pamphlets. He definitely not. He seems really high up in Argus. How high up exactly? Hicks. He knew the leader was appearing before anyone else. Wow. That strikes me as extremely privileged info. You must have got help from the best in the business. Explains how they got cleared so quick. Felt like it was only a couple sessions. It basically was. Oder er ist Argus. Unser Psychologe ist Argus, na? Wer möchte raten? Wer ist Argus? Wir wissen, dass es eher Hermes ist, aber wer ist Argus, meine Lieben? Wer ist Argus? Unser Psychologe? Wir? In der Zukunft? Weren't we supposed to keep this stuff on the down low? I doubt anyone can tell what we're saying, especially with how loud Taylor is. I can hear you! All right, new subject. You all ready for Hermes Day? As ready as I can be. Ready, and kinda scared. That's basically my life motto these days. That reminds me, I still need to hang out with Dante and Taylor. I owe everyone a heart-to-heart before Hermes Day comes around. Now that they have opened up to me, I bet we'll bond even more. Oh nein, ich habe Angst. Wir müssen wieder daten. Habt ihr auch schon Angst?
It's cool how much better I know everybody compared to a couple of weeks ago. Ja, das Spiel war ja auch lang genug, ne? We're starting to feel like a real family in this together until the end. When the time came to enter Argus HQ, no secrets would remain. Unfortunately, that meant for better and for worse. I had no idea how the others would react to learning that Isaac is Hermes. It was all for the greater good, but it definitely called for deception. And if there's anything that can test the limits of forgiveness, it's deception. Of course, not being in touch in their future visions was a pretty bad sign. Just what was going to happen on Sunday? To us? To everybody? I wish I had someone to talk about this. Ja, haben wir ja. Wir können ja zumindest mit Isaac drüber reden, ne? Zumindest. Hatten wir noch was mit meinem Crush, Char? Du meinst, wir sollten mal wieder was mit Chiron unternehmen? Ventus! Es muss sich in beide Seiten gepiekt fühlen, aus Gründen. View which journal entry? Hermes opened up. I'm really glad that Isaac chose to open up to me and he believed my outlandish theory about what's going on. I suppose he knows Argus better than anybody else, so it makes sense that he would believe me. His knowledge helped him achieve almost everything he's done so far, so his validation means a lot. I guess it doesn't even matter if I'm right, though. The way I'm writing these diaries works out in my favor either way. If I'm talking to someone in the future right now, then it will become evidence and testimony. If something happens and this diary is confiscated by Argus, the same thing happens, so I've to start thinking about the future regardless. Besides, I feel like the world will want to know more about Hermes. These figures that become legends usually never get the chance to be known for who they really are. People like that usually just get summed up by their achievements and little else. But I feel lucky that I've gotten to know Isaac on such a personal level. Maybe that's why you're watching me. I can see the appeal in learning more about one of the men who changed the world, but don't forget about his handsome sidekick, alright? I'm putting in some of the work too. On a more serious note though, Isaac's story is truly heartbreaking. I can understand why he's doing what he's doing and why he's devoting his entire life to it. We're on the verge of the culmination of this entire life's work, and that's really cool to think about, isn't it? Delta. Ja, was los, wenn das hättest du lieber Doppelpeak? Also Doppel, ne? Zwar beide Finger. Ja, ich weiß, ich bin fies. Hin und wieder. Gern mal. Ach, wat. Haben wir hier wieder. Experience Pivotal Fragment. Stehe. Rebels and Revels. Finale. Dann bringen wir jetzt mal unsere Tabletop-Runde zu Ende. Ich bin doch nie frech. Kann irgendjemand im Chat learn to find beauty in the unknown rather than fright? Okay, sollten wir also ausdrücken, learn to find beauty in the unknown rather than fright. Okay. Oh, der Marktplatz von Maseo. Ich vermisse das Spiel. Bitte, Clays. Wenn du in Zukunft wieder ein Spiel machst, bring wieder eins raus wie Winds of Change. By the way, ich habe damals sehr viel Geld gebackt für Komorebi. Wann kriege ich endlich mein physikalisches Paket von allem? Mal gucken, wie lange die noch brauchen. Ich habe ja noch nicht genug Kram, der hier alles vollstellt. We all sit around the hotel room, engrossed in our campaign. Things sure have progressed since we started. I'm really invested. Well then, you struck a deal with the leader of the Thorns. It seems like they're willing to negotiate things with Isaac. That was a little fast. I thought we were in a prison cell. I had to expedite things a bit. And remember, stay in character. Wow, sure glad we got out of that prison cell. Being locked up with Dante sure is a special kind of torture. Remember, I'm technically your boss. I'd reconsider threatening me, Dante. If this deal goes south, you'll all die. He's got you there. What is the nature of this deal, anyway? Well, it's basically a stalemate right now.
We both have enough dirt to ruin each other. So I'm gonna ask them to drop it. Ceasefire, if you will. Wen fragst du, was berühmt angeht, Vögelsche? Also ich bin ja nicht berühmt. Süße Kostüme. Wo ist dein Halsband? Ja, aber gucke mal, Mia. Er hat jetzt gerade fast nichts an. Ist das nicht auch schon was wert? And the town square is the best place for that. Wait, I thought we were gonna bring them in. We have enough info to take down their entire organization. It's more delicate than that. In a situation like this, it's best to trade discretion. Ich wusste We could doch. take them down, but we can never erase info. Just trust me, alright? And yeah, the town square is the best spot. Too open for an ambush, and we're keeping civilians at a distance. Wie wir hier im Endeffekt in unserer Dungeons & Dragons Geschichte so ein bisschen bzw. vorspielen, was ja auch quasi in echt gerade passiert, ne? I'll take your word for it. I hope they show up this time. What do you mean? Last time I arranged a meeting, it didn't go so well. Thankfully, the monarch had my back. Mia ist ein Verdorbi. That was a different kind of meeting, Isaac. Right. But it's good to have some moral support either way, especially when there's so much on the line. So we just wait, then? Yeah, but by now we're experts at it. Besides, they agreed to show up before nightfall. It lessens the risk of an ambush on either side. Our group of heroes waits in the town square. Eventually, as time passes, many of you start to lose hope. The window of time for their arrival gets smaller and smaller. Schlimm bist du. Where are they? Something must have come up. No, they'll be here, I promise. If not, then how about we go on the offensive? You mean take them down like we originally planned? At least we gave them a chance for peace. True. That sounds like a plan to me. Been dying to put my sword arm to use again. True, there hasn't been much fighting since the war. Looks like your arms have gotten a bit smaller, Chiron. You didn't say that. Right, of course not. Sorry. More time passes, and then more. You're about to give up hope. And then someone approaches from the far side of the square. As promised, they came alone. Just in time, too. Beschwert habe ich mich nicht. Hey, everybody! Ah, ja. Oh no. Really? A GM-controlled character? Is that allowed? Yeah, it is. I came for Isaac. You, might want to use less aggressive wording. So eine Klamotte, wie er hier gerade trägt, habe ich tatsächlich auch im Schrank. Also ein mittelalterliches Hemdchen mit so Buntschnüren, ne, so über Kreuz. Und so ein schwarzes Westchen drüber, das habe ich auch. The negotiations. I came to resolve this. No you. That's better. Did you come alone? As instructed. Really? You calling me a liar? My entire organization is built on the truth. Just being cautious. The townspeople are starting to watch from afar. Good thing they have nothing to worry about. Peaceful negotiations, remember? Yeah. A tense atmosphere fills the town square. The slowly setting sun offers lighting to increase the drama. This was a standoff between the two best information brokers in the world. Hallo? Du hast ein knappen Hemd oder hast du ein knappes Hemd? Ein knappen Hemd. Ja, du kannst mir gerne da drin dann die Stiefel putzen, ne? Sag mal, wer von euch hat Game of Thrones eigentlich die Serie gesehen? I'm going to take slow steps toward you now. I promise not to make any sudden movements. In my pocket is a paper that we stole from your quarters. If we were to leak it, we'd have cause to take down the Thorns. I take slow steps toward the leader of the Thorns. I'm going to hand you the paper, and you can leave. Go back to your HQ and destroy all the intel you have on us. After that, remain silent about everything.
We won't bother you. And you don't bother us. How can I believe that, Isaac? Your monarch would let the thorns roam free? Yes, Mazeo will always have a criminal underworld. If we took you down, someone else would just rise up. So why not agree to put aside our differences? Who knows? We might even need each other's help in the future. Very well. Continue stepping forward. Ende war aber schwach. Vikings fand ich toller. Naja, du musst halt bedenken, das Ende war halt nicht mehr unter Martin. Das Ende war nur noch, das war halt nicht mehr so dieses schöne Verweben der Fäden, sondern so, zack, wir müssen jetzt alle Fäden fertig machen. Der letzte Staffel war meh. Nicht gesehen. Was? Aber mir, das geht doch nicht. Ich muss sagen, ich fand das Ende okay. Ich konnte nachvollziehen, was mit Daenerys passiert ist. Ich konnte es nachvollziehen. Man muss es nicht gut finden, aber es war okay dafür, dass man muss jetzt schnell alles fertig machen. Ne? I keep stepping forward, taking slow, cautious steps. I know that any sudden movement could be seen as an attack. But little did he know, that's exactly what I had planned. When I get close enough, I reach into my pocket. But instead of a paper, I pull out my dagger. What? Isaac? I grab the leader of the Thorns, holding them hostage. I press the dagger against their throat in anger. What are you doing? As if you don't know. You came alone? Nice joke. I see 2 archers on the roof to the left, and 2 more on the roof to my right. I apply more pressure to his throat with the dagger. Aber das kann Isaac doch gar nicht wissen, ohne vorher einen Throw zu machen auf hier Perception. Wenn der GM das nicht erzählt, kann er ja nicht die Geschichte ändern, hier der Isaac. My turn to ask. What were you thinking? Just trying to guarantee my safety. Ne, weil normalerweise darfst du als Spieler sowas nicht entscheiden. Du müsstest sowas über Perception Roll rausfinden oder auch nicht. Ich sehe schon. Ja. Oh, ich verstehe, was du meinst, Vögelsche. I don't mean right now. Why did you skip out on our last meeting? Huh? Sweet, he figured it out. I know who you are. I figured it out in your quarters. Then perhaps you'd consider showing me mercy. Not after what you did to me. I've been looking for you my whole life. Wait, is that? And that's the big twist. The leader of the Thorns is Isaac's father. What? Oh, the irony. He abandoned his son to save him from the family business. He didn't want Isaac to live his life surrounded by crime and deception. Das ist okay. But in doing so, he only condemned Isaac to that life from the start. In the pursuit of finding his parents, he became the swindler he was today. He embraced the very world that his parents tried to keep him out of. Wow. You might not want to watch this. Wait, Isaac, don't kill him. And whatever happened, you can work it out. Wie die Leute alle jetzt noch so einen schockierten Gesichtsausdruck haben, den es bisher immer gar nicht gab. No. Isaac, please. Put the dagger away. I'm not budging on this one, Dante. The whole group tries to talk Isaac down, especially when they were under the eyes of several archers. Isaac, this isn't what we're like. The monarchy doesn't assassinate people. Then consider this my resignation. I run the dagger across his throat, then throw him to the ground. Isaac, seriously? There's no time to act. The archers let loose in an act of revenge. Isaac tries his best to dodge, but he's shot through the left shoulder. Oh no! I'm shot! Wie überraschend. In that moment, everyone flees from the town square. Arrows rain down upon you, and you try your best to escape unharmed. Irgendwelche Rettungswürfe? But one heartbreaking fact is clear.
Isaac flees in the other direction, away from his friends. In this moment, he chose revenge over his loyalty to the monarchy. Tja, Revenge for his father abandoning him as a child. Revenge for every bad thing that ever happened in his life. It didn't even matter to him that the townspeople watched in shock. To them, they saw the monarchy resort to assassination. They'd never know who that was, or that the thorns would fall apart. You all escape unharmed, but several questions linger in the air. zum Beispiel, woher die wissen, dass wir zu der... Na gut, weil der Monarch, der ist schon bekannt, ja. What would happen to the monarchy next? What would the people think about your cause now? Isaac's actions struck a blow to the integrity of everything. Did he really abandon you after taking his revenge? Was everything that happened worth it? Is your rule in jeopardy? I think those answers we should save for the sequel. Oh, düsteres Ende. Hauptsache am Ende wird die Person im Rollstuhl, Bran, da kann man ja genau erkennen, zu König gemacht, weil er rebellisch, weil Rabensicht und so. Ne, ja, aber eine weise Person, die alles sieht, ist ja erstmal gar nicht so schlecht, oder? Ich könnte sowas nicht spielen. Warum denn nicht, du Plüschgesicht? View Witch Journal entry. Well, tomorrow is the day the leader of Argus finally reveals themselves. Naja, Vögelsche. Ich hau dir auf den Poppes. Nobody knows who they are or even why they are appearing. People hope that they will take accountability for the midnight deaths, but for some reasons I feel like that's not the case. Also, tomorrow is the day of Isaac's follow-up interview, but I think it's become clear that he's sabotaging it in order to enact his final plan. He's throwing away his entire career. The level of conviction he has is actually kind of scary. But I guess nothing is stronger than personal belief. I don't really know what to write anymore. I've only really been here for a few weeks, but so much has happened. Maybe this is the part where we just strap ourselves in and enjoy the ending? Well, you probably already know what's coming, but the possibilities fill me with endless fright. If my life is deemed worthy being experienced in any way, and tomorrow is the biggest day of it, well, I feel like that will be the selling point. I kind of hope my move would be simple. A slice of normal life, with maybe some romance, comedy sprinkled in for good measure. But it seems like we are now agents of Cypher, and we're going to help Hermes change the world. Who saw that coming? Oh, besides you, of course. Ach ja, bittersweet. Tja. Und verrückt, dass man sich anders in der Vergangenheit verhalten hat, weil man in der Zukunft in die Vergangenheit hinein beobachtet wurde und das dann wieder Auswirkungen... Zeitreisekram macht mich immer... Ich muss es ja nicht lesen. Also das eben ja. Aber wenn die reden, kann ich doch zuhören. Ich kann doch Englisch. Muss ich doch nicht lesen. Tja... Venti Popenti. Irgendjemand eine Meinung, mit wem von den 5 wir als erstes interagieren möchten? Dann haut mal raus, wer von den 5 sollte als erstes von uns besucht werden? Pivotal fragment. Hm? Rebels and Revels. Aftermath. Haut mal raus. Haut mal raus. Your failures should inspire you rather than hold you back. Mhm. Ja, Mia, war da was? Möchtest du etwas mitteilen? We all sit around the table exchanging satisfied glances. I guess that was the end of our campaign. At least our little test campaign. Well, what'd you think? I'm impressed, but I thought you wanted to avoid a cliffhanger. No, it wasn't that bad. Besides, we answered a major question, so for me, that's enough resolution. Yeah, that was a pretty good finale. Definitely fit the tone and style of everything. Nice little twist at the end, too. I mean, my father was the leader of the Thorns.
I thought I'd triple down on the irony. Gotta feel bad for your character, though. Well, he did what he had to do, just like he always does. At least now he has closure on something that haunted him forever. Halsbandbeck, ja. It's kind of cool how this all lined up with our own world too. Ja, das dachte ich eben auch schon. Also, mein Lieben, wer von den 5 sollte die erste Person sein, mit der wir uns nochmal one-on-one treffen? Haut raus. Our rebellion took down the triumvirate, right? We were clearly evil, so we changed the world for the better. But there was a power struggle between us and the Thorns. If we continue the story, I imagine they'd be the first of many. Oh, I see what you're getting at. Yeah, exactly. If we treat Argus like the triumvirate, the result could be the same. Competitors will rise up, taking advantage of the gap in power. That's the most realistic outcome, yeah. But I imagine in our world, the competition won't be as underhanded. Or as violent, hopefully. Or that. We'll probably just see new companies rise up, each one with their own unique identity and benefits, but they'll all be tied to the system, not just Argus. Do you think Argus is using the system to their own end? If they were, it was probably in the name of the greater good. Even I agree that Komorebi requires some level of social control. But not nearly as much as they've led us to believe. They're using fear of the unknown as a weapon. And it was working, too. I'm loving all these parallels between real life and our campaign. Makes it seem like Taylor actually took time to plan all this. Of course I did. Remember, you baited me into doing this. If I let down the storyteller of the group, I'd be crushed. Yeah, you did a good job. Even connected Isaac's backstory to the overall narrative. Is there a term for that? It's just called connecting plot threads. It makes the conclusion a lot more satisfying. Without a strong foundation, everything just falls apart. And calling them threads is a metaphor, right? Kinda. You want all your threads to be as strong as possible. We all know what happens when you tug on a loose one. Everything falls apart. It's pretty cool when you think about it, right? Isaac is part of a rebellion, just like the characters in our campaign were. And because we've got his back, we're members too. Us? Agents of Cypher? Yeah, for longer than we thought. Sorry for not telling you sooner. You say we're agents of Cypher, but I'm gonna say we're unwilling accomplices. That makes it sound so boring. We can help Isaac change the world here. And if we fail? We've come too far to fail. If we were gonna lose, it would have been ages ago. Probably as soon as he applied Chiron's identity to that phone. Yeah, that was the riskiest part. You mean whatever you're planning at their HQ isn't risky? Oh, it definitely is. Just not as much as you'd think. It's been smooth sailing so far, and I aim to keep it that way. If you say so. If you're starting to doubt things, just look at the town square. What about it? Complete unity. City folk have started feeding and hanging out with the Zeros. Both sides are now part of the protest. And what is Argus doing about it? Nothing. Everyone was worried about stepping in and getting in trouble, but it's not happening. So it's just inspiring more people to help. Our entire journey so far has been filled with worry. Sure, but it was always worry about what could happen. It's never been based on what has happened. And each day that passes, more stuff keeps happening. Our concerns have been put to rest almost every single day. So it's time to start basing our thoughts on reality. We can't let them use fear of the unknown against us. Remember, that's always been their most valuable weapon. You have a point. Wow, what a speech. Maybe we should have made you the monarch. Oh, I'd definitely rock that crown. We all smile as our time with the campaign comes to an end, but with it came striking similarities to our current situation. Similarities that fill me with resolve rather than fear. I remember thinking up some similarities when we first started, but back then so much was uncertain. It's impressive how far we've come in such short time. Isaac telling us about the link to Cypher seemed to unite us even more.
I gotta say, being an agent of Cypher sounds pretty awesome. We're going to witness the end of Argus' monopoly and the aftermath. If Cypher is like the rebellion, then they would rise up after this all ends. If only Dante knew how much irony was behind the statement. Isaac should be the monarch. Well, he technically was. He's running Cypher, much like how I ran the rebellion and the monarchy. And just like me, he was uniquely qualified to take on the task. His entire life has led up to this Sunday. Thankfully, there's no one I would trust more than him. Especially when it came to bringing us a better future. Also, wie war das? Ich höre, irgendjemand, ein Vorschlag, mit wem wir uns zuerst treffen? Ja? View which journal entry? Habt ihr da keine Meinung zu? So, Sunday the 5th. Living life for the future instead of the present. Normally that would describe all of my friends, but lately it's described me and my relationship with my memories. At the end of the day, our own experiences really are the most valuable things in the world. Feeling that belong to you and nobody else. At least that's how things were supposed to be. Just like Komorebi disturbed the natural order of things. It seems like this new nostalgia technology may do the same thing. We will either become prisoners to our own past, addicted to reliving our highlights over and over, or start to turn other people's lives into a commodity. Story to be bought and sold. I didn't expect to have you along for the ride, but I guess some of the biggest moments in life are unexpected, huh? Do you know how sometimes you can sense someone's true nature, like just spending a second with somebody can tell you all you need to know? That kind of happened with you, no matter what. I can tell that your intentions aren't bad in any way. Argus is playing some sort of four-dimensional chess here, aren't they? As if Komorebi and the system aren't enough of a nuisance, they're discovering new ways to control us. If this nostalgia technology comes to fruition, we'll never know which moment in time could be used against us in the future. At least now we know it's only when we leave the house and stuff like that. With this new tech, most people will spend every second of every day regulating their lives, making pure memories. I feel like that may be their end goal. Either way, we're about to find it out. We're in this together now. Just like me and my friends promised each other at the start of this until the end. Witzig, dass es hier so hingestellt wird, dass, sag ich mal, die Erinnerungen durch die Nostalgia-Technologie in Zukunft halt auch einfach sowas sein könnten wie Unterhaltung. Unterhaltung für Leute, also wie wir. Wir nutzen gerade die Nostalgia-Technologie, um das zu entdecken, also das wieder zu erleben, was in der Vergangenheit, in der Zukunft passiert ist, quasi. Eine witzige Art und Weise, das alles diegetisch aufzulösen. Ist auf jeden Fall nicht doof. Finde ich witzig. Ist witzig gelöst. Aber wenn die Nostalgia-Technologie also offensichtlich eingesetzt wird, weil wir das hier sonst alles gar nicht erleben könnten, ist das ein Beweis dafür, dass Argus gewinnt? Oder ist es so, dass Cypher gewinnt und macht einfach dasselbe weiter wie Argus? Also egal wer gewinnt, der Weg geht halt weiter unter anderem Namen oder was. Lasst uns überraschen. Dante lese ich gerade. Tja gut, dann. Experience. Heart-to-Heart Fragment. Dante 4. Dann versuchen wir da doch mal One-on-One-Time rauszuschlagen. In der Küche offensichtlich, wie der Hintergrund aussah. Nee, falsch. Das ist das Schlafzimmer. Das Hotelzimmer. Looks like it was time for me to chat with Dante. Out of all others, he was probably the closest to Isaac. Because of that, current events were probably hitting him the hardest. But with a strong bond comes strong trust. Against better judgment, it seems like he would do anything for Isaac. Even follow him to the heart of Argus HQ in the name of a better future. What a great con, huh? The sarcasm in his voice is immense.
Cypher und Argus vielleicht nur 2 KIs, die sich bekämpfen. Naja, also der Anführer von Cypher ist ja unser Isaac hier, ne? Das kam ja schon raus. I wish we could be out there helping the Zeros, but I guess we're doing it in our own way. It's the waiting that kills me, though. There's so many people just standing around. At least the Zeros are being fed. Too little, too late, some would say. So viele Maybes, ne? Auch witzig, wie mein Kitsunaki immer oben überm Datum ist, sodass ihr nie genau wisst, welcher Tag ist. Auch witzig. There's no denying it. What happened was truly awful. There was no reason for those Zeros to die. Not a single one. I could see the guilt on the faces of people helping out in the town square. If only I stepped in sooner. That's probably what they are thinking. If I help now, I will feel as guilty about it as the aura I feel in the air. It's almost like they care more about their conscience than those lives. But at the end of the day, help is still help, right? Does it even matter what's going on in their heads? Or I'm just projecting what I feel into this unsuspecting messes. Also ich muss sagen, ich finde das ja auch wieder niedlich, wie viele philosophische Gedanken der hier beim Schreiben in den Raum wirft. So ähnlich ticke ich beim Schreiben auch. Philosophische Gedanken in den Raum werfen mag ich. Better late than never, others would say. At least now there will only be 2 casualties. Too many, if you ask me. How do you feel about all this, Delta? I can tell it's affecting you more than you let on. Egal was ist, erstmal wird gespeichert. Witzig, wir sind im Jahr 2042 und wir haben auf Speicherplatz 42 bewuselt. Also wir können sagen, ich vertraue Isaac. Ich weiß, unsere Rolle ist größer, als jetzt nur die Zeros zu füttern da draußen. Ja, das ist auch ein bisschen von sich eingenommen. Oder Nummer 2. Ja, es kratzt alles doch ziemlich an mir. Aber jetzt, wo du bei mir bist, bin ich gleich viel entspannter. Oder sowas wie, Gott, ich bin schockiert. Aber meine einzige Wahlmöglichkeit ist ja nun, Isaac hier zuzuarbeiten. Oder sowas wie, ja, das ist genau das Leben, was ich gehofft habe zu bekommen, wenn ich umziehe. Oh, das ist aber sehr zynisch, wenn man bedenkt, was da alles so, ne? Oder aber Argus gehört gefällt. Ja? Und dieser Drive, der liegt über allem anderen, was ich gerade fühlen kann. Also der Drive, dass wir Argus fällen müssen. Was von diesen 5 Möglichkeiten wäre eure an dieser Stelle? 1, 2, 3, 4 oder 5? Haut raus! Haut raus! Haut raus! Warum wird meine Stimme höher? Keine Ahnung. Mia ist mittlerweile, glaube ich, eingeschlafen, tatsächlich. Mia schläft jetzt gerade. Mia! Mia! Ihr seid heute alle echt so schüchtern, das ist unglaublich mit euch. Ihr seid einfach die Schüchternheit. Ich muss euch alle noch erziehen. Oder wollt ihr mich nur nicht beeinflussen? Tja, wenn ich so drüber nachdenke. Also die erste Aussage finde ich ein bisschen hart, zu sagen, ach, wir sind wichtiger, als dass wir hier die Verhungernden füttern sollten. Die 4. Aussage ist auch zu hart. Weißt du, bei all dem zu sagen, genau das hätte ich mir von meinem Umzug erwartet. Wir wollten ja weg von Scheiße und nicht reine neue Scheiße. Das 5. ist mir auch zu kriegerisch ausgedrückt.
Also so, boah, ja, komme was wolle, Argus wird platt gemacht. Ja, also finde Argus jetzt auch nicht doll, aber ich bin kein so kriegerisches Persönchen. Ich werde auch eher ein Mitläufer bei so einer Rebellion. Bin da nicht so kämpferisch, glaube ich. Und terrified bin ich jetzt aber auch nicht, läuft doch alles. Und ich sehe es auch nicht als meine einzige Choice. Ja gut, im Sinne vom Spiel, aber ich kann das Spiel auch ausmachen. Das ist nicht meine einzige Choice. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Aber ja, bin ich bei, ne? Also so ein bisschen Knuddelstimmung ist, glaube ich, aktuell auch das Angenehmste. Von daher, it was. But I feel calm now that you're by my side. Wow, really? Good to know I have that effect. Personally, I won't be able to relax until Sunday is over. But with everything going on, I hope you don't blame me. In this situation, I don't think anything could calm me down. You could try using a bit of denial like everybody else. Nah, I feel like facing my feelings head on. Or at the very least, letting them out in my writing. Speaking of the writing, by the way, it's going well. I lost a bit of time, but I think everything will be good. After this blows over, I'll be full of inspiration. Especially with how weird things have been lately. I mean, that whole being watched from the future thing. He knows. You gotta admit, it's pretty outlandish. But so is the idea of Komorebi, and here we are. He shrugs. Time is just a bunch of nonsense anyway, isn't it? The only thing that matters is the moment. At the end of the day, that's all we can really call our own. At least in theory. He scoffs. Other people being able to see my memories. You gotta be kidding me. That's so embarrassing. Das ist richtig. After Sunday, I might never do anything again. Just sit at home and avoid creating any regrets. I think that's what Argus is aiming for. Full social control, huh? I never figured they'd end up being that evil, but I saw those bodies. I saw their true nature. Also, I might as well get this out of the way. Sorry, Delta, but I don't believe you. Oh? I kind of figured I could convince all my friends. Leave it to Dante to be the odd one out. I don't think we're being watched right now. But at the same time, they did announce this technology, so maybe I'll meet you halfway. At the more believable part. And what's the more believable part? That one day we'll be able to revisit these memories. Remember what Taylor said way back when we were pre-gaming? Create some memories that we can revisit whenever we want. I don't know about you, but that's been my motto lately. Das ist auch eine schönere Vorstellung, dass die Nostalgie-Technologie zwar angewendet wird, aber dass wir sie nur mit uns selbst anwenden. Dass wir unsere eigenen Memories wie im Denkarium von Harry Potter halt einfach immer wieder revisiten können. Dass wir halt gerade zwar paranoid sind, aber eigentlich nur gegen uns selber in der Zukunft. Das wäre auch ein schöner Plot-Twist. Das ist nicht ganz so gruselig. Kind of an ironic thing for Taylor to say, given the circumstances. I'd especially like to revisit my life before the midnight deaths. You know, the good old days. Tja. As worried as I was, at least nothing bad happened to me. So that's kind of the logic I'm using right now. You're worrying for nothing. Seems to be a pretty comforting thought. Gotta give you and Isaac some credit, though. You have some pretty active imaginations. Coming from a writer, that's a compliment, by the way. I mean, sending memories to the future for subterfuge? Engaging in the highest possible levels of corporate espionage? You're giving me a bunch of ideas for my next book. But I think that's all it is. A bunch of fiction spawned from fear. Or maybe not fear, maybe resolve is the right word. You want to give our mission on Sunday more importance. A greater cause is always easier to commit to, after all. First it was the agent, now it's this. Did see an agent, Dante. But the footage said otherwise. I saw them at the party too. Now that's impossible. Isaac was pretty vigilant. I think they snuck in the back door. After Isaac silenced it. Maybe we should just focus on the stuff we can confirm. And yes, this is me totally projecting my fright. I don't know how I'd handle all the extra stress you seem to be embracing, but I'm sure everything will be fine after all of this blows over. So, let's figure it out then, right? We can talk about it on our date, actually.
I imagine that's gonna have to wait until after Sunday. Knuffig. I'd suggest that we go to dinner now, but if our friends tag along out of necessity, it's not really a date. I know, that seems fair to me. Part of me is a little upset, but I can't really blame Blanty. Guess I just got lucky with convincing my other friends. Or maybe it had to do with the lives they lived. An idol, a streamer, a master of tech. They all fueled their belief through experiences they've had. I didn't just ask them to believe me, though. They almost convinced themselves. I'm tempted to try and convince him, but I decide to drop it for now. As long as we have him by our side on Sunday, that's all that really matters. I wonder if he would change his mind if he knew that Isaac was Hermes. By the way, speaking of extra stress, I kinda have a plan. When we're in Argus HQ, I might sneak off on my own. Wait, what? Hopefully not too far, or ideally not at all. But if I can find a computer with high-level access there, I need to look up my family. Right now, I have no clue where to start. They don't live in my childhood home anymore. I looked into it, and the people who live there now won't respond to my emails. At an Argus computer, though, I can literally just search their names. Kann er da nicht einfach Isaac fragen? Der kann sich doch easy reinhacken, oder Then nicht? after everything is over, I can reconnect with my family. If everyone else gets a new start, I think I want one too. So just be prepared, okay? I've already run it by Isaac. And he's okay with that? Yeah, of course. But it's our secret for now, okay? We're the only people that know. He nudges me on the shoulder playfully. Kinda like this little future observation thing, huh? If it turns out to be true, I'll make sure to eat my words. And I'll let you watch so you can relive it over and over. We both laugh, embracing the absurdity of what he's saying. Perhaps belief wasn't as important as the willingness to follow. The same could be said about the city folk in the town square too. They were helping. It was the action that mattered, not the reason. Whether to clear a guilty conscience or any number of things in between, we all wanted the same thing, to show Argus that their reign was over. Whatever came next, it was in the hands of these people. Pushing any thoughts aside, that was more than enough to unite us all. Ventus ist Small Bean, Mia ist Sleepy Bean, Neo ist auch schon eingeschlafen, wette ich. Lölölö. Oh, wir haben hier noch ein Experience Fragment. pivotal fragment. Possibilities. Schauen wir doch noch mal, was dann noch vor dem wichtigen Termin passiert. Bevor wir uns nochmal die anderen vornehmen und gucken, was denen so im Kopf vor sich geht. Learning to take your own advice is the greatest strength of all. Interessant, ja, gut. Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, solche Dinge. Gruselig. You all sit back in the hotel room trying to relax? This might be the last time we got to do this. It's the real calm before the storm. Thankfully, we've made it this far without any hiccups. And tomorrow, everything would come to an end. Hopefully in our favor, but at this point, I have no idea. I can rest easy, however, knowing that all my friends have opened up. To anyone viewing my memories, I have no doubt. You know we're good people. I can't even say we're good people caught up in bad situation. I've truly come to believe that we're doing the right thing. We may not destroy Argus, but they need a reality check. They shouldn't have as tight of a grip on the world as they do. It's immoral. Cypher can rise up and be the first threat to the monopoly of Argus. I look forward to a world full of progress and innovation. It sure beats what we have, but for now, I take a large swig of soda, enjoying the company of my friends. Friends, that's right, but now we're also agents of Cypher. However, unwittingly... This is gonna suck. It's gonna be cool, actually. I'll finally get to show you the full extent of my skills. Putting Chiron in the system wasn't the full extent of your skills? Not even close. Now I'm scared. Don't worry, Dante. You're on my good side.
Let's just make sure it stays that way. Are you gonna tell us what the plan is yet? I can't. I have to wait until the time is right. A lot of this is on a need-to-know basis. Such a cliche line. I know. I've always wanted to say it. Must have sounded so cool. Sure, let's go with cool. Taylor looks worried. I can tell that the fear must be getting to him. So, what do we do in the meantime? Mia, Halsband. Gucken, ob man Mia noch wach kriegt. Well, tomorrow is gonna change everything. It's the last time we might get to do this. What do you mean by this? We won't really know until tomorrow. It was kind of an abstract statement. He just means the status quo is gonna change. Hopefully for the better. Of course. I have this down to a science. So how about we celebrate instead of worrying? Sure, makes sense to me. We want to look back on this as a happy time. Speaking of looking back, Oh, you talked to Delta 2? I guess I wasn't the only one. You talked about what exactly? the past. Oh, well, in that case, me too. It's always important to look back before looking forward. Reminiscing is always important in the face of change. Reminiscing ist auch ein schönes Wort. Yeah, the past is always set in stone. It's comfortable and familiar. You know what they say, right? The safety of the past is the greatest treasure that we can never possess. I guess Argus is aiming to change that. Just another way to keep us in line. Super cheap booze and a glorified dream machine. We're gonna put a dent in that plan, though. Without their monopoly, their control will be limited. I guess. But we'll always need the system. Competition only introduces lesser evils. At least there'd be options. Argus can't keep things like this forever, right? If they have sole ownership, then they have sole control. I guess so. I mean, we might be able to take that control away from them, but at the end of the day, Komorebi trumps everything. We'll never be able to compete with a force like that. Especially when we don't even understand it. Do you think we ever will? Doubtful. Especially when it's easier to just run and hide. This nostalgia technology is basically admitting defeat. But at the end of the day, it's still a new technology. That's kind of exciting, with how stagnant things have been. Right, we've all become creatures of routine. I remember Isaac saying as much back when I first arrived. But stagnancy goes hand in hand with control. Can't wait to see what happens when we open the floodgates. Embracing my metaphor, huh? Nice. Isaac nods and smirks. A race with one person is pretty boring, right? They have no reason to push themselves forward. Wisst ihr, was komisch ist? Wenn ich ganz viel Malz, Bier, Cola und Energy Drink wegtrinke, muss ich dauernd pissen. Meint ihr, das hängt irgendwie zusammen? Throw a few more people into the mix, things go haywire. If Cypher wins, then a lot more people will enter the fray. As for what they'll create, I see unlimited potential. Who knows? Maybe we'll even find a way to stop Komorebi. Wenn das jeder möchte? You really think so? I mean, I think anything is possible. But if Komorebi benefits Argus, of course they'd want to keep it around. We won't really know what's possible until more people get a say. Keine Zusammenhänge. Ich misch dir einfach Malz, Bier, Cola und Energy Drink in den Mixer zusammen und kipp dir oben 2 Liter rein. Dann stelle ich eine Stoppuhr. Dann gucken wir. Like that, I'm kind of excited. How do you stop visions of the future, though? Aren't you stuck with them, even if you defy them? Ich glaube, das könnte man sogar mischen. Energy Cola gibt's ja sogar tatsächlich. Also es gibt Cola die im Endeffekt mit Energy Drink zu setzen versetzt ist. Die Vitamin B-Komplex, mehr Koffein, Inusit, Taurin und so. Zum Beispiel Volt Cola ist eine Energy Drink Cola. Und ich meine Cola-Bier, da kollabiert man. Hahaha. Nee, das kann man auch mischen.
Bestimmt auch mit Malzbier, also unalkoholisches Bier. Das ist, glaube ich, eine Mischung, die geht sogar. Kann man machen. Was wird das wieder für ein Experiment? Nix, keine Angst. Du bist nur ein Versuchskaninchen. Das ist alles gut. I remember talking about that on the way to the nightclub. If you defied your vision, you would still experience it all the time. In my mind, that changed the very nature of visions to begin with. What if they are visions of the future? I'd have to ask you to elaborate. Well, it's only the future from your perspective. Who else's perspective is there? Your future self. Okay, now you're losing me. To your future self, it would be a vision of the past. You only call it the future because of the side you're on right now. I guess that makes sense. But what does it change? You plan to defy your visions and stay friends, right? Ideally, yeah. Then it won't always be a vision of the future. Eventually it will become a vision of an alternate past. Does that really change anything, though? Yeah, it does. How so? Right now, we're trapped on one side of our visions, the side where we see it as our future and nothing else. But Delta is right. When I live past the point in my vision, it'll just be an echo. Some weird memory of a past that never was. And for some reason, I think that's comforting. I feel a bit more free when I think about it that way. I guess that's the power of perspective. Alternate lives is a pretty common theory, too. Okay, so they're just visions then. Doesn't change how intrusive they are. I hate mine, no matter when it comes from. At least it might not come true. It's better to stay a vision than become reality. I guess. Okay, this is starting to make my head hurt. But if it means I might not be on a colony in the future, then I'll take it. Any bit of hope is better than what I have right now. What if we want our vision to come true, though? I guess that's when this turns into a double-edged sword. Your comfort can just be someone else's worry. Where does the alternate past come from then? It feels way too real to just be a possibility. That's the question that the end of this conversation lingers on. Future or past, the visions had come from somewhere. Another reality, another timeline, who knows? That's an interesting thing to think about, though. If Komorebi was the echo of another life, does that mean this was my first? I had no echo to witness, after all. Could this life just become the Komorebi of another me? Maybe another version of me was witnessing this moment right now, in a hotel room with friends about to infiltrate Argus HQ and oppose them. Was ja tu. Eine Erinnerung an ein vergangenes Leben, an eine Vision über eine Zukunft, die nicht unsere sein muss. Das ist schon... Ich finde es nur schwierig, wenn man sich in solche Fahrwasser begibt, dann ist es irgendwann alles egal. Wenn alles irgendwie nur andere Multiversen, Hyperversen, Branen, Paralleldimensionen sind und alles irgendwo schon mal passiert ist und miteinander in Verbindung hängt, dann ist alles egal. Klar kann man diegetisch dann so erklären, dass man Speicherstände hat, laden kann, nochmal was probieren kann, weil alles, was passieren kann, ist passiert irgendwo. Andere Dimensionen, andere Realitäten, andere Vergangenheiten, andere Zukünfte. Und Leute, die gar kein Komorebi haben, also keine Einsicht in ein anderes Leben, sind vielleicht neue Seelen, die jetzt erst geboren worden sind, während alle anderen, die Komorebi hatten, einfach alte Seelen sind. Die gab's schon mal. Die haben einen Einblick in was schon mal war, für sie. Und wir sind eine neue Seele. Was ja auch irgendwie ein romantischer Gedanke ist. Aber wie gesagt, ich finde sowas grundsätzlich gefährlich für Geschichten, weil es irgendwann alles egal ist. Wenn du halt so mit Parallelgedöns kommst, ne? If that was the vision I had as a kid, I'd probably do anything to oppose it. After all, I would see no merit in going against the powers that basically govern our world. So in this exact moment, I finally feel happy and content with my lack of a vision. I truly live my life for me. Not to avoid anything, not to pursue it either. Because if I had a vision, I might not even be here right now.
But after everything I've experienced, I know one thing. This is where I was meant to be. And I got here with the ability to call all my choices my own. I didn't follow a vision. No invisible hand guided me down this path. And hopefully one day, this kind of life would be the norm. Ja, also ich würde fast sagen, Clays ist in einer Midlife-Crisis, was der sich hier für Gedanken aus dem Hut zaubert. Stimmt, das letzte Fragment hat ja immer nur gemacht, dass man weiter darf, View which journal entry. aber keinen neuen Eintrag hier gibt. Die kleinen Dinger hier unten haben wir auch alle durch. Dann bleiben uns jetzt nur noch die 4 One-on-One-Moments. Dann ist das die letzte Karte gewesen. Und es geht hier in die Outro. Mhm. Ja. Also, ja. Ich glaube, am einfachsten finde ich jetzt gerade Experience. Clays. Weil irgendwie komme ich bei ihm hier gar nicht wirklich rein in diesen Charakter. Das macht es irgendwie einfach, weil ich mich nicht so hin und her gerissen fühle. I led Clays into the hotel room, ready to have another chat. Our dance on New Year's Eve was pretty special, but I'm torn. The guilt inside of me is growing and I'm not sure what to do. It's clear that he's going through a tough time, an extremely tough time. Whatever happened in his vision has him contemplating his death. And unfortunately, it seems like he's considering doing it himself. Maybe I didn't need to tell him that what I did. With my unique knowledge, I could just be a good friend. That's what I should do, right? Just leave it behind in 2041? I could make up for it without him even knowing. I could save him with my kindness, as it were. Wow. Look at that view. Steps toward the window and places his hand on it. You know, I used to stay in a lot of hotel rooms, but they'd always close the curtain so no one could see inside. For my safety, just like everything else they always do. It was a double-edged sword, though, that's for sure. Because it means I never got to see stuff like this. I bet a lot of people take it for granted. This whole idle world can really rob you of joy. Or at least, the ability to appreciate the little things in life. Have you ever felt lucky that you could go into a mall? Probably not, but Ey, maybe that gives you Ventus! some perspective. Ventus! Weißt du was? Weißt du was? Als ich lese die Texte ja in der Regel nicht, weil ich ja hoffe, Englisch genug verstehen zu können. Dann gucke ich manchmal so ein bisschen rum, gucke in den Chat, gucke, ob OBS noch gut funktioniert und so, gucke mich um. Und als er dann gesagt hat, have you ever felt lucky that you could go into a mall? Ne, also halt ins Einkaufszentrum. Und ich habe auch so, was sagt er da bitte gerade? Ich habe gehört, that you could go into a mall. Und ich dachte, was? Wie? Was? Was? Ich war gerade verwirrt vom Spiel. True, I'm sure that an idol needed to sacrifice a lot. But as I learn more about it, I feel so bad for him. He has almost no idea what a normal life is like. And not only that, but his first taste of it will probably be his last. After this hiatus, he has the next 10 years of his life planned out. He's giving away his entire youth to experience what we all take for granted. Anyway, I guess there are more important matters at hand. He turns to face me, breaking the side of his distraction. It's nice to see so many people feeding the zeros out there. I feel bad that we can't help out, but it makes sense for now. Gotta keep my public image in mind, too. Don't want to go out there and openly defy Argus. He starts pacing around the room, like his thoughts are frightening. But people died. Argus just stood there and watched it happen. What does that mean for us? Das würde ihnen halt nichts bedeuten. You say that there's an agent after us, right? What if we end up dead like those zeros? That's not gonna happen, Are you Clays. sure about that, though? Yeah, me and Isaac have a new theory. A theory? How is a theory gonna help us out here? It's about that new technology Argus is making. What technology is that? Nostalgia technology. The ability to revisit past memories. I see. There is a chance that everything we do will be observed in the future. Everything?
Perhaps they are even doing it right now. But from the future? I know. It sounds weird, but it works in our favor. How exactly? We can send a message to the future, one that Argus can't intercept. And what kind of message would that be? Evidence and testimony, especially from our visit to their HQ. Oh, I see what you mean. A memory can't be forged or modified. Wer weiß. Naja. Exactly. If we live for the future, our lives become a time capsule. Live for the future, huh? You know, my old manager used to tell me that. We even talked about performances in VR. Your theory's kinda similar, isn't it? Similar how? Well, all I'd have to do is record one performance. They could set it up to loop for the rest of eternity if they wanted. Anyone could immerse themselves in that world and watch it happen. It's starting to make sense. So if we ever did that, I'd be living for the future, capturing one moment in time, meant to be viewed later on. We do that with photos and videos all the time anyway. And trust me, I'm no stranger to the flash of a camera. I just hope that they don't abuse this technology. It really blurs the lines between right and wrong. That's true, yeah. I don't elaborate on the theory in an attempt to avoid the scary parts. It's clear that Argus wants to use this to invade our lives even more. True. But we can use this technology against Argus. Really? As soon as it comes to fruition, we can show the world our memories. So we basically script our lives in a way that antagonizes Argus. If they really are bad, then that shouldn't be a problem. Especially if we're going to be in the heart of their HQ. He's catching on. It's pretty cool when you think about it. You know, I've gotten used to having eyes on me at all times. It might be nice for people to see things from my perspective for once. Hopefully they don't think our dance was too cheesy. He laughs and smiles at me. Is there anything else you wanted to talk about, by the way? Oh, there's so much that I want to talk with him, but I can't talk about it or else he would figure out what I did to him. I mean, I feel like he already knows. He must already know, right? I was the only one who could have entered his room during that time frame. And not only that, but I doubt I put the business card back on the right page. Taylor even told me that he started locking his door after that happened. Then why is he talking to me right now? Why is he so friendly and open to this outlandish theory of mine? Part of me wonders if it was intentional, like a cry for help. Maybe he wanted someone to read his diary. That couldn't be it. I realized he's staring at me, awaiting a response. After shaking my head, I apologized for losing my train of thought. No worries, happens all the time. I simply say the first thing that comes into my mind. I wanted to learn more about you, actually. Really? Yeah, your life seems like it would be really interesting. From the outside, I'm sure it does. But I assure you, it's pretty sad and boring. Wanna put that to a test? He smiles again. Sure, why not? After this hiatus, I'll need permission for everything. Might as well capitalize on my one taste of freedom, right? And if other people listen in on this one day, well, even better. I can open up to everybody while only opening up to you. I'd call that a win-win, wouldn't you? I'd say so, yeah. He sits down on the edge of the bed and scoffs. You have any idea how weird you sound, though? I mean, people spying on us from the future? If Komorebi wasn't real, I probably wouldn't believe you. But my life proves firsthand that the past and future can interact. I find it odd that I came up with this theory. The only person in the group who didn't experience a vision? At least their unique situations worked out in my favor here. No, this is kind of like writing in my diary. But instead of recording stuff on paper, we're using our minds. At least with this, I know other people are going to be seeing it. I'm not sure how to take that statement. I choose not to ask for clarification. Well, what did you want to know? After New Year's Eve, I'd trust you with anything. Oh? Sitting down besides him, I think of what I should ask. I can't be too invasive, as I'm pretty sure some topics are off limits, especially his vision. His family life seems like a touchy subject too, though. Apparently, his manager was the closest thing he had to something normal. And he mentioned he had people up in the stars watching him live his life. Live his life? That's odd. No matter what,
I found myself circling back to his career as a pop idol, even though I was aching to ask about other matters and know how to go about it. I wonder if that's how he felt. No matter what, he'd always circle back as well. Perhaps he wanted to talk about the things that are bothering him. I'm reminded of the visions to my visits to the counselor. The things I wanted to say but couldn't. Sometimes we have no choice but to wear a mask and deflect tough conversations. I notice the bed shake slightly. In his position at the edge, he's kicking his feet back and forth. Seals in the frame in a steady rhythm. Thud, thud, thud. It's like the ticking of a clock reverberating through my body. Each time his foot strikes the bed marks the second that passes without word. Like we both share the same knowledge, yet refuse to admit it to one another. Instead, we enjoy the silence of a world where the secrets haven't come to light. As alluring as the pall of ignorance can be, however, we need to move forward. Not ever got anywhere notably by hiding from the difficult truths in life. Save. If you weren't an idol, what would you be? Lost, honestly. He laughs like it's a joke, but it's clearly telling the truth. I just got lucky. My vision was like a perfect roadmap. Not many people get a luxury like that in a world like this. Finding certainty in all of this uncertainty? Isn't that all we could ever really ask for? Thud, thud, thud. Yet, given that, here we are. Still as lost and clueless as we would have been otherwise. For me, it's due to my vision. For you, it's your lack of one. Kinda makes you think, doesn't it? Thud. Vision or not, we're just people. And maybe, because of that, we have a price to pay. Thud, thud, It's thud. funny how flawed we all really are. Yet, we try so hard to cover it up. We burden ourselves with the pursuit of purpose. But we fail to see that the pursuit itself can be our purpose. Eventually, most people find that purpose in somebody else. They fall in love, settle down, and let time get the better of them. But in order to love somebody, you have to accept that you'll lose them too. I was Thud. never any good at that part. So sometimes it feels easier to just push that all aside. I'd rather find purpose in myself instead of somebody else. Or at least, that's what I used to think. This hiatus has started to challenge all of my views. It made me feel things I thought I'd be too scared to feel. And I think that's what it means to be alive. To always be at odds with the world and ourselves. Because you know what? Anything else is just boring. No more thuds? He seems calm and collected now. He's definitely gone off on a tangent, changing the topic almost at random. But I can tell he was doing it out of angsty. An angsty that has now dissipated. Actually, it was nice to hear him talk about his views on life. It's incredible how much better I know him than I did just yesterday. It really does feel like the new year, the new beginning for everything. But if I know anything about Clays, I know he's seconds away from circling back to the idle life once again. One more thud, but this time, it's from Clays standing up. Do you think that's enough for now? I nod. I'm not gonna push him to talk any more than he wants to. It's weird though. I really thought I knew what he would say next. You know, I thought it'd be harder to open up like that. But I guess the circumstances are pretty unique. I'm happy that you opened up like that. I'm here for you. Thanks, Delta. It means a lot. Let's leave the rest for next time, alright? I'd rather not make this feel like a final chat. Especially with what we're planning to do on Sunday. So, let's push through it and pick this up on a new day. Sounds good to me. Perfect. It's a grim agreement, even if it doesn't seem that way. But I have no reason to believe we are in grave danger.
We would survive and I would learn even more about my friend. Perhaps I would learn more about what's really going on. When it comes to this story, I can tell I've barely scratched the surface. Of course, I only know this because of what I did with his diary. Maybe I'm projecting more importance onto him than I should be. I mean, all of my friends have secrets. Even I have my own fair share. My inside knowledge shouldn't dictate my attitude toward him, should it? I don't know. If he really is going through something as bad as I think, then he needs a friend by his side whether he admits it or not. Good job, Dada. You're trying to justify your terrible actions. Get back outside? I'm sure her friends are tired of waiting. I nod. I didn't quite get the information I was looking for, but I feel like our bond is getting stronger and stronger. And if I wanted to help him, then that's what I needed to focus on. After all, you shouldn't approach a friendship with ulterior motives. If I wanted to make progress, I would have to go about it naturally. And that applies to everything, not just matters with Clays. So until next time. I see. Experience. Heart-to-heart fragment. Isaac 4. I asked for some private time with Isaac, and nobody seems to mind. This might be our last chance for a heart-to-heart before Hermes Day. It must be pretty flattering to have a day named after yourself, Enjoying huh? the con so far? I'm kind of glad we won that bet. Ja, I see. Wette gewonnen. I see. Aha. Same, jetzt. Wer ist eigentlich noch wach? Ich frage mich, ob ihr überhaupt noch wach seid. So um 2 Uhr nachts, so lange haben wir noch nie gestreamt. Nicht hauen. Oder vielleicht ein bisschen. Ventus wird noch wach sein. Vielleicht Karates? Ich glaube, alle anderen sind schon eingeschlafen. Was los, Venti? Was los? Wenn du dich mal beschwerst und dir was von der Seele reden musst, nennt sich das dann Venting? Das ist schon witzig, ne? Oder? Das ist richtig witzig. Tja. Kriege ich eigentlich irgendwann einen Preis? So einen Witzepreis für die besten Humor oder so? Das wäre schon fair, ne? 70% Luftfeuchtigkeit. Ich hoffe, der Winter wird nicht ganz so feucht, wie jetzt der Sommer war. Ist doch nicht gesund, immer 70% Luftfeuchtigkeit. Leave the stream. Nein! Preise musst du mir geben. Preise musst du mir geben für guten Humor. Nase juckt. So, also eine Vacation Trip together mit der Kohle. Oder ein nettes Dinner. Alter Schwede, ein Dinner für 500 Euro. Was will man denn da fressen? Gold? Oder... ja, stimmt. Also ich meine, Clays hat die Kohle, ne? Als Autor bist du, glaube ich, nie besonders reich. Als Autor bist du, glaube ich, nie besonders reich. Also den trifft es tatsächlich am ehesten. Aber witzig, hätten wir uns damals anders entschieden, dann wären wir jetzt, dann hätten wir vielleicht jetzt eine andere Option. Quasi. Na, wir konnten ja siden. Wir könnten ja auch was anderes. Wetten können.
Ach ja. Aber ich würde jetzt auch nicht irgendwie alles nochmal... Es gibt hier nämlich keine Schnelltaste bis zur nächsten Entscheidung. Oder bis zum nächsten ungesehenen Text. Viele solcher Apps haben so eine Funktion. Deswegen würde ich jetzt auch nicht allen möglichen Scheiße mal durchprobieren. Ne? So was würde ich auch nicht machen. Also wie gesagt, ich würde niemals um 500 Bucks wetten. Das wäre mir viel zu viel Kohle. Viel zu großes, also Verlustgeschäft, also ja, nee. Ich glaube, ich bin einfach kein großer Glücksspieler. Es ist okay, wenn ich jetzt, ne, also wenn ich, sage ich mal, die Chance auf den großen Gewinn nicht wahrnehme, aber dafür halt auch das Risiko des großen Verlusts nicht habe, glaube ich. Ich bin kein großer Zocker, was sowas angeht. Tatsächlich. Naja. Ich spiele auch kein Lotto. Die Chancen sind einfach zu gering. Nee. Es wäre, glaube ich, sinnvoller, die 20 Euro, die man in der Woche fürs Lotto ausgeben könnte, einfach in eine Spardose zu packen. Naja. I feel bad taking money from Dante like that. Oh, you definitely shouldn't. He's got more than enough to spare. Ist das so? And he's working on another book, too. That launch should definitely line his pockets. I see. He starts thinking, but then stops almost immediately. Actually, let's not derail the conversation. I take it you wanted to talk about something specific? I can't stop thinking about what you told me. You mean my true role in all this? Trust me, I'm still coming to terms with it myself. Uh-huh. He starts pacing around the room as he speaks. You know it's all tied to my vision, right? I'm pretty sure Dante made that perfectly clear. Can you imagine having a weight like that on your shoulders? Knowing that you need to be the one who changes the world? I can't imagine that kind of pressure. No. Exactly. Not many can. In fact, I'd argue that we're not meant to. But I've lived it every day for almost my entire life. And I know that nothing but absolute perfection will ensure my success. I don't think it's possible to recreate a vision one-to-one. I think there's always going to be differences and changes. But with how much is on the line, I can't afford any of that. For about a decade, I've lived knowing that I have to achieve the impossible. And if I don't pull it off, then nothing changes. Argus still has us in their pocket, and the zeros are still stuck outside. Is it so much to ask for just a little harmony in the world? Can't help but sympathize with them. Must feel nice to open up about all of this, though. Part of me feels like I'm the first person he's ever told. I used to tell myself that a miracle would happen, that one day a switch would flick and everything would make sense. All the missing pieces would fall into place and I'd be able to pull this off. But that hasn't happened. I've been winging it this entire time. So it's taught me one valuable lesson. There's no such thing as a miracle. Just hope. And how we choose to wield it. The last sentence sticks with me. How we choose to wield hope. Right now, my hope is that these memories could come to our aid. No matter what happens, this period of my life will be a time capsule. And one day, when it needs to be opened, people can see what really happened. I flipped the conversation around and vocalized these thoughts to Isaac. I know it's going to sound ridiculous, but honestly, so does the fact that he's Hermes. Isaac, I've been thinking about something. Oh? Is everything okay? That's about that agent. I know, I saw them. I don't know, Delta. We could go over the footage together if you wanted. It wouldn't work. They are watching from afar. But you said they were right in front of you. Far away as in watching from the future. How is that possible? I think it has to do with the new nostalgia technology. The ability to relive the past. I think in the future they're investigating our lives. And I might be feeling some sort of weird after effect. Isaac sighs, signaling disbelief and even a hint of annoyance.
I expect his next words to chastise me and tell me to get back to reality. I believe you. Makes sense. How? It barely makes sense to me. Well, maybe it doesn't make sense per se. It's just a logical deduction, given everything that's happened. Don't you remember what I said? I've been seeing things in the corner of my eye, too. Ah, And I know all about the nostalgia tech as well. It's been mentioned in a lot of internal emails. What does it change, though? It's not like they can do anything to us from there. maybe not, but we can do something to them. In what way? We live our lives knowing that they will view our memories. We can leave behind any message we want, any memories we want. Wow. Fancy a game of 4D chess, huh? He starts to think. I'm left in an awkward silence for several moments. The very flow of time would be our battlefield. Now he's getting it. What should we do then? Make sure they know that we're good people? How would that help us? Good people can still do bad things. In fact, there's nothing more harmful than good intentions. We should send them a real message. Something substantial. Let me think about this, alright? Remember, we're going right into their HQ. If my sights could become evidence, I need to rethink my plan. I'm shocked by how quickly he's accepting my theory. It's almost too convenient, so I ask him, hoping I don't come off as paranoid. Like I said, it makes perfect sense. I live my life constantly experiencing memories of the future. Say whatever you want, but that's literally impossible. The idea that we'll be able to revisit past memories? That's nothing compared to the reality I face. Besides, it was only a matter of time anyway. Photos, audio recordings, video recordings. This just feels like the next step, doesn't it? Manche Schritte sollte man vielleicht nicht gehen. Of course, it'll just be tainted by the hands of Argus. There's no way their motivations are selfless. But selfish motivations can only be fought with selfless hands. So I say we turn this around and put them in their place. I know that's basically what I had planned. Of course, I really just wanted him to open up to me. People in the future deserved to know who he really was, because if they didn't, then Argus would fill in the gaps. And something told me they wouldn't see him as the hero that I do. More about me? Sorry, I guess I got caught up in the bigger picture. But that makes perfect sense to me. You focus on capturing the group, and I'll do the rest. I know I can use this future technology against them in the present. He sits on the edge of the bed and softly pats the spot beside him. I join him and we look at each other with a smile. Of course, that can wait. For the record, though, I want to open up to you. If someone else is watching, that doesn't change anything. I know otherwise this would be an interrogation. I can't force them to tell me their story. I can only ask them to open up willingly. Thankfully, this group is bound by trust. A trust that now reveals all our true natures. Let's see. Well, what did I tell you last time? Your dad was an Argus legend. Right. And you were a master at tinkering with technology. Good to know you were paying attention. He smirks. Was that some sort of test? I guess I can pick up the story from that part. You already know most of my secrets anyway. Rubbing the back of his head, he blushes softly. But first and foremost, I have to thank you. I was scared you'd run away when I told you the truth. My role in Cypher hasn't made me the most forthcoming. It'd be so easy to call me a liar and go off on your way. In fact, I can tell that Dante and Taylor were considering it. You learn a thing or two about reading people in retail. He nudges me playfully. That's true. Did tell quite a few lies, but I can understand the need of to keep a secret. You had an exceptional burden weighing down his every move.
Must have felt good for him to finally let out his secrets. So, yeah. Thanks. You basically know everything, but I can try to fill in the gaps. He tugs at the collar of his leather jacket. When I was growing up, I always liked messing with Argus tech. I guess I wanted to mimic my dad since I could tell he was successful. Wisst ihr was? Das ist doch ein super Cliffhanger. Wir schaffen es eh nicht mehr. Wenn wir noch 2 weitere Gespräche haben und das ganze Ende, dann ist es ja 5 oder so. Weil die lassen sich ja zwischen den Fragments viel Zeit. Und für das allerletzte werden sie sich garantiert extra viel Zeit lassen. Ich glaube, wir kriegen dafür noch einen Stream mit voll. Und das ist ein wunderbarer Cliffhanger, wo er sich jetzt nochmal öffnen möchte und die letzten Geheimnisse quasi erzählen möchte. Wie er dazu gekommen ist, da zu landen, wo er jetzt ist. Das ist doch ein schöner Cliffhanger. Doch, das ist ein schöner Cliffhanger. Dieses Spiel wurde wirklich gut, ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie viele Leute relativ weit in diesem Spiel spielen. Du hast halt so gern Ende des Spiels oft noch 10% der Leute in der Tasche und hier immer noch die Hälfte. Ne, 48% hatten ja irgendwie hier so den Kram erreicht, den wir hatten. Also so knapp die Hälfte. Ne? Letztes Mal 49% hatten noch Dings gemacht hier. Die letzten Heart-to-Heart-Experiences. So, dann 48% haben diesen ganzen Krempel, sind den Krempel durchgegangen hier mit hier zurück in die Zukunft, sag ich mal. Isaacs Story anhören. 47%. Diese Supplemental Fragments 41%. Überhaupt diese letzte Karte erreichen 48%. So, die Wette zu einer Conclusion bringen. 45% der Spieler. 41% haben den ersten Diary-Eintrag gelesen. 40%, 39%, 38% die nächsten Einträge. 43% haben die Wahrheit ans Licht gebracht und Rebels and Revels, die Dungeons & Dragons Story beendet. 44% und 42% haben die Heart-to-Heart-Fragments abgeschlossen, die wir schon haben. Also es sind immer noch gut 40% der Leute da, wo wir jetzt sind. Also ich finde das halt erstaunlich, weil Spiele in der Regel oft viel schneller da niedergelegt werden. Selten werden Spiele so durchgespielt. Das finde ich halt erstaunlich. Und auch eine Quote von 100% positiven Reviews. Das zeigt halt, wenn ein Spiel für Fuzzles von Fuzzles rauskommt, dann wird das ist eigentlich eine gute Marktlücke, die man füllen kann. Ein Spiel darauf aufzubauen, dass das Fuzzles genießen. Und du hast auf jeden Fall dankbares Publikum, die das Ding bis zu Ende durchspielen, die das sehr positiv bewerten, noch positiver, als es eigentlich bewertet werden müsste, aber einfach nur, weil sie mal wieder Content innerhalb ihrer Bubble haben und so. Also ist eigentlich, wenn man Game Designer ist, wäre das, und man ist ein kleiner Indie-Designer, wäre die Fuzzle-Bubble eigentlich ein easy Geschäft. Ne? Weil du kriegst halt einen guten Payoff. Dankbares Publikum, die dein Spiel spielen, gute Bewertungen dalassen. Ja. Das ist, kann man machen. Wir haben übrigens 83% aller Erfolge bereits. Das heißt, das normale Durchspielen wird uns wahrscheinlich schon alle Erfolge bieten. Aber ich komme vor der EF nicht dazu, das Spiel hier durchzuspielen. Nach der EF, der nächste Stream, würde ich sagen, Split. 3 Dinge für den Stream nach der EF. Natürlich nämlich auch über die EF quatschen, selbstverständlich. Aber auch Overwatch 2 antesten. Das liegt so lange bei mir auf Platte. Ich möchte einfach mal mit euch reinsneaken. Ich weiß ja eh, dass ich da drauf nicht hängen bleibe, aber ich möchte da mal reinsneaken und es dann von der Platte schmeißen können. Und Komorebi fertig spielen. Das nehme ich mir vor für den Ström nach. Und dann machen wir immer wieder mittwochs brav Baldur's Gate und sonntags ein anderes Spiel. Ich habe hier noch viele Dinge liegen, wie zum Beispiel das Sven durchgeknallt, was erst rausgekommen ist. Und ich habe auch noch ein paar andere Spiele gekauft dieses Jahr, die wir nicht gespielt haben bisher.
Zum Beispiel im Mai Super Lucky's Tale und das auch nochmal für VR. Oder im März Rick and Morty Virtual Reality oder Ori and the Will of the Wisps, Inner Space und Dragon's Dogma. Im Februar hatten wir Darkest Dungeon nicht weitergespielt, Changed nicht weitergespielt. Ja, und vom Januar habe ich hier noch Frostpunk und Celeste liegen, Jean of Arc, Grim Fandango, Volscian. Was ich damit sagen möchte, es liegen immer ziemlich viele ungespielte Dinge hier noch rum. Ja. Deswegen, und da möchte ich gerne, ich habe vom Juli hier noch liegen, Pause and Soul, The Stillness of the Wind, den haben wir ja angefangen. Auch natürlich Sims 4, das war auch schon wieder im Juli. Gut, Zeit rennt ja eh. Und von diesem Monat Black Mesa zum Beispiel. Also ja, und das sind alles nur Spiele, die sind dieses Jahr dazugekommen. Ach, und im Juni steht hier noch, dass wir Grim Dawn nicht fertig gespielt haben, weil dann Diablo rauskam. Wie gesagt, also für den Rest des Jahres absolut genug Programm, ne? Und ich habe mir ja auch noch Warcraft 3 Reforged gekauft auf dem Blizzard Launcher. Ach, gucke mal an, da war ja noch was. Also ja, für dieses Jahr habe ich keine Bedenken, genug Spiele zu finden. Ne? Liegt da alles noch rum. Ja, aber wie gesagt, der Stream nach der EF würde ich sagen, Komorebi fertig spielen und mal in Overwatch 2 reinlinsen, damit ich das endlich von der Platte schmeißen kann. Das klingt so nach dem Motto, warum spielst du es denn überhaupt, wenn du schon weißt, dass du es nicht magst? Ich bin neugierig. Ich habe Overwatch damals gespielt und fand es okay. Es ist halt einfach nicht meine Art von Spiel, deswegen bleibe ich darauf nicht kleben. Und ich habe die ganze Zeit halt auf Story-Missionen gewartet und jetzt weiß ich ja, dass das alles nicht kommt. Aber ich will wissen, wie es sich entwickelt hat in all den Jahren, das Overwatch, ne? Overwatch 1 habe ich noch im Regal stehen. Das kam hier tatsächlich als physische Edition an. Das war ja von 2016, ne? Die Zeit rennt. Also zu einer Zeit vor 7 Jahren, als es noch normal war, auch genug physische Versionen überall zu kriegen. Heutzutage kriegst du ja keine physischen Versionen mehr. Na, außer du reißt dir einen aus und hast Glück. Tja, Einstellung der Creative Cloud von Adobe. Aha. Amazon stellt ja auch irgendwie so einen Service ein. Und am Donnerstag kommt nochmal ein Paket für eine Mappe für 70 ätherische Öle. Ich habe mir ja einen Koffer bestellt für 70 ätherische Öle. Was soll ich sagen? Koffer ist voll. Ich brauche mehr Platz. Ich brauche nochmal einen Koffer für 70 weitere ätherische Öle, weil es offenbar nicht reicht. Es liegen bei mir immer noch genug ätherische Öle rum, die ich nicht in einen Koffer packen kann. Tja, ich habe halt viel davon, ne? Kannst du eh nicht mehr spielen. Deswegen will ich ins zweite Mal reingucken, um zu gucken, wie es sich entwickelt hat. So, morgen kommt der andere Koffer an, das heißt, es steht nichts mehr blöd rum, wenn du kommst. Ist das nicht schön? Aber hier keine Unordnung. Und mal gucken. Ich werde heute mal so ein bisschen in die EF-Planung reingucken. Schon mal übers Tablet mich überall anmelden, damit ich unterwegs Zugriff auf mein ganzes Kram habe. Wenn ich mal eine längere Zeit nicht da bin, habe ich immer gleich Schiss, ne? Weil keine Kontrolle ist scheiße. Guck dann auch mal in das Programm der EF, was will man nicht verpassen, ja? Von Dingen, die man verpassen könnte. Solche Sachen. Wenn ich das heute am Donnerstag mal so geplant habe und so, keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir ja heute oder morgen irgendwie noch mal kurz in Demon Hour reinzusneaken, damit ich dir beweisen kann, dass alles jetzt fehlerfrei und unausbrechbar ist. Oder aber ich bestraft gehöre. Wir werden sehen. Und das wäre dann ja so, also das nächste Mal, dass wir uns Demon Hour angucken, wäre das letzte Mal vor der nächsten Version 085. Weil dann sind wir wirklich so weit durch, dass die meisten Fehler halt durch sind, dass ich quasi eine letzte Liste schreiben kann. Eine letzte Zusammenfassung von Dingen, die vielleicht noch mal angepasst werden müssten. Dann wäre ich soweit befriedet und könnte, wie gesagt, den Rest dann in einer Version 085 raushauen. Und das wäre dann aber auch genug für mich bis Oktober, bis ich dann an 09 plane. Ne? Weniger Wusel in der Wuselhöhle. Ja, weniger Wusel, genau. Nee, also ich plane diese Tage in Hamburg auch so ein bisschen
zu nehmen als Reset für mich. Ich mag meinen Alltag. Ich gehe gerne zur Arbeit. Ich streame gerne. Ich zocke gerne. Ne? Ich mache alles gerne, was ich tue. Die Leute, mit denen ich mich treffe, das mache ich gerne. Die Partys, auf die ich gehe, mache ich gerne. Und VR mache ich, also alles, was ich mache, ist irgendwie gerne. Alle meine Projekte, ist alles gerne. Aber es ist auch Alltag. Und da man gewöhnt sich an die Dinge, die man so tut. Und es ist schön, mal ein paar Tage wegzukommen, Tapetenwechsel, was Neues sehen und mal so ein bisschen zwangsweise über sein Leben dadurch auch nachzudenken, weil ich ein bisschen entschleunigt bin dann auch. Ich glaube, das kommt ganz gut. Nicht, weil, wie gesagt, ich irgendwas in meinem Leben nicht mögen würde, sondern weil, ja, aufräumen in sich ist immer gut. Hm. Ja. Boah, und stell dir das mal vor, Venti Penti. Manche Aromaöle sind 10 Euro wert und ein Koffer für 70 Öle reicht nicht, um all meine Öle unterzubringen. Eieieiei. Alltag ausbrechen ist halt gut. Das ist immer so. Nur manche Leute, die meinen dann halt so, das darf man so nicht sehen. Weil wenn man aus dem Alltag ausbrechen muss, dann macht man quasi im Alltag was falsch. Wenn Urlaub quasi Erholung von der Arbeit ist, macht man auf der Arbeit was falsch. Ich sehe das aber weniger entweder oder. Man kann eine erfüllende, geile Arbeit haben und trotzdem ist es immer gut, nicht immer das Gleiche zu machen. Sonst fährst du dich fest, wirst betriebsblind. Mhm. Wo ist dieser Rossmann? Ich muss gucken, ob da welche sind, die ich noch nicht habe. Unwahrscheinlich, bei über 100 Ölen, die ich besitze. Aber vielleicht gibt es eine Richtung, die ich noch nicht habe. Vor allem, wenn es solche komischen Mischungen sind. Ne, ich habe ja hauptsächlich reine Öle. Ne? Rose, Fichte, Pinie, Birne, Kokos, was auch immer. Aber es gibt ja Mischungen wie Wohlfühlen. Und das ist dann irgendwas. Oder Trance. Oder wie Bettwäsche im Sommer. Okay. Was auch immer die da mischen. Ist eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, wenn es Mischungen sind, die irgendwie Namen haben, wie Konfuzius oder Waldsterben in Australien, also solche Geruchsmischungen, die so random irgendwelche Sachen mischen, die sind natürlich höchstwahrscheinlich noch nicht in meiner Sammlung. Kannst du auf Arbeit da mal ein Foto von machen, dass ich mal gucke, ob ich die kenne, die ihr da habt? Einfach nur mal so aus Interesse? Nicht, dass ich etwa Öle sammle oder so, weil ich neugierig bin, was Gerüche angeht. Oh, stell dir mal vor, Corona hätte dafür gesorgt, dass ich irgendwie meinen Geruch verloren hätte. Gibt's ja Leute, die ewig nichts mehr riechen dann. Das fände ich ja unangenehm. Aber ich hatte ja Corona, ist aber nichts passiert. Es war für mich wie eine Erkältung. Gott sei Dank. Letztes Jahr Gamescom. Ganz viele Leute hatten Corona hinterher. Am Stand, wo ich die ganzen Tage über auf der Gamescom jeden Tag war, ne, und wo ich auch meinen Kram gelassen habe und alles, Hälfte hatte hinterher Corona. Dieses Jahr war ich dort wieder am Stand, habe alle geknuddelt und gepflufft und war auch auf der dicken Branchenfeier. Ich war auf der ganzen Messe, hier und dort. Dauernd haben alle Corona nach der Gamescom. Ich wieder nicht. Und das bei meiner Ernährung und wo ich doch dauernd nur mit dem Arsch zu Hause sitze. Mein Immunsystem, mein Metabolismus ist so eine Gottheit. Wenn ich jetzt noch Sport machen würde und mich vernünftig ernähren würde, ne, ich würde ja 120 werden. So werde ich wahrscheinlich nur 100. Kann ich Freitag machen, sind aber nicht viele Sorten. Ja, egal, zeig mal. Ich bin neugierig. Please, please, please. Ich bin neugierig. Wahrscheinlich habe ich eine fettere Sammlung als ihr, aber soll ich was sagen? Das ist nicht schwer. Ich glaube, ich habe eine fettere Sammlung als so fast jeder Laden, wo sowas mit rumsteht, weil ich halt einfach von überall gesammelt habe, wo ich was gefunden habe. Ne? Weil Sammelfuchs. Ja.
Ich habe ein bisschen Platz gemacht, auch im Schlafzimmer. Schwarze Kiste da an die Seite geschoben, damit das Bett da vorne frei ist. Und da dann den Eumel von der Bettkante hingesetzt. Den Teewagen habe ich jetzt in den Flur gestellt und da den Oma-Schrein draus gemacht. Da jetzt oben alles frei wurde, was Öle angeht, konnte ich den Kram nämlich da hochräumen. Und der Tisch, wo vorher Omas Kram drauf war, den habe ich jetzt in den Eingang gestellt. Dass man da was draufpacken kann. Gut, der Flur ist jetzt ein Ticken enger geworden. Dafür ist das Schlafzimmer ein bisschen roomier geworden. Trade-off und so. Ist immer ein Trade-off. Aber in der letzten Zeit ist hier allgemein ein bisschen übersichtlicher geworden. Mit der Verkürzung des Schreibtisches, hier Regale, da dieser Schrank hier mehr dahin und so. Also im Endeffekt ist es ein bisschen roomier geworden hier. Ne, die schwarze Kiste da hinten weg und der Teddy jetzt an der Seite und so was alles. Also das sieht alles oft nicht so danach aus, aber es wird roomier hier. 1 bis 2 Sachen mehr oder weniger, über die man stolpert, ist ja nicht wild. Ich lege mich einfach mitten in den Flur, da kommt da gar keiner mehr durch. Ich mich jetzt auch noch reinlege mitten in den Flur, das ist vorbei. Kommt da keiner mehr durch? Da ist der Flur verstopft. Das erinnert mich daran, als wir auf einer Branchenparty mitten im Weg standen. Das war so ein Strand, so ein aufgeschütteter mit so einem dünnen Steg. Und ich stand da in einer Gruppe, wo wir so mitten im Weg standen und das voll blockiert haben. Und da habe ich gesagt, wollen wir uns als Gruppe jetzt Trombus nennen? Daran erinnere ich mich noch. Ich gucke mal gerade, was? Ist Jens noch am Stream? Nee. Heute natürlich, wo ich mal früher aufhöre, nicht. Früher. Ja, früher als sonst. So, Tati streamt noch. Aber Tati ist halt auch wieder eine große Streamerin. Ich mag immer große Streamer nicht raiden, weil das immer so wirkt, als wollte ich Aufmerksamkeit haben. Ansonsten keiner aus meiner Liste so wirklich. Naja, gut. Dann ist das so. Dann schicke ich euch ins Bett. Ist spät genug. Yes, yes, I see what you want. Nee, ich bin blockierend. Ich bin wie eine undurchbrechbare Mauer, eine Wand aus Macht. Und ich glaube, ich muss ins Bett. Ich werde wahnsinnig. Ein bisschen. Macht. Außerdem habe ich seit kurz vor der Gamescom hier so ein bisschen Nacken. Ja, ich kann immer richtig gut mit meiner Nackenwirbelsäule knacken. Und merke, dass ich immer wieder, also ohne dass es so wirklich weh tut, aber es ist so eine Spannung drin im Nacken. Eine Spannung. Vielleicht hilft's, die Woche viel auf den Beinen zu sein, wenig an Bildschirmen zu sitzen. Einfach mal so ein bisschen sich die Stadt angucken da oben in Hamburg. Bei einer Freundin bin ich ja schmal auf der Couch untergekommen. Die ist auch mitten im Umzug, ne? Also bei ihr steht auch alles voll noch irgendwie so mit Kartons und Aufbau und Gedöns. Aber sie hat halt ein Bettchen und sie hat ein Sofa. Also kann sie im Bettchen pennen und das Sofa ist frei. Also wähle ich, dass ich mich da mal aufs Sofa quetsche, weil ich habe schon mit einem Kumpel gequatscht, der sich ein Hotel da geholt hat. Der hat 600 € nur für das Hotel bezahlt. 600 €. Also 600 € ist schon, wenn du da noch das Ticket drauf rechnest für die ganze Woche und Speis und Trank und, ja, der ist ja bald bei 1000 €. Boah. 1000. Ist genauso wie für die Gamescom 1000 € plus ausgeben mit Hotel und allem. Weiß ich nicht. Bin ich irgendwie arm oder geizig, dass ich nicht kann oder will? Also für so eine Convention, die innerhalb einer Woche stattfindet, halt so 1000 € ausgeben? Bin ich irgendwie arm oder geizig, dass ich das nicht will, / nicht kann? Also ich kann es halt schon, eher nicht will, weil dann habe ich halt, da fehlt mir so ein Batzen an Geld,
dass ich halt so das ganze Jahr über immer wieder so ein bisschen knaps, ja gut, das ist auch übertrieben, aber auf jeden Fall so viel Geld für eine Messe auszugeben. Stell dir mal vor, ich hätte 1.000 Euro für die Gamescom ausgegeben und 1.000 Euro für die Eurofurence. Dann wäre ich 2.000 Euro in einem Monat los für Spaß. Das wäre so viel Luxuskohle, dafür verdiene ich nun wirklich nicht genug. Heißt das, ich bin jetzt arm oder geizig? Warte mal, Helmsklamm wurde ja quasi eingenommen. Also die Mauern sind schon eingerissen worden, du. Ne? Ja, 600, das hab ich. Aber bei Köln hast du dasselbe. 500 bis 800 Euro für die paar Tage für ein Hotelzimmer. Ich habe schon Angst. Ich suche mal. Ich hau dich. Aber gesprengt werden will ich nicht. Kapselhotel Köln für die Gamescom nächstes Jahr. Gibt's Kapsel? Smarty Pot Room in Köln. Smarty Hotels. Weil ich meine, ich komme mit sowas klar. Entdecke den Trend der Kapselhotels aus Japan im Smarty Cologne City Center in Köln. Sei einer der ersten in Deutschland, der dieses einzigartige Übernachtungserlebnis teilt. Innovative, hochmoderne Schlafkapseln, Privatsphäre, ohne auf Komfort und Annehmlichkeiten eines Doppelzimmers zu verzichten. Die Reservierung beinhaltet stets die Buchung beider Schlafkapseln zur privaten Nutzung des gesamten Zimmers für bis zu 2 Personen. Also ich muss für 2 buchen, oder was? Hä? Okay, ich sehe einen Spiegel und ein Bett in einem. Okay, da ist auch ein Badezimmer mit Klo. Es ist halt einfach ein sehr kleines Hotelzimmer, das halt auf 2, 3 Quadratmeter klarkommt. Kostet das dann auch wenig oder ist das so fancy, dass es dann trotzdem viel kostet? Select Homburg, Cologne, Cologne Airport, Cologne Dom, Leichlingen Cologne. Ich glaube, Cologne Dom macht am meisten Sinn. Der Dom ist halt sehr nah. Anreise. Ich rate jetzt mal. 2024 wieder im August. Irgendwie die letzte Woche. Machen wir irgendwie Anreise vielleicht einen Tag vorher am Dienstag. Da. Und die Abreise ist dann es könnte schon am Freitag eigentlich, also nach der Messe könnte ich einfach abhauen. Also wenn ich Luxus gönne, dann bis Samstag. Einen Tag vorher bis einen Tag später. One Room. Einfach mal gucken, wie viel will er davon abknapsen. Alles unter 500 ist günstig für Köln. Das günstigste Hotel, in dem ich war, wollte 20 Euro die Nacht. 2 Bett mit Dusche und Klo. Alter, das ist ja nichts. Das ist ja günstig. Dieses Datum ist nicht verfügbar. Na, danke fürs Gespräch. Das ist ja nichts. 20 Euro die Nacht. Das war in Berlin. Aber hart. Also 20 Euro die Nacht ist wirklich günstig. Haben die einfach noch nicht geplant? Weil hier steht, alles ist ausgebucht für 2024. Mai. Die können doch nicht ein Jahr im Voraus ausgebucht sein. Ich gehe mal weiter nach hinten raus. September, Oktober, November, Dezember. Das Datum ist als Anreise. Hier ist nichts verfügbar. Hä? 2025 auch nicht. Die können mir nicht erzählen, dass die auf Jahre ausgebucht sind. Das ist doch Quatsch. Und weiter als Juli 2025 kannst du aktuell nicht planen, aber überall sind Striche durch. Okay, es geht einfach nicht so weit nach vorne raus, oder wie? Es ist nur bis Januar 2024 zu planen. Nach hinten raus kannst du nicht buchen, weil es zu weit in der Zukunft liegt? What the fuck? Also erstmal schwankt der Preis zwischen 80 und 250 Euro. Und ich denke mir so, was? Das können die nicht ernst meinen für ein Kapselhotel. Anreise Dienstag, Abreise Samstag. Zum Beispiel.
Das meinen die doch nicht ernst, ne? Denke ich mal. So, ein Erwachsener. Okay, jetzt wollen die mir irgendwelche Hotels verkaufen hier. Die kosten halt alle so 80 € die Nacht. Das sieht nicht gut aus. Smart Tea. Ich will halt Kapsel haben. Zimmer. Kapselzimmer will ich haben. Oder ist das nicht verfügbar? Ja, sieht alles ganz schlecht aus hier jedenfalls. Reisedaten aktualisieren. Ich kriege die Kapselzimmer nicht. Oder also irgendwie. Meinen die denn jetzt pro Nacht? Oder insgesamt so viel Geld? Mal gucken. Buchen. Nee, die meinen tatsächlich pro Nacht. Also wenn ich einmal Dienstag bis Samstag wo bleiben will, 700 €. Wow. Also Hotels wirkt mir, sind eher was für Geschäftsreisen. Nur eine Nacht da. Ja, so 20 geht voll klar. Aber 80 bis 120 € pro Nacht. Das ist halt, ich schlafe einmal wo. Und dafür so viel Geld ausgeben, sehe ich halt nicht ganz. Was kostet daran so viel Geld? Und ich kann es ja auch nicht richtig buchen, weil ich dann irgendwie weitergeleitet werde auf eine Seite, die scheiße ist. Smarty Cologne Dom. Und ich will einfach nur einen Erwachsenen haben mit einem Zimmer. Zeig mir das doch mal an. Wenn ich auf jetzt buchen gehe, dann finde ich hier nichts in dieser Kapsel. Und da machen sie mir doch eigentlich die Werbung von. Also erstmal, dass ich halt so weit im Voraus nicht buchen kann, ist schon mal scheiße. Ihr Anreisedatum ist nicht verfügbar. Die Seite kann halt nichts. Müsste ich wahrscheinlich telefonisch anrufen. Und hier sind halt Preise, die kannst du nicht machen. Das sind Kapselhotels. Du willst doch extra sowas machen, um zu sparen. Weil Small. Kapiere ich nicht. Und dann werde ich weitergeleitet wieder auf Zimmer, die keine Kapseln sind. Was ist das für eine geile Website? Hat einen Vollpfosten gemacht, die Website. Offensichtlich. Aber ja, Station. Also es gibt günstigere Hotels, das schon. Event dort zu schlafen, dafür zahlst du. Ja, aber eigentlich müsstest du für weniger Platz auch weniger bezahlen. Das können sie mir nicht verkaufen. So doof bin ich nicht. So, Smarty Cologne. Domhotel, Boarding House. Du kriegst. Ich sehe hier teilweise für 57 €. Wenn ich wirklich sage, ich werde dort nur 3 Tage sein, also dann den Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 2 Nächte. Wenn eine Nacht nur 60 € kostet, 120 €, das würde ich mir leisten. Ne? Das würde ich mir leisten. Aber ich kriege diese kleinen Smart-Hotels nicht. Kriege ich hier nicht. Finde ich nicht, kriege ich nicht. Joa. Hier ist sogar eins, das kostet 53 €. Wie sieht das aus? Boah, das sieht aus wie eine Jugendherberge. Dass Schlafen echt so viel Geld kosten kann, ne? Wahnsinn. Was ist denn das? Aha. Wow. Na, da schläft man doch gerne. Guck mal. Waschbecken rausgerissen, hier unten alles nass. Das ist ja lecker. Das ist halt auch alles alt im Endeffekt, ne?
Von der Technik 90er. Hier unten sieht man schon richtig schwarze Fugen. Aha. Okay, das ist eine relativ moderne Dusche. Das ist wieder okay, das ist moderner. Also es gibt da wohl Zimmer, die man nicht will. Oder andere, die sind okay. Also so ein Zimmer hier ist alt und pekig, ne? Okay, das geht. Aber weiß ich nicht. Ich bin aber ungern in einem Hotel, das hässlicher ist als zu Hause. Also in einem Hotel will ich doch auch ein bisschen was anderes sehen, was nicht ein Downgrade ist zu was ich zu Hause schon habe. Event, ja, genau. Es ist ein Eventis, dort zu schlafen, wa? Ja, also Hotels in Köln wird schwierig. Ich sollte vielleicht mal auf Arbeit, ich sollte schon mal gucken. Gamescom 2024. 21. bis 25. August 2024. Haben sie also schon rausgegeben, dass das da auf jeden Fall sein wird. Das ist auch ungefähr das, was ich gedacht habe, genau. 21. bis 25. Ich guck mal kurz. Yep. Das heißt, 21. bis 23. möchte ich da sein. Hotels. Oh, Junge. Google, mach doch mal was Schönes hier. Mach doch mal einen schöneren Kalender hier. Was ist denn das für ein Müll? Brrr. Dezember, Januar, Februar. Dass ich hier echt anfassen muss und nicht einfach eingeben kann, ne? Kriege ich ja schon wieder die Krise. So, 21. Lässt sich nicht anklicken. Lässt sich nicht anklicken. Ja. Das sind wieder so Dinge, wo ich dann sage, ach, weißt du, dann bleibe ich mit dem Arsch einfach zu Hause. Wenn sich schon wieder alles gegen mich stellt hier. Ich versuche das ja jetzt oben einzutragen. 21. August 2024. Geht nicht, kann ich nicht. Funktioniert nicht. Ja, dann werde ich halt einfach wohl zu Hause bleiben müssen mit dem Arsch. Kann ich nicht machen. Die Welt möchte nicht, dass ich verreise. Bleibe ich zu Hause, werde ich nie wieder irgendwo hingehen. Bleibe ich für immer zu Hause sitzen. Ist okay. Habe ich gelernt, ja. Ist gut. Ich hasse Inconveniences. Mag das nicht. Squirrelfuchs again. Ja, das muss jetzt funktionieren. Sonst sagt mir das Universum, mach das nicht. Und dann muss Jan sagen, ja, hat die Welt Schuld. Kriege ich irgendwann mal Macht, mache ich die Welt kaputt. So entstehen Superbösewichte. Siehst du, das ist eine gute Motivation für einen Superbösewicht in einer Story. Wollte ein Hotel buchen und hat das über Google nicht hingekriegt, weil Google zu schlecht war. Und wenn dann die große Macht da ist, dann werde ich irgendwann mit einem Superkampfschiff das Hauptquartier von Google zerschießen. Das sind nämlich die nachvollziehbaren Motivationen eines Superbösewichtes. Denn die Welt schafft sich ihre Monster. Mit schlecht gemachten Webseiten zum Beispiel. Ja, perfekte Story, weil die so nachvollziehbar ist. Ne? Weil jeder so denkt, ist ja klar. Warum kann ich hier nicht einfach draufklicken? Wahrscheinlich gehen die davon aus, dass man das halt relativ zeitnah bucht. Ich kann hier draufklicken. November, Dezember, Januar 2024, Februar, März. Ich muss hier echt händisch weiter. Oh, und wenn ich nur einmal nicht aufs Datum klicke, dann schließe ich das Fenster wieder. Was für ein Witz. Da muss ich wirklich händisch Hotels raussuchen und die anrufen und sagen, habt ihr in der Woche schon Leute? Kann ich bei euch bitte schon mal mich vormerken ich würde gerne bei euch einchecken. Ich kann nichts anklicken, soweit in der Zukunft ein Jahr. Ja, aber ich bin ja der Gute. Weil ich handle einfach nur normal, ne? So wie jeder dann in meinem Falle handeln würde. So, Köln. Erstmal sind da natürlich,
Die 60 Euro waren Hotels in Gelsenkirchen. In Köln gibt es schon mal nichts unter 100 Euro. Nichts unter 100 Euro. Das ist halt Köln, ne? Da ist die Köln-Messe. Und so, um die Köln-Messe herum sind schon mal einige Hotels. Das ist doch schon mal schön. Hotel Motel One Köln. Adina Apartment Hotel. Nee, ich nehme eine Loft. Wer nimmt denn ein dreckiges Hotel, ne? Ich hole mir natürlich eine Loft. Und dann auch für die ganze Woche, ist doch klar. Ich will so viel Geld ausgeben, als würde ich mir ein Auto kaufen. Ist doch klar. Ibis Budget Hotel. Mhm. Adina. Das sieht für mich am schönsten aus. Kosten tun die ja eh alle 200 Euro. Ob ich das machen möchten würde. Wollten, täte. Hätte, könnte, sollte. €300 pro Nacht. Alter, warum können die sich das leisten? Solche Preise. Ibis Hotel ist noch das, was am billigsten ist. Und das kostet 150 Euro die Nacht. Ich finde das unverschämt. Die letzten Dreckszimmer kosten 150 Euro die Nacht, ne? Boah, Alter. Ich finde das nicht nett. Aber ich werde da mal anrufen morgen. Und sagen, 21. bis 23. 2 Nächte, 300 Euro. Ob die das machen. Oder ob die schon ausgebucht sind. Ist zwar ein Jahr in der Zukunft, aber Gamescom. Da werden sie alle geil. Und buchen sich da alle was. Alter Schwede. Die Preise, ne? 300 Euro für zweimal schlafen. Ja, aber was sonst? Sonst nimmst du nur einen Tag mit und ärgerst dich über anstrengende Öffis oder Gedöns oder und pendeln. Will man das? Ich weiß es nicht, aber Köln war schon immer teuer. Ich werde da morgen mal anrufen und sagen, ob man da halt die 2 Tage dann pennen könnte für 300 Euro. Da muss man dann ja auch erstmal alles. Das ist nicht einfach. Weil ab wann ist Check-in? Kannst du schon morgens Check-in? Wahrscheinlich erst nachmittags. Das heißt, ich muss von der Messe dann dahin, wieder zurück zur Messe. Und am letzten Tag düse ich halt dann einfach nur, ja, das ist für das bisschen Luxus 300 Euro. Boah, Alter. Ich kann's als Geschäftsaufwendung, ich kann da irgendwas von garantiert von der Steuer absetzen. Aber 100% werde ich auf keinen Fall wiederkriegen. Muss ich auf Arbeit mal evaluieren. Muss ich mal drüber reden mit Leuten, die sowas machen. Mhm. I see. Aha. Ich lasse mir vielleicht noch was ausdrucken. Ich druck vielleicht noch was aus, eine Rückseite für meine Badge. Übrigens, Ventus, du bist ja Sonntag auch, ne, mit auf der EF. Ich empfehle dir, irgendein kleines Badge von dir auszudrucken. Irgendwie dein Sona mit deinem Namen drunter. Weil das ist irgendwie so auf Fusselmessen, so damit man dich irgendwie, man weiß, wer du bist. Weißt du? Du planst da etwas zu weit vor. Also, Venti, nein. Wenn du nicht im September spätestens dein Hotel für August nächsten Jahres Gamescom dir sicherst, alles weg. Jetzt werden manche Hotels schon eng. Weil das ist eines der weltweiten Events.
300.000 Menschen wollen auf diese Messe. Und viele von sonst woher. Hotels in Köln um die Gamescom-Zeit herum sind oft ein Jahr vorher ausverkauft. Ja. Sobald die sagen, die nächste Gamescom ist, und das ist jetzt seit letztem Wochenende halt auch öffentlich, seit Sonntag, Montag in dem Dreh. Wenn du das nicht in der nächsten Zeit jetzt in einer kurzen Zeit machst, bringt's nichts mehr nach einem Hotel da zu suchen, weil komplett Köln ausgebucht ist. Das ist das Ding, wo Köln jedes Jahr ordentlich Millionen generiert, insgesamt, mit allem an dieser Geschichte. Und die Hotels sind einfach weg, wenn du da nicht so schnell reagierst. Also, nee, nicht so weit vorgeplant. Das ist die Überraschung. Hab halt vorhin gebastelt. Ach, guck mal. Ach, ich bin gut. Ja, und ich habe ja meine Badge-Vorderseite und ich kriege noch eine Badge-Rückseite. Tatsächlich. Und da habe ich gerade einen Blick drauf geworfen. Ich habe ein Auto, also kann man ein Stück weiter weg Hotel buchen. Das klingt, als hättest du auch Bock auf die Gamescom nächstes Jahr. Auch schon mit Rückseite bedacht. Ach, gucke mal an, du bist ein Fleißtierchen. Cool wäre ja irgendwie seinen Charakter zu nehmen. So von der Vorderseite und ihn gleichzeitig dann nochmal von der Rückseite zu machen, dass er wirklich Vorder- und doppelseitig. Das wäre schon wieder, das hätte was, ne? Da müsste man die Vorderseite malen, dann spiegeln. Als Layer im Hintergrund, ein bisschen Transparenz und dann die Rückseite malen. Das wäre cool. Egal, ich kriege komische Ideen nachts um gleich 3. Ich will jetzt ins Bett gehen, weil ich meinen Rhythmus langsam versuche ein bisschen zu fixen. Dass ich halt nicht bis 5 streame, damit ich nicht erst um 6, halb 7 ins Bett gehe und dann auf Arbeit Deswegen habe ich heute so früh Schluss gemacht. Weil ich so gedacht habe, nutzen wir doch mal, dass heute fast jeder irgendwie nicht kann, im Bett ist, mich nicht mitgekriegt hat, was auch immer. Dass wir so ein mega kleines Grüppchen waren. Nutze ich das doch mal, dass nicht irgendwie noch 1000 neue Gespräche angefangen werden und gehe jetzt gleich einfach ins Bett. Weil was bringt es mir, wenn ich jetzt bis 6 Uhr mache? Dann schlafe ich morgen abends nach der Arbeit hier wieder auf dem Stuhl ein bis 8, 9 Uhr. Habe ich nichts gewonnen. Dann lieber an einem Stück durchschlafen, dann kann ich abends wach bleiben und kriege meinen Scheiß fertig. Und schlafe nicht nach der Arbeit und dann wache ich auf, oh, jetzt ist es so spät. Na, dann kann ich jetzt auch nicht ins Bett früh, weil jetzt muss ich ein bisschen was machen, sonst kriege ich ja nichts fertig. Weil, ja, ne? Premium-Badge auf jeden Fall. Vernünftig, aber du lenkst dich wieder ab. Nein, gar nicht. Deswegen sage ich jetzt gute Nacht. Ich gehe jetzt ins Badezimmer hier nach. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ich habe nämlich das Programm für die Sounds schon zugemacht. Ja, also dir sag ich mal bis gleich in Telegram und so und allen anderen, die das irgendwie irgendwo als oh, ich habe den Fuchs verpasst, Wort sich angucken. Ich weiß ja, das tun tatsächlich immer so ein paar. Nicht bis Sonntag. Vielleicht schaffe ich es irgendwann, irgendwo aus Hamburg mal zu streamen. Ich werde Dinge mitnehmen, durch die ich das können werde. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich werde mir Codes aufschreiben von Steam und Gedöns und Konsorten. Wir werden sehen, ob's. Ich habe tatsächlich die Erlaubnis von der Eurofurence zu streamen. Da muss man nämlich vorher nachfragen. Aber keine Ahnung. Sonst an alle allgemein bis nach der EF irgendwann. Ich laufe ja nicht weg. Also spätestens wieder regulär in 1,5 Wochen Sonntag. So, und jetzt fange ich noch mal kurz an, euch Herr der Ringe 1 bis 3 vorzulesen, bevor wir ins Bett... Nein, ich bin ja nicht, ne? Und vor allen Dingen heute hatten wir so einen cleanen Stream. 90 ausgelassene Frames durch Renderverzögerung, also 1,5 Sekunden.
Und ansonsten durch gar nichts ein Frame verloren von 1,5 Millionen Frames, ne? 1,5 Sekunden verloren heute. Mann, ist das clean. Von 5,5 Stunden. Das ist mal ein cleaner Stream gewesen. Ohne Probleme. Ach, man muss auch mal positive Dinge hervorheben. So. Gute Nacht, Tödelü.